Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Kapitel 1 – Der Thron von Kastilien. Nachdem die Nachricht vom Tod Heinrichs IV. Bekannt wurde, wurde Isabella in Segovia zur Königin ausgerufen. Sie ritt auf ihrer Palfrey-Stute durch die überfüllten Straßen der Stadt, geführt von 2 Stadtbeamten, während die Menschenmengen ihrem Zug zum Hauptplatz mit Jubelrufen folgten. 4 Herolde ritten voraus, gefolgt von Gutierre de Cárdenas, der ein ungeschütztes Schwert trug, das traditionelle Symbol der königlichen Gerechtigkeit. Auf dem Platz war eine hohe Plattform errichtet, die mit reich bestickten Stoffen drapiert war, darauf ein Thron, der über 3 Stufen erhöht stand. Isabella stieg die Stufen hinauf und nahm Platz. Nachdem ein Herold zur Stille gerufen hatte, rief ein anderer mit lauter Stimme: »Kastilien! Kastilien für König Fernando und Königin Isabella, seine Gemahlin!« Die Menge wiederholte den Ruf, und das königliche Banner wurde unter großem Jubel gehisst. Ferdinand befand sich zu dieser Zeit in Aragon, doch die Nachricht vom Tod des Königs wurde ihm sofort übermittelt. Währenddessen empfing Isabella die Treuebekundungen und Eide der großen Adligen und Ritter, die sie unterstützten. Zu ihnen gehörten der Admiral von Kastilien, der Kardinal von Spanien, sein Bruder, der Marquis von Santillana sowie der Rest der Familie Mendoza. Auch Beltrán de la Cueva, Herzog von Albuquerque, wurde vor sie geführt. Ein Mann, dessen Name durch Skandale lange mit der Sache der Infantin Johanna in Verbindung gebracht worden war. Die verspätete Ankunft des Erzbischofs von Toledo war bezeichnend. Einst ein glühender Anhänger Isabellas, trat er nun inmitten der anderen vor sie, doch seine Huldigung war spürbar kraftlos. In der großen Halle des Palastes leistete er feierlich seinen Eid, indem er die Hand auf ein Evangelienbuch legte. Am 2. Tag des Monats Januar ritten er und der Kardinal von Spanien aus, um den König von Sizilien zu empfangen. Sie kehrten mit ihm zurück, einen auf jeder Seite seines Pferdes, während die Menge so dicht gedrängt stand, dass sie erst nach Sonnenuntergang den Palast erreichten. Colmenares, der Historiker Segovias, beschrieb das Erscheinungsbild Ferdinands. Er war ein junger Mann von 22 Jahren, von mittlerer Größe und kräftigem Wuchs, mit ernstem und doch ansehnlichem Gesicht und heller Haut. Sein kastanienbraunes Haar war an den Schläfen leicht gelichtet, seine Nase und sein Mund waren klein, und seine leuchtenden Augen strahlten eine würdevolle Freude aus. Seine Wangen und Lippen trugen eine gesunde Farbe, und sein Kopf saß fest auf seinen Schultern. Seine Stimme war klar und fest. Er bewegte sich sowohl zu Pferd als auch zu Fuß mit sicherer Haltung. Das Volk konnte seinen Charakter noch nicht gänzlich einschätzen, doch der Unterschied zu dem unsicheren Heinrich war offensichtlich. Hier stand endlich ein Mann, der sich seinen Pflichten nicht durch Unentschlossenheit oder mangelnden Mut entzog. Der Kardinal von Spanien und der Erzbischof von Toledo entwarfen die Bestimmungen zur Verwaltung des Königreichs, in denen die genauen Bedingungen der gemeinsamen Herrschaft des königlichen Paares gemäß ihrem Ehevertrag festgelegt wurden. Alle königlichen Briefe und Proklamationen mussten von beiden Herrschern unterzeichnet werden, und die offiziellen Siegel trugen die vereinten Wappen von Kastilien und Aragon. Auch das Münzgeld sollte mit ihren beiderseitigen Bildnissen geprägt werden. Die Rechtsprechung sollte gemeinsam ausgeübt werden, wenn sie sich am selben Ort befanden, und getrennt, wenn sie voneinander entfernt waren. Um die Unabhängigkeit Kastiliens zu sichern, wurde die Kontrolle über die königliche Schatzkammer allein in Isabellas Hände gelegt, und Stadt- sowie Festungsgouverneure mussten ihr allein die Treue schwören. Ebenso hatte sie das alleinige Recht, Stadtbeamte zu ernennen und Kandidaten für kirchliche Ämter vorzuschlagen, wenngleich diese Ernennungen auch Ferdinands Unterschrift erforderten.
Der Erfolg dieses Abkommens hing weitgehend von dem Wohlwollen und dem diplomatischen Geschick jener ab, die mit seiner Durchsetzung betraut waren. Ferdinand unterschrieb das Dokument zwar, doch nicht ohne Zögern. Viele Adlige in Segovia, insbesondere jene aragonesischer Herkunft, waren unzufrieden damit, dass Ferdinands Autorität in irgendeiner Weise der seiner Gemahlin untergeordnet sein sollte. Sie argumentierten, dass das Salische Gesetz, das Frauen die Thronfolge untersagte, in Kastilien genauso angewandt werden sollte wie in Frankreich. Da die kastilische Dynastie der Trastamara mit dem Tod Heinrichs IV. In männlicher Linie erloschen war, glaubten sie, dass die Krone direkt auf den aragonesischen Zweig übergehen sollte, insbesondere auf König Johann und dessen Sohn, den König von Sizilien. Dieser Vorschlag empörte Isabellas kastilische Anhänger. Sie hielten entschieden dagegen, dass das Salische Gesetz in Kastilien niemals anerkannt worden war. Im Gegenteil, sie verwiesen auf frühere Fälle, in denen Frauen das Königtum rechtmäßig geerbt hatten, selbst vor männlichen Verwandten. Mit zunehmender Schärfe wurden diese Argumente ausgetragen und die Spannungen wuchsen. Ferdinand, von Natur aus geneigt, seine eigene Macht zu erweitern, tendierte dazu, die Position zu unterstützen, die seine eigene Autorität stärkte. Doch Isabella war entschlossen, ihre Rechte nicht preiszugeben und überzeugte ihn schließlich, ihre Sichtweise zu akzeptieren. Während einer besonders hitzigen Ratsversammlung, in der ihr Erbrecht bestätigt wurde, wandte sich Isabella an Ferdinand und sagte: Señor, diese Angelegenheit hätte niemals in Frage gestellt oder in unserem Rat zur Debatte gestellt werden dürfen. Durch die Gnade Gottes und die heiligen Bande unserer Ehe besteht zwischen uns eine vollkommene Einheit in Ziel und Geist. Wo eine solche Harmonie zwischen Ehemann und Ehefrau herrscht und ein göttlicher Segen auf unserer Verbindung ruht, kann es keinen wahren Zwiespalt oder Spaltung geben. Dann verwies sie auf ihre Pflicht des Gehorsams als Ehefrau, doch ihr überzeugendstes Argument war praktischer Natur. Wenn sie das Salische Gesetz anerkennen und keinen männlichen Erben haben würden, könnte ihre Tochter Isabella den Thron nicht erben. Das würde bedeuten, dass Ferdinands Ländereien und Titel an seine aragonesischen Verwandten fielen, ein Ausgang, den er sicherlich nicht wünschte. Laut den historischen Berichten war der König, als er die Argumente der Königin hörte, sehr zufrieden, denn er wusste, dass sie wahr waren. Sowohl er als auch sie ordneten daraufhin an, dass diese Angelegenheit nicht weiter zur Diskussion stehen sollte. Von diesem Moment an, so vermerkt der Chronist, herrschte vollkommene Eintracht zwischen den beiden Herrschern. Und wann immer der König in einem Teil des Königreichs Angelegenheiten zu regeln hatte, während die Königin in einem anderen verweilte, gab keiner von ihnen je einen Befehl, der dem des anderen widersprach. Obwohl sie die Umstände manchmal trennten, blieben ihre Willen durch Liebe vereint. Ferdinand und Isabella hatten es mit Weisheit vermieden, dass dieser Streit zu einem offenen Konflikt eskalierte. In Zeiten der Krise kann selbst die kleinste Auseinandersetzung das Gleichgewicht der Macht verschieben. In diesem Augenblick war ihre vereinte Stärke notwendig, um das Königreich zu stabilisieren. Die meisten Adligen und Ritter hatten bereits persönlich oder durch Vertreter ihren Treueeid geleistet. Doch eine kleine, aber einflussreiche Fraktion unter der Führung des jungen Marquis von Villena bestand weiterhin darauf, dass die Infantin Johanna die rechtmäßige Königin sei. Villena und seine Anhänger offenbarten ihre wahren Beweggründe durch ihre Forderungen, die mehr auf persönlichen Vorteil als auf Loyalität zu Prinzessin Johanna abzielten. Villena beanspruchte den Titel des Meisters von Santiago, die Ländereien und Burgen seines Vaters, einschließlich der Alcázar von Madrid, sowie ein jährliches Einkommen von 2 Millionen Maravedís. Der Graf von Plasencia strebte ebenso danach, seine Titel und Privilegien zu behalten. Die Verhandlungen scheiterten, als es um die Zukunft Johannas ging. Obwohl Ferdinand und Isabella den meisten Forderungen zustimmten, darunter Villenas Meisterwürde und Johannas Heirat,
bestanden sie darauf, dass sie unter die Obhut vertrauenswürdiger Wächter gestellt werden müsse. Wilena lehnte diese Bedingung ab, da er die Kontrolle über Johanna nicht aufgeben wollte. Sie blieb sein wichtigster Hebel in diesem Machtspiel. Von seinen Ambitionen geblendet, schmiedete Wilena Pläne gegen Isabella, gemeinsam mit seinem Großonkel, dem Erzbischof von Toledo. Die Loyalität des Erzbischofs hatte sich radikal gewandelt. Einst ein treuer Unterstützer Isabellas während ihrer Hochzeitsverhandlungen, hatte er sich nun gegen sie gestellt. Seine verspätete Ankunft in Segovia und sein kühles Verhalten waren ein deutliches Zeichen für diesen Wandel. Die Beweggründe des Erzbischofs waren offensichtlich. Er war von Gier und Machthunger getrieben. Ein Amateuralchemist, der sein Vermögen mit vergeblichen Versuchen verschwendete, Gold herzustellen, strebte er vor allem nach Einfluss. Dieses unersättliche Bedürfnis nach Kontrolle ließ ihn seine Bündnisse mehrfach wechseln, und letztlich verriet er Isabella aus Eifersucht auf ihren neuen Berater, den Kardinal von Spanien. Trotz Isabellas Bemühungen, ihn zu besänftigen, führten die wachsenden paranoiden Vorstellungen des Erzbischofs zu immer maßloseren Forderungen. Als Ferdinand seine Bitten ablehnte, verließ er wutentbrannt den Hof und zog sich nach Alcalá de Henares zurück, wo er insgeheim mit Johannas Anhängern zu konspirieren begann. Der Erzbischof von Toledo und der Marquis von Villena entwickelten einen Plan, um die Kontrolle über Kastilien durch ein Bündnis mit Portugal zu erlangen. Sie beabsichtigten, dass König Alfons V. seine Nichte Johanna heiraten und mit Unterstützung seiner Verbündeten Kastilien angreifen sollte, um Ferdinand und Königin Isabella zu stürzen. Der Marquis schrieb an Alfons und machte ihm kühne Versprechungen: An seine hochgeschätzte Majestät, Alfons, König von Portugal. Die Zeit ist gekommen, Eure Majestät, um das zu ergreifen, was euch rechtmäßig zusteht. Kastilien ist gespalten, seine Adligen sind unruhig, die Schatzkammer ist leer und das Volk ist voller Unsicherheit. Nie zuvor war der Moment reifer für entschlossenes Handeln. Wisset, dass ihr in diesem Unterfangen nicht allein seid. Die mächtigsten Herren Kastiliens stehen hinter eurer Sache, ich selbst, meine Familie, der Herzog von Arévalo und der Erzbischof von Toledo, alle vereint in unserer unerschütterlichen Unterstützung für die rechtmäßige Königin Johanna. 14 der stärksten Städte des Königreichs haben bereits ihre Treue geschworen und viele weitere warten nur auf das erste Zeichen des Sieges, um sich uns anzuschließen. Ferdinand und Isabella sind verwundbar. Ihre Ressourcen sind erschöpft und ihre Stärke ist nur ein Schatten vor der Macht Portugals. Ihre brüchige Herrschaft gründet auf leeren Kassen und wackeligen Bündnissen, Kräfte, die unter dem Gewicht von Gold und Stahl zusammenbrechen. Wenn ihr eure Hand in die Johannas legt und eure Banner über Kastilien erhebt, wird der Thron in greifbare Nähe rücken. Handelt schnell, mein König. Die Zukunft Kastiliens und das Schicksal seiner Krone warten auf euren Befehl. Auf den ersten Blick schien der Plan durchdacht. Doch ein vorsichtigerer Herrscher hätte hinterfragt, ob die tief verwurzelte Feindschaft Kastiliens gegenüber Portugal und die ungewisse Loyalität der wichtigsten Städte den Erfolg nicht gefährden könnten. Alfons V. jedoch war zu sehr auf sein Ziel fixiert, um solche Risiken in Betracht zu ziehen. Nachdem er bereits 3 Siege gegen die Mauren errungen und sich den Titel El Africano verdient hatte, träumte er nun von einem zweiten Triumph, ähnlich der berühmten Schlacht von Aljubarrota. Diese Kampagne bot ihm zudem die Gelegenheit, sich für Königin Isabellas wiederholte Zurückweisung seiner Heiratsanträge zu rächen. Pragmatischere Berater warnten davor, dem Marquis von Villena und dem Erzbischof von Toledo zu trauen und erinnerten Alfons daran, dass genau diese Männer einst Johanna für illegitim erklärt hatten, um ihren Aufstand gegen Heinrich IV. Zu rechtfertigen. Ihr plötzlicher Sinneswandel erschien weniger von Gerechtigkeit als von Eigennutz motiviert.
Isabella und der Kardinal von Spanien schickten Briefe, in denen sie Alfons eindringlich aufforderten, eine Schlichtung anzustreben, anstatt in den Krieg zu ziehen. Doch er tat ihre Warnungen als bloße Verzögerungstaktik ab und drängte darauf, seine Invasionspläne schnellstmöglich umzusetzen. Im Mai des Jahres 1475 überschritt Alfons mit einem Heer von über 19.000 Soldaten die Grenze und marschierte nach Plasencia. Sein Plan war es, weiter nach Norden vorzustoßen, um Toro und Zamora zu erobern, in der Hoffnung, dort lokale Unterstützung zu finden. In Plasencia wartete er auf das Eintreffen des Marquis von Villena, des Herzogs von Arévalo und Johanna. Nachdem sie eintrafen, heiratete er Johanna in einer prunkvollen Zeremonie auf einer erhöhten Plattform auf dem Stadtplatz. Die Ehe wurde zwar erst offiziell anerkannt, nachdem die erforderliche Genehmigung aus Rom eintraf, doch ein Herold verkündete sogleich: Höret, höret, dies sei bekannt in allen Landen Kastiliens. Hiermit rufen wir feierlich aus und erklären als unsere rechtmäßigen und legitimen Herrscher seine höchstgeschätzte Majestät, König Alfons von Portugal und ihre Hoheit, Königin Johanna, wahre und legitime Herrscher dieser edlen Königreiche Kastilien und Leon. Von Plasencia aus zog das portugiesische Heer nach Arévalo, wo es 2 Monate verweilte und auf Verstärkung durch seine kastilischen Verbündeten wartete. König Alfons V. wurde von jungen Rittern seines Hofes begleitet, die nach Ruhm und Beute strebten. Überheblich wiederholten sie die Behauptungen des Marquis von Villena, dass Ferdinand und Königin Isabella es niemals wagen würden, sich ihnen entgegenzustellen und wohl längst nach Aragon geflohen seien. Der Historiker Pulgar bemerkte dazu spöttisch: Noch bevor sie den Sieg errungen hatten, teilten sie bereits die Beute auf. Doch Ferdinand und Isabella hatten nicht die Absicht, sich zurückzuziehen. Zwar hatten sie den Krieg nicht gesucht, doch sie waren bereit zu kämpfen. Die Lage war ernst. Die königliche Schatzkammer war fast leer, das portugiesische Heer rückte vor, und König Ludwig XI. Von Frankreich, der sie zunächst unterstützt hatte, stellte sich nun gegen sie und bereitete einen Angriff von Norden vor. Gleichzeitig befanden sich Villena und seine Anhänger in offener Rebellion, und der Erzbischof von Toledo schmollte in Alcalá de Henares. Entschlossen, den Erzbischof zurückzugewinnen, beschloss Isabella, ihn persönlich aufzusuchen, während Ferdinand in Valladolid blieb, um die Bewegungen der Portugiesen zu überwachen. Viele am Hof widersprachen ihr und warnten, dass ihre Bemühungen vergeblich sein würden und dass es unter ihrer Würde liege, sich vor einem Untertan zu demütigen. Isabella antwortete: Ich verlasse mich weder auf seine Loyalität, noch fürchte ich seinen Verrat. Wäre es jemand anderes, würde ich vielleicht zögern. Doch ich kann nicht mit dem Gedanken leben, dass er sich vielleicht von diesem Irrweg hätte abbringen lassen, wenn ich ihn nur von Angesicht zu Angesicht gesprochen hätte. Begleitet vom neu ernannten Herzog von Infantado und dem Konstabler von Kastilien reiste Isabella nach Süden. Als sie sich Alcalá näherten, ritt der Konstabler voraus, um ihre Ankunft anzukündigen. Der Erzbischof hörte schweigend zu, brach dann aber in Wut aus und erklärte, dass er dem König von Portugal dienen werde und nicht umzustimmen sei. Er schwor, dass er die Stadt durch ein anderes Tor verlassen werde, sobald Isabella sie betreten habe. Da sie erkannte, dass weitere Überzeugungsversuche zwecklos waren, setzte Isabella ihre Reise nach Toledo fort, um die Verteidigung von Estremadura und Andalusien vorzubereiten. Währenddessen sammelte Ferdinand in Valladolid Truppen. Der Hass auf die Portugiesen saß tief, und viele kastilische Städte schickten Soldaten auf eigene Kosten. Gerüstete Adlige, leichte Kavallerie, biskayische Bogenschützen und Bergbewohner aus dem Norden scharten sich unter das königliche Banner. Isabellas Truppen aus Segovia und Ávila schlossen sich ihnen an, sodass sich ein Heer von etwa 12.000 Reitern und 80.000 Infanteristen formierte. Als das Heer vorrückte,
Um die Festung von Toro zurückzuerobern, die ebenso wie Zamora durch den Verrat ihrer Statthalter gefallen war, erreichte die Begeisterung ihren Höhepunkt. Ferdinand selbst sehnte sich nach einem entscheidenden Sieg. Die Belagerung von Toro scheiterte, da die starken Verteidigungsanlagen der Stadt und die portugiesischen Nachschublinien unüberwindbar blieben. In einem Kriegsrat entschieden Ferdinand und seine Befehlshaber, sich zurückzuziehen. Diese Entscheidung führte zu Gerüchten über die Einmischung der Adligen, was die Soldaten dazu brachte, Ferdinands Zelt zu stürmen und aus Protest zu rebellieren. Als sie erfuhren, dass der Befehl zum Rückzug direkt vom König kam, löste sich das Heer in Unordnung auf und zerstreute sich in Richtung Valladolid. Die verlassene Festung fiel daraufhin in die Hände der Portugiesen und der Erzbischof von Toledo schloss sich ihnen an, während er höhnisch schwor, Isabella wieder in ihren früheren bescheidenen Stand zurückzubringen. Von Valladolid aus wurde Ferdinand nach Burgos gerufen. Die Stadt stand auf seiner Seite, doch die Festung und die Kirche, Santa Maria la Blanca, blieben unter der Kontrolle der Truppen des Herzogs von Arévalo, dessen Katapulte die Stadt verwüstet hatten. Über 300 Häuser waren bereits niedergebrannt und der Beschuss hielt Tag und Nacht an. Ferdinand eilte gemeinsam mit seinem Halbbruder Alfons, dem Herzog von Villahermosa, herbei, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Sie errichteten Befestigungen, um portugiesische Verstärkungen abzuschneiden, doch die Belagerung zehrte an Zeit und Geld. Die königliche Schatzkammer in Segovia, die Andrés de Cabrera übergeben worden war, war leer, und das ohnehin von Heinrich IV. Heruntergewirtschaftete Königreich konnte nur geringe Steuereinnahmen aufbringen. In ihrer verzweifelten Suche nach finanziellen Mitteln beriefen Ferdinand und Isabella die Corte in Medina del Campo ein. Sie lehnten es entschieden ab, ihren Truppen zu erlauben, Zivilisten auszurauben oder die wenigen verbliebenen königlichen Ländereien zu verkaufen. Stattdessen suchten sie Unterstützung von der Kirche. Ihr Ruf war stark genug, dass der Klerus zustimmte und die Hälfte seines Silbers als Darlehen bereitstellte, das innerhalb von 3 Jahren mit 30 Millionen Maravedis zurückgezahlt werden sollte. Der Krieg tobte weiter, nicht nur im Nordwesten, wo König Alfons V. seine Streitkräfte stationiert hatte, sondern in ganz Kastilien und sogar jenseits der portugiesischen Grenze. Als Antwort auf Alfons' Proklamation in Plasencia erklärten sich Ferdinand und Isabella selbst zu König und Königin von Portugal, um die Moral ihrer Anhänger in Galizien und Estremadura zu stärken. Ermutigt durch diesen Schritt griffen kastilische Truppen portugiesisch besetzte Städte an, nahmen Festungen ein, raubten Vieh und setzten Dörfer in Brand. In Toledo führte die Unzufriedenheit mit der Herrschaft von Erzbischof Carrillo und dem Marquis von Villena viele Adlige dazu, sich offen auf Isabellas Seite zu schlagen. Der Graf von Paredes, ein erfahrener Krieger und Anwärter auf das Amt des Meisters von Santiago, führte Truppen zu ihrer Unterstützung und brachte Einnahmen aus Villenas Ländereien unter seine Kontrolle. Das daraus resultierende Chaos zwang Villena dazu, den portugiesischen König zu verlassen und eilig zurückzukehren, um seine Besitztümer zu verteidigen. Frustriert über seine Verbündeten drängte der Erzbischof von Toledo König Alfons V. nach Madrid zu marschieren, um seinen Anhängern dort beizustehen. Alfons, ebenso verbittert, lehnte dies jedoch ab. Er argumentierte, dass ein Abzug aus dem Norden ihn Toro und Zamora kosten könnte. Zudem machte er seine kastilischen Verbündeten dafür verantwortlich, dass sie ihm nicht die versprochene Unterstützung geliefert hatten, da viele Adlige, die Johanna loyal waren, in ihren eigenen Gebieten zurückgeblieben waren, um sie gegen die vorrückenden Truppen Ferdinands und Isabellas zu verteidigen. Währenddessen arbeitete Isabella unermüdlich von Valladolid aus und stellte sicher, dass der Weg nach Burgos blockiert blieb, sodass die Portugiesen keine Verstärkung entsenden konnten. Während des gesamten Krieges war sie tief in die militärischen Anstrengungen eingebunden, reiste nach Toledo
Um Truppen zu rekrutieren, sicherte Leon gegen einen Verräter ab und entsandte Verstärkungen nach Gipuzkoa, wo König Ludwig XI. Von Frankreich seinen Einfluss auszuweiten suchte. Die Strapazen dieser Bemühungen führten im Sommer des Jahres 1475 zu einer Fehlgeburt, wodurch ihre Tochter Isabella für sie noch kostbarer wurde. Zu ihrer Sicherheit wurde das Kind nach Segovia geschickt, unter die Obhut von Andrés de Cabrera, der für seine Loyalität zum Marquis von Moya erhoben worden war. Während die Belagerung von Burgos andauerte, gelang es Ferdinand, Zamora einzunehmen, nachdem er heimlich mit dem Torwächter verhandelt hatte. Der portugiesische König war gezwungen, sich nach Toro zurückzuziehen, und kastilische Truppen belagerten umgehend die Zitadelle von Zamora. Isabella stellte Truppen und Artillerie bereit, während täglich frische Verstärkungen aus Galizien eintrafen. Mit durchtrennter Nachschublinie erkannte Alfons, dass sein Glück schwand, und versuchte, Frieden auszuhandeln. Seine Forderungen waren jedoch übermäßig. Er verlangte eine hohe Geldsumme, die dauerhafte Kontrolle über Toro und Zamora sowie die Annexion Galiciens durch Portugal. Ferdinand und Isabella lehnten diese Bedingungen entschieden ab. Verstärkt durch seinen Sohn, Prinz Johann, und neue Truppen unternahm Alfons einen letzten Versuch, Zamora einzunehmen, und schlug sein Lager am Flussufer auf. Doch die starken kastilischen Verteidigungsanlagen verhinderten den Zugang zur Zitadelle, sodass er die Belagerung nach wenigen Wochen aufgab und sich in der Dunkelheit der Nacht heimlich nach Toro zurückzog. Dies war der Moment, auf den die Kastilier gewartet hatten. Sobald Alfons' Rückzug entdeckt wurde, nahmen sie die Verfolgung auf. Die Portugiesen hatten eine Brücke zerstört, um ihre Verfolger aufzuhalten, sodass die Kastilier mehrere Stunden mit Reparaturen beschäftigt waren. Der schmale Weg zwischen dem Fluss Douro und den Hügeln verzögerte ihren Vormarsch weiter, und es war beinahe Abend, als Ferdinand schließlich auf die Nachhut des Feindes stieß, 3 Wegstunden von Toro entfernt. Die Schlacht tobte mit unerbittlicher Heftigkeit. Prinz Johann von Portugal führte die linke Flanke seines Vaters an und durchbrach mit Artillerie und einem kühnen Angriff die feindlichen Linien. In der Mitte und auf der rechten Seite trafen König Ferdinand und König Alfons V. in einem erbitterten Kampf aufeinander, während sich der Erzbischof von Toledo und der Kardinal von Spanien ebenfalls in die Schlacht stürzten, ungeachtet ihrer kirchlichen Würden. Nach 3 Stunden heftiger Gefechte brach die portugiesische Armee auseinander und floh. In dem entstandenen Chaos gelang es Prinz Johann, einige seiner Truppen zu sammeln und sich nach Toro zurückzuziehen. Doch die Tore der Stadt blieben verschlossen. Von innen fragten die Verteidiger: »Wo ist jetzt euer König? Ihr habt ihn bei Festen und Feiern eifersüchtig beschützt, ihn in Zeiten des Vergnügens und der Muße gehütet, doch als die Schlacht wild und gefährlich wurde, habt ihr ihn seinem Schicksal überlassen. Sagt uns, wo ist euer ruhmreicher König, der euch in diesen Krieg führte? Wie könnt ihr vor uns stehen, ohne den Herrscher, den ihr zu beschützen geschworen habt?« Weder Prinz Johann noch der Erzbischof von Toledo wussten eine Antwort. Das Misstrauen zwischen den Portugiesen und ihren kastilischen Verbündeten wuchs, und beide Seiten machten sich gegenseitig für die Niederlage verantwortlich. Am nächsten Morgen brachten Boten aus Castro Nuño die Nachricht, dass König Alfons dort Zuflucht gesucht hatte, in dem irrtümlichen Glauben, Toro sei bereits an Ferdinand gefallen. Doch seine Verzweiflung währte nicht lange, denn schon bald erklärte er die Schlacht zu einem Sieg und schickte triumphierende Berichte nach Lissabon. Isabella, die sich zu dieser Zeit in Tordesillas befand, feierte Ferdinands Erfolg mit einer feierlichen Prozession zur Kirche San Pablo, wo sie barfuß ging, um Gott zu danken. Später ehrten Isabella und Ferdinand dieses Ereignis mit der Gründung des großen Klosters San Juan de los Reyes in Toledo. Die Schlacht von Toro beendete den Krieg nicht sofort, der noch 3 Jahre andauerte, doch sie machte das endgültige Ergebnis offensichtlich.
Trotz seiner Siegeserklärung verließ Alfons Toro und kehrte wütend nach Portugal zurück, enttäuscht von seinen kastilischen Verbündeten, die ihre Versprechungen nicht gehalten hatten. In der Hoffnung auf Verstärkung reiste er nach Frankreich, um Unterstützung von König Ludwig XI. Zu suchen, während er sein Königreich und Johanna unter die Herrschaft seines Sohnes stellte. Unterdessen erkannten Alfons Befehlshaber in Kastilien, dass ihre Sache verloren war, und begannen, über Frieden zu verhandeln. Die Zitadellen von Burgos und Zamora ergaben sich zuerst. Toro folgte im frühen Herbst. Der Sohn des Herzogs von Arévalo reiste sogar persönlich nach Tordesillas, um Isabellas Vergebung für seinen Vater zu erbitten. Isabella, die den Frieden über die Rache stellte, gewährte seine Bitte. Im Gegenzug trat der Herzog Arévalo an die Krone ab und erhielt den neuen Titel eines Herzogs von Plasencia. Der Marquis von Villena und der Erzbischof von Toledo, von ihren Verbündeten im Stich gelassen, suchten um Gnade nach, da sie lieber einen Teil ihrer Ländereien verloren, als alles zu riskieren. Doch ihre Unterwerfung war nicht aufrichtig. Die Kluft zwischen dem Erzbischof und Königin Isabella war zu tief, um geheilt zu werden, und er zog sich auf seine Ländereien zurück, wo er über seinen Machtverlust brütete. Ferdinand hingegen, der erkannte, dass der Krieg fast gewonnen war, reiste nach Aragon, um seinen Vater zu besuchen. Der alternde König, noch immer scharfsinnig und ehrgeizig, war darauf konzentriert, Roussillon und Cerdagne zurückzuerobern und sicherzustellen, dass Navarra, das von seinem Enkel Franz Phoebus regiert wurde, nicht unter französischen Einfluss geriet. Nachdem er zahlreiche Herausforderungen gemeistert hatte, darunter die Wiedererlangung seines Augenlichts, die Unterwerfung Barcelonas und die Sicherung der kastilischen Allianz, vertraute er nun Ferdinand an, sein Erbe weiterzuführen. Er empfing seinen Sohn nicht als Kind, sondern als Mitregenten. Bald darauf wurde Ferdinand nach Biskaya und Guipúzcoa gerufen, um sich den französischen Invasionen entgegenzustellen, während Isabella Kastilien allein regierte. Im August des Jahres 1476 brach in Segovia ein Aufstand aus, während ihr Statthalter Andrés de Cabrera, nun zum Marquis von Moya erhoben, abwesend war. Unzufrieden mit seinen Ernennungen drangen die Rebellen mit einer List in die Zitadelle ein, ergriffen den stellvertretenden Gouverneur und zwangen die übrige Garnison, sich mit der jungen Infantin Isabella in einen Turm zurückzuziehen. Als Königin Isabella von der Unruhe erfuhr, eilte sie aus Tordesillas herbei und fand die Stadt in Aufruhr vor. Alle Tore außer einem waren in den Händen der Rebellen. Die Aufständischen warnten sie davor, durch das von Loyalisten gehaltene Tor San Juan einzutreten oder Beatriz de Bobadilla, die Frau des Statthalters, sowie den Grafen von Benavente mitzubringen, da ihre Anwesenheit die Menge erzürnen würde. Isabellas Antwort war entschlossen: Sagt diesen Rittern und Bürgern von Segovia, dass ich die Königin von Kastilien bin und diese Stadt mir gehört. Ich brauche keine Gesetze oder Bedingungen, um das zu betreten, was bereits mein eigen ist. Mit dem Grafen von Benavente und dem Kardinal von Spanien an ihrer Seite ritt Königin Isabella durch das Tor San Juan in die Alcázar, gefolgt von einer wütenden Menge, die die Absetzung von Andrés de Cabrera forderte. Besorgt um ihre Sicherheit drängte der Kardinal sie, die Tore zu verschließen, doch sie lehnte ab. Stattdessen trat sie auf die Treppe, die den Innenhof überblickte, und befahl, die Tore zu öffnen. Als der aufgebrachte Mob hereinstürmte, verstummten die Rufe allmählich beim Anblick der Königin. Königin Isabella sprach: Meine treuen Vasallen und Bürger von Segovia, sagt mir, was eure Herzen und Gedanken bewegt? Ich stehe vor euch als eure Königin, und es ist sowohl meine heilige Pflicht als auch mein tiefstes Bestreben, für das Wohlergehen und den Wohlstand meines Volkes zu sorgen. Sprecht frei, denn eure Anliegen sind die meinen. Ein Sprecher trat hervor und bat um die Absetzung Cabreras. Königin Isabella erwiderte:
Was ihr wünscht, wünsche ich ebenfalls. Ich werde die Zitadelle einem meiner Diener anvertrauen, der mir treu und euch ehrenhaft dienen wird. Dann befahl sie die Kontrolle über die Türme und Mauern sowohl von Cabreras Anhängern als auch von den Rebellen zurückzuerlangen. Damit endete die Rebellion. Nachdem der Frieden wiederhergestellt war, untersuchte Isabella die Vorfälle, bestrafte korrupte Beamte, setzte Cabrera jedoch wieder in sein Amt ein, da sich sein Verhalten als gerecht erwiesen hatte. Als Ferdinand aus Biskaya zurückkehrte, verbrachten die Herrscher eine kurze Zeit zusammen, bevor sie erneut getrennte Wege gingen. Er blieb im Norden, um die aragonesischen und französischen Angelegenheiten zu regeln, während sie nach Estremadura und Andalusien reiste. Obwohl einige Festungen noch immer die portugiesische Flagge führten und einige aufständische Adlige sich weiterhin widersetzten, war der Bürgerkrieg im Wesentlichen beendet. Die großen Städte des Südens, die einst von Fraktionskämpfen geplagt waren, verwandelten sich nun unter Isabellas Herrschaft in Zentren von Ordnung und Gerechtigkeit. In Sevilla, wo jahrzehntelang Rivalitäten zu Blutvergießen geführt hatten, richtete Isabella ihr Hauptquartier ein. Dort, am 30. Tag des Monats Juni im Jahr 1478, brachte sie den lang ersehnten Erben zur Welt, Prinz Johann von Asturien. Im Gegensatz zu seiner Schwester, die in Zeiten der Ungewissheit geboren wurde, trat er in eine Welt, in der die Macht seiner Eltern fest etabliert war, nicht nur in Spanien, sondern in ganz Europa. Unterdessen suchte König Alfons V. von Portugal nach seiner militärischen Niederlage Unterstützung bei König Ludwig, dem 11. von Frankreich. In Orléans wurde er mit großem Pomp empfangen, mit Festzügen, Musik und Feierlichkeiten. Doch als er in Tours ankam und Ludwig persönlich traf, zerplatzten seine Hoffnungen rasch. König Ludwig erklärte: Ich habe meinen Unmut bereits gezeigt, indem ich Biskaya und Guipúzcoa angegriffen habe. Derzeit bin ich mit meinem Krieg gegen Karl von Burgund beschäftigt. Sobald dieser abgeschlossen ist, werde ich über weitergehende Pläne nachdenken. Es wäre klug, wenn Johannas Anspruch vom Papst anerkannt würde. Alfons, ohne Macht Ludwig unter Druck zu setzen, konnte nur abwarten. Seinem Rat folgend entsandte er Gesandte nach Rom, wo Papst Sixtus IV. Unter französischem Einfluss die notwendige Dispens für seine Ehe mit Johanna erteilte. Dann, im Januar des Jahres 1477, fiel Karl der Kühne in der Schlacht von Nancy. In der Hoffnung, dass Ludwig nun seine Aufmerksamkeit Spanien zuwenden würde, wartete Alfons voller Erwartung auf die versprochene Unterstützung. Doch Alfons V. erkannte bald, dass er getäuscht worden war. König Ludwig XI. War zu sehr damit beschäftigt, sich die Ländereien der verstorbenen Tochter des Herzogs von Burgund, Herzogin Maria, anzueignen, um eine Invasion Spaniens zu unterstützen. Ungeduldig mit seinem portugiesischen Gast hatte Ludwig niemals die Absicht, ihm zu helfen. Als er sein Scheitern erkannte, verfiel Alfons in Verzweiflung und schwor, seine Krone aufzugeben und entweder Mönch zu werden oder als Pilger ins Heilige Land zu reisen. Seine Botschaften nach Lissabon waren so dramatisch, dass sein Volk ihn beim Wort nahm und seinen Sohn zum neuen König ausrief. Als Alfons zurückkehrte, fand er sich entthront, doch Prinz Johann zeigte Großmut und verzichtete auf seinen Anspruch, sodass sein Vater erneut regieren konnte. Entschlossen, es ein weiteres Mal zu versuchen, plante Alfons eine erneute Invasion Kastiliens und versammelte unzufriedene Adlige in Estremadura um sich. Entlang der Grenze flammte die Rebellion erneut auf, wobei der Bischof von Evora portugiesische Truppen anführte. Doch es war nur ein letzter, verzweifelter Versuch. Zu diesem Zeitpunkt hatte Alfons jede externe Unterstützung verloren. König Ludwig XI., nun auf den Erwerb der Franche-Comté konzentriert, hatte Frieden mit Kastilien geschlossen. Papst Sixtus IV., unter dem Druck Kastiliens, Aragons und Neapels, widerrief die Ehegenehmigung für Johanna.
In der Zwischenzeit trat Ferdinand im Januar des Jahres 1479 friedlich die Nachfolge seines Vaters als König von Aragon an. Angesichts der Realität stimmte Alfons Friedensverhandlungen zu, die zum Vertrag von Lissabon führten, der am 24. Tag des Monats September im Jahr 1479 unterzeichnet wurde. Beide Seiten verzichteten auf ihre umstrittenen Titel. Alfons schwor, Johanna niemals zu heiraten, und Ferdinand sowie Isabella begnadigten ihre rebellischen Untertanen. Johanna wurden 3 Möglichkeiten angeboten. Sie konnte den Prinzen von Asturien heiraten, 16 Jahre jünger als sie, sobald er das entsprechende Alter erreichte, ins Kloster Santa Clara eintreten oder Portugal für immer verlassen. Sie hatte 6 Monate Zeit, um ihre Entscheidung zu treffen. Nach einem Leben voller politischer Manipulation entschied sich Johanna, Zuflucht in einem Kloster zu suchen. Im folgenden Jahr trat sie in das Kloster Santa Clara in Coimbra ein, begleitet von 2 kastilischen Botschaftern. Einer von ihnen, Isabellas Beichtvater, Fra Fernando de Talavera, bot ihr eine letzte Gelegenheit, den Prinzen von Asturien zu heiraten, versicherte ihr jedoch auch, dass sie die bessere Wahl getroffen habe. Talavera sprach: Kein wahrer Freund oder aufrichtiger Berater würde je versuchen, euch von diesem heiligen und edlen Weg abzubringen, den ihr gewählt habt. Das Leben der Kontemplation und Hingabe bietet einen Frieden, den die Welt der Politik nicht gewähren kann. Johanna, mit leiser Entschlossenheit in ihrer Stimme, antwortete: Meine Entscheidung entspringt den Tiefen meines Herzens, frei und willentlich getroffen, ohne irdische Belohnung oder zeitlichen Gewinn zu suchen. Ich wähle diesen Weg aus eigenem Antrieb. Mit diesen entschlossenen Worten trat sie von der turbulenten Bühne der politischen Intrigen und königlichen Ambitionen zurück und verschwand in der friedlichen Abgeschiedenheit des Klosterlebens, zumindest für den Moment. Hallo! Wenn euch unser Hörbuch gefallen hat, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich brauche eure Unterstützung, um euch weitere Hörbücher zu bringen. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Kapitel 2 – Das Gesetz der Königin. Obwohl sie den Krieg gegen Portugal gewonnen hatten, standen Isabella und Ferdinand weiterhin vor großen Herausforderungen, insbesondere den finanziellen Problemen des Königreichs. Der Historiker Lucio Marineo beschrieb, wie Verbrecher ungehindert operierten und sogar königliche Festungen als Basis für ihre Raubzüge nutzten. Hernando de Pulgar schrieb im Jahr 1473, dass Andalusien von rivalisierenden Adelsfamilien beherrscht wurde, während Murcia so isoliert war, dass dort seit über 5 Jahren keine offiziellen Geschäfte mehr abgewickelt worden waren. Da die Strafverfolgung versagte, nahmen die Menschen das Gesetz selbst in die Hand. Bewaffnete Gruppen, bekannt als die Heilige Bruderschaft, wurden gegründet, um ihre Bezirke zu schützen und Kriminelle zu bestrafen. Die Idee war nicht neu. Solche Bruderschaften existierten bereits seit dem späten 13. Jahrhundert, doch sie hatten sich nie langfristig bewährt. Kaufleute und Bürger, die sie zu ihrem eigenen Schutz finanzierten, verloren das Interesse, sobald die unmittelbare Bedrohung nachließ. König Heinrich IV. Hatte ihre Rückkehr begrüßt und es vorgezogen, ihnen die Strafverfolgung zu überlassen, anstatt seine eigene Staatskasse zu belasten. Als in Tordesillas eine Bruderschaft gegründet wurde, soll Heinrich ausgerufen haben: Dies ist das Werk Gottes, und es ist wunderbar in unseren Augen. Zieht hinaus mit euren Bannern. Mögen 10 über 100 siegen, 100 wie 1000 sein und 1000 all jene überwinden, die sich euch entgegenstellen. Denn wenn ihr nicht handelt, wird Kastilien fallen. Trotz dieser Worte konnten die Bruderschaften das Chaos nicht eindämmen. Lokale Initiativen scheiterten, und als die ausländische Invasion die inneren Unruhen noch verschärfte, brach die Strafverfolgung vollständig zusammen.
Erkennend, dass eine zentrale Ordnung notwendig war, genehmigten Isabella und Ferdinand auf den Court von Madrigal im Jahr 1476 einen Plan zur Schaffung einer einheitlichen heiligen Bruderschaft in Kastilien, Leon und Asturien. 2 Monate später wurde ihre Struktur in Dueñas endgültig festgelegt. Obwohl einige dagegen waren und argumentierten, die Kosten überstiegen den Nutzen, wurde der Plan umgesetzt. Die Bruderschaft erhielt ein Mandat für 3 Jahre mit 2000 Reitern und zusätzlichen Fußsoldaten, die dauerhaft zur Verfolgung von Verbrechern bereitstanden. Ferdinands Halbbruder, Alfons, Herzog von Villahermosa, wurde zum Oberbefehlshaber ernannt, während lokale Hauptmänner für die Alarmierung bei Verbrechen zuständig waren. Dies markierte einen Wendepunkt. Von nun an würde Gesetz und Ordnung unter der Autorität der Krone durchgesetzt werden. Die Heilige Bruderschaft erhielt die volle Zuständigkeit für Fälle von Gewaltverbrechen, darunter Raub, Überfall und Mord. Wenn ein Verbrecher in die Landschaft floh oder sich der Verhaftung widersetzte, rief der örtliche Hauptmann eine Streitmacht zusammen und nahm die Verfolgung auf. Beamte aus benachbarten Bezirken schlossen sich der Jagd an, sodass kein Flüchtiger der Gerechtigkeit entkommen konnte. Wurde der Täter gefasst, wurde er zum Tatort zurückgebracht und dort unverzüglich vor Gericht gestellt. Die Strafen waren hart. Ein kleiner Diebstahl konnte den Verlust eines Fußes bedeuten, um weitere Verbrechen zu verhindern, während die meisten Vergehen mit der Todesstrafe geahndet wurden. Ein Priester wurde für die letzte Ölung gerufen. Danach wurde der Verurteilte an einen Baum gebunden und von Bogenschützen hingerichtet. Die Bruderschaft glaubte, dass schnelle Hinrichtungen der Seele eine sicherere Passage ins Jenseits ermöglichten. So brutal dieses System auch war, es wurde als notwendig erachtet, um die unkontrollierte Gewalt im Königreich einzudämmen. Um Missbrauch zu verhindern, konnte gegen Urteile bei einem zentralen Gericht Berufung eingelegt werden, das von einem Rat aus Abgeordneten jeder Provinz geleitet und vom Bischof von Cartagena präsidiert wurde. In extremen Fällen konnten Beschwerden direkt an die Herrscher gerichtet werden. Die Finanzierung erfolgte durch eine Steuer von 1800 Maravedis pro 100 Haushalte, mit der ein berittener Offizier ausgestattet und unterhalten wurde. Obwohl diese Abgabe die ohnehin schon leidende Bevölkerung belastete, erwies sie sich als lohnender Tausch für Frieden und Stabilität. Ein moderner Historiker schrieb später: Keine der Reformen Ferdinands und Isabellas war so effizient in der Wiederherstellung der Ordnung, keine tat mehr, um die Macht zu zentralisieren. Den Adligen wurde bald klar, dass die Bruderschaft nicht nur ein Instrument der Strafverfolgung war, sondern eine Bedrohung für ihre eigene Unabhängigkeit darstellte. Erstmals hatten bewaffnete Beamte das Recht, Burgen und befestigte Städte zu betreten, wodurch die unkontrollierte Macht der lokalen Herren beendet wurde. In Corbeñas versammelten sich Prälaten und Adlige, um gegen das zu protestieren, was sie als illegale Polizeitruppe betrachteten. Doch die einfachen Leute hatten kein Mitgefühl für sie. Obwohl die Kosten der Bruderschaft unpopulär waren, zahlten Bauern und Kaufleute bereitwillig für die Sicherheit, die sie gewährte. Pulgar hielt die Reaktion der Bevölkerung fest. Die Bürger, Handwerker und all die armen Leute, die nach Frieden sehnten, freuten sich. Sie dankten Gott, im Glauben, dass er diesen Königreichen durch die Gerechtigkeit des Königs und der Königin Barmherzigkeit erwiesen hatte. Endlich konnte jeder das Seine behalten, ohne Angst zu haben, es mit Gewalt zu verlieren. Nach 3 Jahren wurde die Heilige Bruderschaft erneuert und gewann zunehmend an Unterstützung. Der Konstabler von Kastilien, Pedro Fernández de Velasco, Graf von Haro, hieß ihre Beamten in seinen Ländereien willkommen und unterstützte sie sogar. Als einer der mächtigsten Adligen setzte sein Beispiel einen Präzedenzfall, und bald erstreckte sich die Autorität der Bruderschaft nicht nur über Kastilien, sondern auch nach Aragon. Ferdinand und Isabella sicherten ihren Erfolg durch strikte Fairness. Sie nutzten die Organisation nicht, um persönliche Rache zu üben
oder den königlichen Reichtum zu mehren. Hätten sie dies getan, hätten sie schnell das Vertrauen des Volkes verloren. Isabella, obwohl sie, wenn nötig, in der Politik Täuschung geschickt einsetzte, besaß ein tiefes Verständnis für die Pflichten eines Herrschers. Sie war überzeugt, dass ein König die Quelle von Gesetz und Gerechtigkeit sein müsse. Isabella lehnte die Vorstellung ab, dass die heilige Bruderschaft nach der überstandenen Krise aufgelöst werden sollte, doch ebenso weigerte sie sich, sie zu einem Instrument der Tyrannei werden zu lassen. Im Jahr 1483 leiteten sie und Ferdinand eine Untersuchung über ihre Tätigkeit ein, in deren Verlauf sowohl Verbrecher als auch korrupte Beamte, die ihre Macht missbraucht hatten, bestraft wurden. Dies stand in scharfem Gegensatz zu König Heinrich IV., der Regierungsämter an korrupte Günstlinge verkaufte und es ihnen erlaubte, gegen Bestechungsgelder Kriminelle freizulassen. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger berief Isabella Beamte nach Verdienst. Diejenigen, die im Bürgerkrieg für sie gekämpft hatten, waren überrascht, als ihre Bitten um offizielle Ämter abgelehnt wurden. Stattdessen versprach sie ihnen Belohnungen auf andere Weise, da sie verstand, dass militärische Loyalität nicht zwangsläufig Verwaltungstalent bedeutete. Die Durchsetzung von Recht und Ordnung war besonders in Galizien nach dem Portugiesischen Krieg eine große Herausforderung. Seit der Herrschaft von König Johann II. War die Provinz von gewalttätigen Adligen regiert worden, die Festungen errichteten, um ihre Räuberbanden zu schützen. Straßenraub war weit verbreitet und Steuern wurden mit Gewalt erpresst. Selbst kirchliche Ländereien waren zu persönlichem Vorteil beschlagnahmt worden. Isabella und Ferdinand standen nun vor der schwierigen Aufgabe, in dieser gesetzlosen Region die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Im Jahr 1481 trafen zwei königliche Beamte in Santiago ein, die von Isabella und Ferdinand beauftragt worden waren, in Galizien für Ordnung zu sorgen. Die örtlichen Anführer zögerten zunächst, sie zu unterstützen und behaupteten, Unordnung sei einfach ihre Lebensweise. Doch ihr wahres Zögern rührte von schlechten Erfahrungen her. Frühere Beamte waren entweder der Korruption erlegen oder geflohen, wodurch ihre Unterstützer schutzlos der Rache der Rebellen ausgeliefert wurden. Erst als die Beamten versicherten, dass sie bleiben würden, bis Gerechtigkeit herrschte, stellten sich die lokalen Anführer hinter sie. Zum ersten Mal seit Jahren wurde die Gerechtigkeit schnell und unparteiisch durchgesetzt. Kriminelle, die glaubten, sich mit Bestechung freikaufen zu können, wurden stattdessen hingerichtet. Innerhalb von nur 3 Monaten wurden über 1500 Räuber vertrieben und viele ihrer Anführer wurden getötet. Isabellas Engagement für die Gerechtigkeit setzte ein klares Zeichen. In Medina del Campo flehte eine verzweifelte Frau um Hilfe bei der Suche nach ihrem verschwundenen Ehemann, einem Notar. Nach Ermittlungen entdeckten Beamte seine Leiche, vergraben im Hof eines reichen Adligen namens Alvar Yáñez. Der Prozess ergab, dass Yáñez den Notar gezwungen hatte, ein gefälschtes Dokument zu unterzeichnen, um sich das Eigentum eines Nachbarn anzueignen, und ihn dann ermordet hatte. Yáñez war sich sicher, dass sein Reichtum ihn retten würde, und bot 40.000 Dukaten. Eine Summe, die den geplanten Krieg der Königin gegen die Mauren hätte finanzieren können. Einige Ratgeber drängten Isabella, das Geld anzunehmen, doch sie lehnte ab. Die Königin bevorzugte Gerechtigkeit vor Reichtum. Yáñez wurde hingerichtet und anstatt sein Vermögen zu beschlagnahmen, sorgte Isabella dafür, dass seine Söhne ihr Erbe behielten, ein Beweis dafür, dass es ihr um Gerechtigkeit, nicht um persönlichen Gewinn ging. Ihr Streben nach Recht zeigte sich auch in Sevilla, wo sie im Jahr 1477 eintraf, um Frieden nach Südspanien zu bringen. Der Herzog von Medina Sidonia, der sich selbst den Herzog von Sevilla nannte, empfing sie mit prunkvollen Darbietungen, in der Hoffnung auf königliche Unterstützung in seiner Fehde mit dem Marquis von Cádiz. Er hoffte, Isabella würde ihm helfen, Xeres zurückzuerobern, das der Marquis erobert hatte.
Doch Isabella durchschaute seine Absichten. Der Herzog und der Marquis hatten jahrelang brutale Fraktionskriege geführt, die Sevilla verwüstet hatten. Während die Adligen ihre Machtkämpfe austrugen, litt die einfache Bevölkerung. Familien wurden ermordet, Ländereien geraubt, Häuser niedergebrannt und Töchter von Söldnern geschändet. Isabellas Herrschaft sollte nicht von Adelsgunst, sondern von Gerechtigkeit bestimmt werden. Um Gerechtigkeit zu gewährleisten, hielt Isabella jeden Freitag öffentliche Audienzen ab, in denen Bürger ihre Beschwerden vorbringen konnten. Von einem erhöhten Podium in der Alcázar aus hörte sie zu, prüfte die Beweise und fällte umgehend Urteile. Hunderte von Verbrechern wurden hingerichtet, gestohlene Ländereien und Güter wurden zurückgegeben. In manchen Fällen führten bereits die Angst vor einer Verhandlung und Isabellas Ruf zu freiwilliger Rückgabe geraubter Besitztümer. Trotz der enormen Kriminalität blieb Isabella ihrer Rolle als Quelle der Gerechtigkeit verpflichtet. Doch als der Bischof und die Stadtführer warnten, dass fast jede Familie in frühere Verbrechen verwickelt gewesen sei und eine Amnestie notwendig sei, um weiteren Aufruhr zu verhindern, stimmte sie weise zu. Eine allgemeine Begnadigung wurde gewährt, mit einer Ausnahme. Häresie blieb unverzeihlich. Nicht alle waren mit Isabellas Vorgehen zufrieden. Der Herzog von Medina Sidonia versuchte, sie gegen seinen Rivalen, den Marquis von Cádiz, aufzuhetzen, indem er ihn der geheimen Unterstützung der Portugiesen beschuldigte. Er bestand darauf, dass nur Gewalt gegen einen solchen Verräter helfen könne. Doch der Marquis erschien unerwartet in Sevilla, begleitet von nur wenigen Gefolgsleuten, und bat um eine private Audienz. Offen sprechend, eine Eigenschaft, die Isabella schätzte, bestritt er jede Verbindung zu Villena, außer durch seine Ehe mit dessen Schwester. Er erklärte, dass er nur in Selbstverteidigung gekämpft habe, nachdem der Herzog ihn angegriffen hatte, und dass er keine Zeit für portugiesische Angelegenheiten gehabt habe. Um seine Loyalität zu beweisen, bot er an, Xerez und alle seine Festungen den königlichen Beamten zu übergeben. Sein Vertrauen in die Fairness der neuen Monarchie war offensichtlich. Isabellas Ruf für Gerechtigkeit hatte sogar mächtige Adlige wie den Herzog von Medina Sidonia vorsichtiger werden lassen. Sie nahm ihre Unterwerfung ohne großen Pomp an, sorgte jedoch dafür, dass ihr Streit nicht weiterging. Keiner der beiden durfte ohne ihre Erlaubnis Sevilla betreten, doch sie und Ferdinand versprachen, ihre Fehde zu schlichten, wenn die Zeit es erlaubte, eine Notwendigkeit, die spätere Ereignisse jedoch hinfällig machten. Die durchgesetzte Gerechtigkeit in Sevilla und Galizien spiegelte sich im gesamten Königreich wider und enthüllte die überholte Verwaltungsstruktur. Reform und Erneuerung gingen Hand in Hand. So wie die Heilige Bruderschaft auf den Korte von Madrigal und Dueñas reorganisiert worden war, führten die Korte von Toledo im Jahr 1480 bedeutende juristische und administrative Reformen ein. Eine der größten Veränderungen war der Aufstieg professioneller Juristen in die Regierung. Bisher hatten sich die kastilischen Monarchen auf Adlige als Berater verlassen. Ferdinand und Isabella stellten sich nicht offen gegen den Adel, erkannten jedoch, dass eine spezialisierte Verwaltung ausgebildete Beamte erforderte. Der neue königliche Rat bestand nun aus einem Bischof, 3 Rittern und 8 oder 9 Juristen. Sie ersetzten Adlige, die keine juristische Ausbildung hatten. Zwar wurden die großen Herren weiterhin mit Respekt behandelt, doch ihre politische Rolle nahm allmählich ab. Während die Verwaltung strukturierter wurde, zogen sich jene, die nicht willens oder nicht fähig waren, zurück und machten Platz für eine effizientere und professionellere Regierung. Der königliche Rat, den Ferdinand und Isabella als Nuestro Consejo bezeichneten, war lange das wichtigste Instrument ihrer Herrschaft gewesen. Er regelte Verwaltung, Justiz und Außenpolitik und übernahm oft Aufgaben, die zuvor anderen Gerichten vorbehalten waren. Um Bedenken der Abgeordneten zu berücksichtigen, beschränkten die Herrscher seine Macht und richteten separate Gerichte ein.
Im Jahr 1485 wurde ein ständiges Kanzleigericht in Valladolid für Nordkastilien eingerichtet, während ein weiteres in Ciudad Real angesiedelt wurde, das später nach Granada verlegt wurde. Trotz dieser Reformen blieb der königliche Rat vorherrschend, insbesondere durch seinen Justizrat. Diese Abteilung, geleitet von König und Königin oder einem von ihnen ernannten Präsidenten, wurde zur höchsten Instanz in Rechtsfragen und übertraf sogar die regionalen Gerichte. Andere Räte kümmerten sich um Außenpolitik, Finanzen, die Heilige Bruderschaft und aragonesische Angelegenheiten. Um sicherzustellen, dass Gesetze durchgesetzt wurden, entsandte die Krone königliche Inspektoren in das gesamte Reich. Sie untersuchten Korruption, überwachten die örtlichen Statthalter und stellten sicher, dass königliche Anordnungen befolgt wurden. Ihre Aufgaben umfassten auch die Kontrolle der Umsetzung antijüdischer Gesetze sowie die Überprüfung, ob von der Krone ernannte Stadtbeamte sowohl den königlichen als auch den lokalen Interessen gerecht wurden. Dieses bürokratische System stützte sich stark auf die Monarchie. Juristen, die in den justinianischen Rechtsprinzipien der absoluten Herrschaft ausgebildet waren, stärkten die königliche Autorität. Obwohl dieses System das Potenzial zur Tyrannei hatte, sorgte es unter Ferdinand und Isabella für Gerechtigkeit und Ordnung. Der Historiker Peter Martyr schrieb im Jahr 1492: Die Gerechtigkeit, die in anderen Ländern verloren scheint, durchdringt diese Königreiche. Doch die Durchsetzung der Gerechtigkeit war aufgrund des komplizierten spanischen Rechtssystems schwierig. Richter mussten sich zwischen widersprüchlichen Gesetzen bewegen, darunter das Fuero Juzgo aus der gotischen Zeit sowie spätere kastilische Códices wie die Siete Partidas und das Ordenamiento de Alcalá. Um dieses Problem zu lösen, beauftragte Isabella den Juristen Alfonso Díaz de Montalvo mit der Erstellung eines einheitlichen Gesetzbuchs. Innerhalb von 4 Jahren stellte er die Ordenanzas Reales in 8 Bänden zusammen, doch das Werk enthielt Fehler, Auslassungen und Widersprüche. Enttäuscht drängte Isabella später in ihrem Testament ihre Tochter Johanna, Gelehrte mit einer gründlichen Überarbeitung zu beauftragen. Juristische und administrative Reformen waren essentiell, doch ohne wirtschaftliche Erholung wären sie wirkungslos geblieben. Jahre des Krieges hatten den Handel schwer getroffen und die Währung des Königreichs war stark entwertet worden. König Heinrich IV. Hatte Privatpersonen erlaubt, Münzen zu prägen, wodurch die Anzahl der Münzstätten von 5 auf 150 anstieg. Infolgedessen verloren die Münzen nahezu ihren Wert, was zu steigenden Preisen und wirtschaftlichem Chaos führte. Um die Stabilität wiederherzustellen, übernahmen Ferdinand und Isabella im ersten Jahr ihrer Herrschaft die Kontrolle über die königlichen Münzstätten zurück und setzten strenge Standards für die Prägung von Münzen fest. Diese Reformen halfen, doch die Staatskasse blieb leer. Ein kurzfristiges Darlehen war im Jahr 1475 durch das Silber der Kirche aufgenommen worden, doch Isabella betrachtete die Rückzahlung als heilige Pflicht und wollte solche Maßnahmen nicht erneut ergreifen. Auf den Corts von Toledo wurden Lösungen diskutiert. Eine Steuererhöhung wurde verworfen, da das Land bereits unter wirtschaftlicher Not litt. Das eigentliche Problem lag in den großzügigen Landvergaben Heinrichs IV. Der König hatte seine Verschwendungssucht mit den Worten gerechtfertigt: Gebt den einen, damit sie mir dienen. Gebt den anderen, damit sie mich nicht berauben. Denn durch die Gnade Gottes bin ich König und habe Schätze und Einkünfte genug für alle. Am Ende seiner Herrschaft war er jedoch gezwungen, königliche Ländereien weit unter ihrem tatsächlichen Wert zu verkaufen. Die einzige Lösung, so das Fazit der Cortes, bestand darin, diese Besitztümer und Einkünfte zurückzuholen. Der Vorschlag wurde vom Kardinal von Spanien, den adligen und königlichen Beratern weitgehend unterstützt. Um eine breitere Zustimmung zu erhalten, schrieben Ferdinand und Isabella an alle abwesenden Herzöge, Bischöfe und Barone:
erläuterten die finanzielle Notlage des Königreichs und baten um ihre Meinung. Alle befürworteten die Rückgabe der entfremdeten Güter. Diese Haltung war überraschend, da der Adel sich sonst meist gegen solche Maßnahmen stellte. Doch die wachsende Unterstützung für die Monarchie war offensichtlich. Einige, wie der Graf von Harrow, der bereits mit der Heiligen Bruderschaft kooperiert hatte, waren des Chaos müde. Andere suchten königliche Gunst, während viele die Energie und Führungskraft von Ferdinand und Isabella bewunderten. Eine Kommission unter Leitung des Kardinals von Spanien untersuchte die Landvergaben der vorherigen Herrschaft. Ländereien, die als Belohnung für echten Dienst vergeben worden waren, blieben unangetastet, doch unrechtmäßig erworbene Besitztümer wurden ohne Entschädigung zurückgenommen. Ländereien, die weit unter ihrem Wert verkauft worden waren, wurden zum gleichen Preis zurückgekauft. Die heikle Aufgabe der Aufsicht über diesen Prozess wurde Isabellas Beichtvater, Fra Fernando de Talavera, anvertraut, der für seine Integrität bekannt war. Einige Adlige verloren die Hälfte oder sogar ihr gesamtes unrechtmäßig erworbenes Land, während andere nur kleinere Teile abgeben mussten. Doch Isabella stellte sicher, dass Schenkungen an Kirchen, Hospitäler und die Armen unberührt blieben. Die Staatskasse gewann 30 Millionen Maravedis zurück, wobei Beltrán de la Cueva, Herzog von Albuquerque, über 1 Million beitrug. Obwohl einige Adlige unzufrieden waren, akzeptierten sie die Verluste, da sie wussten, dass diese Ländereien ursprünglich der Krone gehört hatten. Trotzdem blieb der Adel äußerst wohlhabend, wie spätere Ereignisse im Maurenkrieg zeigen sollten. Ferdinand und Isabella belohnten weiterhin treue Anhänger wie den Marquis von Moya und hielten an adligen Privilegien wie Steuerbefreiungen fest. Doch die wachsende Autorität der Monarchie war unübersehbar. Soziale Reformen untersagten es sogar den höchsten Herzögen, die königliche Krone in ihren Wappen zu führen oder den Ausdruck „Es ist mein Wille" zu verwenden, Symbole einer unkontrollierten Adelsmacht. Die Ära, in der ein König nur der Erste untergleichen war, ging zu Ende. Ein großes Hindernis für die königliche Autorität waren die mächtigen Militärorden, die wie unabhängige Staaten agierten. Ihre Anführer, die sogenannten Meister, verfügten über enormes Vermögen, Festungen und private Armeen. Wahlen für dieses Amt führten oft zu Bürgerkriegen, wie es der Fall war, als nach dem Tod des alten Marquis von Villena 7 rivalisierende Kandidaten um die Meisterschaft des Ordens von Santiago kämpften. Einer der Anwärter, der Graf von Paredes, war trotz päpstlicher Zustimmung lange vom Titel ausgeschlossen worden. Als er im Jahr 1476 starb, sammelte Don Alonso de Cárdenas, Hauptkommandant von León und treuer Anhänger Isabellas, Truppen und eilte nach Uclés, wo die Wahl stattfinden sollte. Sicher, Isabellas Unterstützung zu haben, rechnete er mit einem Sieg, doch die Königin hatte andere Pläne. Als Isabella von Cárdenas Handlungen erfuhr, schrieb sie sofort an den Papst und bat darum, dass ihr Ehemann die Kontrolle über den Orden übernehmen sollte. Anschließend ritt sie 3 Tage lang durch strömenden Regen von Valladolid nach Ocaña. Obwohl die Nacht bereits hereingebrochen war, drängte sie weiter nach Uclés, wo sie unangekündigt eintraf und die Kommandeure in Erstaunen versetzte. Sie forderte sie auf, die Wahl zu verschieben, bis die Antwort des Papstes eintraf. Obwohl enttäuscht, erklärte sich Alonso de Cárdenas bereit zu warten, da er auf Isabellas Versprechen vertraute, seinen Anspruch zu berücksichtigen. Schließlich wurde Ferdinand zum Administrator des Ordens ernannt, doch als Kompromiss wurde Alonso später die Meisterwürde gewährt. Allerdings war er verpflichtet, jährlich 3 Millionen Maravedis für die Grenzverteidigung gegen die Mauren zu zahlen, und nach seinem Tod ging der Titel dauerhaft an die Krone über. Mit der Zeit übernahm Ferdinand auch die Kontrolle über die Orden von Calatrava und Alcántara, wodurch der königliche Reichtum und Einfluss weiter wuchsen.
Mit diesen Erfolgen hatte die Monarchie den aristokratischen Widerstand nicht nur finanziell, sondern auch politisch entscheidend gebrochen. Doch während es eine Sache war, im gesamten Reich Gerechtigkeit durchzusetzen, war es eine ganz andere, die mächtigsten Familien Kastiliens davon zu überzeugen, dass auch sie dem Gesetz unterworfen waren. Die Adligen konnten sich damit abfinden, unrechtmäßig erworbene Ländereien zu verlieren und sich der königlichen Autorität zu unterwerfen. Doch auf persönliche Rache zu verzichten, war für ihren Stolz zu viel. Schlichtung galt als Zeichen der Schwäche. Duelle und Attentate blieben ihre bevorzugten Mittel zur Beilegung von Streitigkeiten. Während Isabella sich in Valladolid aufhielt, brach ein heftiger Streit zwischen Don Fadrique Enríquez, dem Sohn des Admirals von Kastilien, und Ramir Núñez de Guzmán, dem Herrn von Toral, aus. Obwohl Guzmán über ein sicheres Geleit der Königin verfügte, griff Don Fadrique ihn in aller Öffentlichkeit an und schlug ihn mehrmals. Empört ritt Isabella nach Simancas und forderte entweder die Auslieferung Don Fadriques oder die Übergabe der Festung seines Vaters. Der Admiral, außerstande, seinen Sohn zu schützen, übergab daraufhin die Schlüssel zur Burg. Noch immer zornig erklärte Isabella: Ich leide unter den Schlägen, die Don Fadrique gegen mein sicheres Geleit geführt hat. Erst als Don Fadrique vor dem Hof um Gnade bat, ließ sie Milde walten, doch sie weigerte sich, ihn persönlich zu empfangen und ordnete seine öffentliche Demütigung an, bevor er in Arévalo inhaftiert wurde. Später, auf Bitten seiner Familie, verbannte sie ihn auf unbestimmte Zeit nach Sizilien. Unterdessen zog Ramir Núñez de Guzmán keine Lehre aus dem Schicksal seines Rivalen. Stattdessen versuchte er, den Admiral aus Rache zu ermorden. Er wurde gefasst, vor Gericht gestellt und all seiner Ländereien und Besitztümer beraubt. Eine solch strenge, aber gerechte Strafverfolgung flößte Angst ein, doch Härte allein genügte nicht. Der kastilische Adel, im Krieg aufgewachsen, konnte nicht erwarten, plötzlich den Frieden zu akzeptieren. Er benötigte eine neue Bestimmung für seine rastlose Energie, eine, die Isabella und Ferdinand bald boten. Auf den Cortés von Toledo im Jahr 1488 überreichten die Herrscher dem neuen Meister des Ordens von Santiago sein Banner mit den Worten: Meister, möge Gott euch Glück bringen im Kampf gegen die Mauren, die Feinde unseres heiligen katholischen Glaubens. Wenig mehr als ein Jahr später würden diese Banner auf dem Schlachtfeld wehen, als sich der spanische Adel von internen Fehden abwandte, um für seine Königin und seinen Glauben zu kämpfen. Kapitel 3: Der Krieg um Granada beginnt. Kastilien, ein Land der Krieger, begrüßte die Aussicht auf den Krieg gegen Granada mit Begeisterung. Und anders als andere Nationen, die von jahrzehntelangen Konflikten erschöpft waren, betrachteten die Kastilier Gerechtigkeit, Ordnung und wirtschaftliche Erholung lediglich als Schritte auf dem Weg zu ihrer höchsten Pflicht, einem Kreuzzug, den sie von ihren Vorfahren geerbt hatten. Selbst der schwache König Heinrich, dem sowohl Eifer als auch Strategie fehlten, hatte 3 Raubzüge in maurisches Gebiet unternommen, die jedoch kaum mehr als Plünderungen kleiner Dörfer waren. Heinrichs Unfähigkeit, entschlossen zu handeln, erzürnte viele, insbesondere weil der Krieg durch eine päpstliche Ablassbulle finanziert worden war, die über 100 Millionen Maravedis einbrachte. Doch die meisten dieser Gelder erreichten niemals das Schlachtfeld. Stattdessen umgab sich Heinrich mit einer maurischen Leibgarde und sorgte für Skandale am Hof, indem er muslimische Bräuche übernahm. Inzwischen suchten Adlige aus Murcia und Andalusien Zuflucht beim Sultan von Granada, um ihren Fehden zu entkommen. Granada, einst Herrscher über fast ganz Spanien, war auf weniger als 200 Meilen geschrumpft, blieb jedoch wohlhabend und fruchtbar. Seine Täler waren reich an Getreide, seine Berge voller Bodenschätze und seine Städte berühmt für Seide und Handwerkskunst.
Häfen wie Vélez Málaga und Almería verbanden das Reich mit Nordafrika und sicherten eine ständige Versorgung mit Gütern und Verstärkungen. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts hatte Granada eine Bevölkerung von 3 bis 4 Millionen Menschen und konnte 8.000 Reiter und 25.000 Infanteristen ins Feld führen. Seine Soldaten, sowohl Araber als auch Berber, waren erbitterte Krieger. Ihre Bogenschützen übertrafen die kastilischen Armbrustschützen und ihre leichte Kavallerie, geschult in der Kriegsführung in unwegsamem Gelände, stellte eine ernste Bedrohung für die schwer gerüsteten christlichen Ritter dar. Die christlichen Heerführer kannten diese Gefahren, doch der friedliche Sultan Ismail, der es vorzog, Tributzahlungen zu leisten, anstatt Heinrichs Schwäche auszunutzen, hatte die jüngere kastilische Generation in der Fehleinschätzung wiegen lassen, dass die Mauren keine ernstzunehmende Bedrohung mehr seien. Im Jahr 1476 starb Sultan Ismail und sein Nachfolger Muli Abul Hazen weigerte sich, den jährlichen Tribut von 20.000 goldenen Doblas zu zahlen. Als Ferdinands und Isabellas Gesandte protestierten, antwortete er trotzig: Geht und sagt euren Herrschern, dass die Könige von Granada, die einst Tribute zahlten, tot sind. In meinem Reich gibt es keine geprägten Münzen, nur Krummsäbel und Lanzenspitzen aus Eisen. In Sevilla erreichten Ferdinand und Isabella die herausfordernden Worte Muley Abul Hacens und ihr Zorn war groß. Ferdinand schwor: Ich werde die Kerne dieses Granatapfels einen nach dem anderen herausreißen. Er spielte dabei auf die Bedeutung des Namens Granada an. Doch noch waren sie mit dem portugiesischen Krieg und der Wiederherstellung der Ordnung in Andalusien beschäftigt, weshalb sie einem vorläufigen Waffenstillstand zustimmten, wohl wissend, dass der Krieg unvermeidlich war. Es war Muley Abul Hazen, der den ersten Schlag führte. Im Jahr 1481 führte er einen nächtlichen Überraschungsangriff auf die Festung von Sahara an, die von den christlichen Verteidigern, im Glauben an ihre Uneinnehmbarkeit, nur unzureichend bewacht wurde. Bei stürmischem Wind und Regen erklommen die Mauren die Mauern und überrannten die Stadt. Die verschlafenen Einwohner erwachten inmitten von Chaos, dem sicheren Tod oder der Gefangenschaft ausgeliefert. Washington Irving schrieb in seinem Werk »Die Eroberung Granadas«: Den entsetzten Einwohnern erschien es, als seien die Dämonen der Lüfte auf den Flügeln des Windes herabgestiegen. Bei Tagesanbruch wurden die Bewohner von Sahara in Ketten nach Granada geführt. Doch anstatt Jubel zu empfangen, war die Stadt von Furcht erfüllt. Ein umherziehender Derwisch rief: Wehe Granada, sein Untergang ist nah. Sahara ist nur ein Vorzeichen für Granada. Die Nachricht vom Fall Saharas versetzte Ferdinand und Isabella in Medina del Campo in Zorn. Die Forderung nach Vergeltung war unmittelbar. Don Rodrigo Ponce de León, der Marquis von Cádiz, erkannte eine Gelegenheit. Von Don Diego de Merlo, dem Statthalter von Sevilla, erfuhr er, dass Alhama, eine Schlüsselstadt für die maurische Versorgung, verwundbar war. Er sammelte Truppen und zog in der Dunkelheit los. Am ersten Tag des Monats März, im Jahr 1482, erreichten die Christen unbemerkt Alhama. Eine kleine Einheit unter Diego de Merlo erklomm den am wenigsten bewachten Teil der Zitadelle, tötete die Wachen und öffnete die Tore. Die schlafenden Mauren erwachten in Panik und verteidigten ihre Stadt erbittert. In den Straßen wurden Barrikaden errichtet und Armbrustschützen ließen ihre Bolzen auf die Angreifer herabregnen. Einige christliche Hauptleute schlugen vor, die Zitadelle in Brand zu setzen und sich zurückzuziehen. Doch der Marquis von Cádiz weigerte sich. »Wir sind nicht so weit gekommen, nur um sie niederzubrennen«, erklärte er und versprach seinen Männern die Beute des Sieges. Inspiriert von seinen Worten durchbrachen sie eine Mauer, stürmten Alhama und überwältigten die Verteidiger. »Wehe mir, Alhama«, so klagte man in Granada, als die Nachricht über ihren Verlust eintraf.
Muli Abul Hazen, vor Wut rasend, sammelte 3000 Reiter und 50.000 Infanteristen, um die Stadt zurückzuerobern. Als sie sich näherten, erschraken seine Truppen beim Anblick der Leichen ihrer gefallenen Kameraden, die außerhalb der Mauern für Geier und streunende Hunde zurückgelassen worden waren. Innerhalb Alhamas litten die christlichen Truppen unter der Führung des Marquis von Cadiz unter schrecklichen Bedingungen. In feindlichem Gebiet abgeschnitten und mit schwindenden Vorräten ertrugen sie Hunger und Durst, nachdem maurische Ingenieure die Wasserquelle der Stadt umgeleitet hatten. Dringende Boten wurden nach Andalusien und Medina del Campo entsandt, um Verstärkungen zu fordern. Während Königin Isabella in ganz Kastilien Truppen mobilisierte, eilte Ferdinand nach Cordoba, nur um festzustellen, dass bereits Hilfe unterwegs war. Überraschenderweise war es der Herzog von Medina Sidonia, der langjährige Rivale des Marquis von Cadiz, der das Entsatzheer anführte. Der Herzog, bewegt von der verzweifelten Bitte der Frau des Marquis, legte ihre Fehde beiseite und marschierte nach Alhama. Der Chronist Bernaldez nannte sie die beiden Säulen, auf denen Andalusien ruhte, und gemeinsam erwiesen sich ihre Truppen als überwältigend. Doch als sie Alhama erreichten, hatte sich Muli Abul Hazen bereits zurückgezogen. In einem bewegenden Moment reichten sich die einst erbitterten Feinde die Hand und schworen ewige Freundschaft, während ihre Soldaten jubelten. Doch der Krieg war noch lange nicht vorbei. Kurz nach dem Abzug des Herzogs und des Marquis startete Muley Abul Hazen einen weiteren heftigen Angriff auf Alhama. Seine Krieger erklommen die Mauern von allen Seiten und überrannten die Verteidiger. Die Christen schlugen den Angriff zwar zurück, waren jedoch erschöpft und wussten, dass sie ohne Verstärkungen nicht lange durchhalten konnten. Viele im königlichen Rat plädierten dafür, Alhama aufzugeben und niederzubrennen, da die Stadt zu teuer zu halten sei. Doch Isabella, die inzwischen in Cordoba eingetroffen war, lehnte dies entschieden ab. »Jeder Krieg bringt große Kosten mit sich«, erklärte sie. Da sie und der König fest entschlossen waren, Granada um jeden Preis zu erobern, wäre es feige gewesen, die erste gewonnene Stadt aufzugeben. Daraufhin zog der König, begleitet vom Kardinal von Spanien und seinem gesamten Heer, nach Alhama und befestigte die Stadt mit allen notwendigen Verteidigungsanlagen. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass Isabella das schwankende christliche Heer zu neuer Entschlossenheit und Kampfgeist inspirierte. Währenddessen hatte Muley Abul Hazen neben der Bedrohung durch die Christen mit schweren inneren Unruhen zu kämpfen. Diese Probleme hatten ihre Wurzeln in der ethnischen Vielfalt der maurischen Bevölkerung. Die stolzen Araber, überzeugt von ihrer eigenen Überlegenheit, hatten sich nie wirklich mit ihren afrikanischen Berberverbündeten oder den spanischen Muladis vermischt, einer verachteten Gruppe, deren Vorfahren während der maurischen Eroberung zum Islam übergetreten waren und somit ihre ursprüngliche Identität aufgegeben hatten. Lediglich ihr gemeinsamer Glaube an einen Gott und Mahomet als seinen Propheten hielt sie zusammen, während ihr gegenseitiges Misstrauen den Boden für Verschwörungen und Rebellionen bereitete. Muli Abul Hazen, scharfsinnig, schnell und unerbittlich, hätte diese Spannungen möglicherweise im Griff behalten, doch es waren die Intrigen des Harems, die letztlich sein Schicksal besiegelten. Im Alter verfiel der Sultan einer christlichen Sklavin, die als Zoraya, das Licht des Morgens, bekannt war, und erhob sie zu seiner bevorzugten Frau. Ehrgeizig und skrupellos verbündete sie sich mit dem Emir Kachim Venegas, um Rivalen auszuschalten, insbesondere die hochgeborene Aixa, die frühere Favoritin des Sultans und Mutter seines Sohnes Boabdil. Um die Nachfolge ihrer eigenen Kinder zu sichern, plante Zoraya Boabdils Ermordung. Doch Aixa, die nach dem Fall von Alhama eine Gelegenheit erkannte, arbeitete daran, ihren Sohn auf den Thron zu bringen. Als Muli Abul Hazen nach Granada zurückkehrte und von der Verschwörung erfuhr, ließ er Aixa und Boabdil in der Alhambra einsperren. Doch Aixa,
entschlossen, ihren Sohn zu retten, ließ ihn mit zusammengebundenen Tüchern aus einem Fenster zu wartenden Helfern am Ufer des Darro hinunter. Boabdil floh nach Guadix in die Berge und rief schon bald zur Rebellion auf. Eines Tages, als Muley Abul Hazen von den Gärten außerhalb der Stadt zurückkehrte, fand er die Tore gegen sich verschlossen. Das Volk, das seine Herrschaft verabscheute, hatte Boabdil als neuen König willkommen geheißen. Der gestürzte Sultan musste fliehen und sammelte seine Verbündeten, darunter Kachim Venegas und seinen kampferprobten Bruder Abdallah el-Sagal, den Kühnen. Auf Rache sinnend führte er einen brutalen nächtlichen Angriff auf Granada an. Seine Truppen stürmten die Alhambra und richteten ein Blutbad in den Straßen an, doch trotz des erbitterten Kampfes hielt die Stadt zu Boabdil. Muley Abul Hazen und sein Bruder entkamen nur knapp und zogen sich nach Malaga zurück, wodurch das maurische Königreich in einer entscheidenden Phase gespalten wurde. Während diese inneren Konflikte die Mauren schwächten, blieb die christliche Eroberung nicht ohne Rückschläge. Die ersten Siege in Alhama wurden bald durch katastrophale Niederlagen überschattet, die auf die Überheblichkeit der kastilischen Heerführer zurückzuführen waren. Ferdinand, später für seine Umsicht bekannt, besaß damals noch den Wagemut der Jugend. Verärgert darüber, dass der Herzog von Medina Sidonia Alhama rettete, bevor er selbst eingreifen konnte, wartete er ungeduldig auf Verstärkungen. Als sie eintrafen mit Kriegern aus Biskaya, Galizien und Kastilien, startete er sofort eine Invasion. Im Juni des Jahres 1482 überschritt Ferdinand die Grenze ins maurische Gebiet, während Isabella eine Flotte entsandte, um Verstärkungen aus Afrika zu blockieren. Ihr erstes Ziel war Loja, eine strategisch wichtige Festung, die den Zugang zu den fruchtbaren Ebenen Granadas kontrollierte. Umgeben von Bergen und als die Blume unter den Dornen bekannt, war ihre Eroberung entscheidend für die Sicherung von Alhama. Doch der Weg zum Sieg war steinig. Die christliche Armee, begierig darauf, Loja einzunehmen, rückte überstürzt durch die Berge vor. Ferdinand schlug sein Lager an einem schlechten Standort auf, wodurch seine Kavallerie und Artillerie benachteiligt wurden. Trotz der Warnungen des Marquis von Cadiz und des Herzogs von Villahermosa führte ein Hinterhalt von Aliator, dem Gouverneur von Loja, das Lager ins Chaos. Eine chaotische Flucht rettete den König, kostete jedoch viele Leben, darunter das des Meisters von Calatrava. Gedemütigt zog sich Ferdinand nach Cordoba zurück und überließ das Grenzkommando anderen. Entschlossen, dieses Versagen auszulöschen, starteten die Christen im Februar des Jahres 1483 eine neue Offensive. Alonso de Cárdenas, Meister des Ordens von Santiago, glaubte, dass ein Durchbruch durch die Berge bei Ayacuía zu einer reichen und ungeschützten Ebene nahe Malaga führen würde. Der Marquis von Cadiz warnte, dass die Informationen von unzuverlässigen maurischen Überläufern stammten, doch die Aussicht auf reiche Beute überwog die Vorsicht. Von Antequera aus brach ein Heer von über 3000 Reitern und 1000 Infanteristen auf, angeführt von einigen der größten Krieger Kastiliens. Alonso de Cárdenas, der Marquis von Cadiz, der Graf von Cifuentes und Don Alonso de Aguilar, der ältere Bruder des legendären Gonzalo de Córdoba. Hinter ihnen folgten Kaufleute und Abenteurer, die darauf hofften, aus dem Krieg Profit zu schlagen. Bereits am ersten Marschtag zeigte sich die Täuschung. Statt auf fruchtbares Land trafen die kastilischen Truppen nur auf karge Bergrücken, enge Schluchten und tückische Pfade. Die Dörfer waren verlassen und aus Frustration brannten die Soldaten, was sie fanden, nieder. Doch als die Nacht hereinbrach, schlug das Unheil zu. Felsbrocken und Steine regneten aus der Höhe herab, die Pferde gerieten in Panik und vergiftete Pfeile surrten durch die Luft. Dann kam die schlimmste Nachricht.
Muli-Harzen war durch Signalfeuer gewarnt worden und hatte seinen Bruder El-Sagal sowie Kachim Venegas entsandt, um die Bergverteidiger zu unterstützen. Die christliche Armee war in eine tödliche Falle geraten. Die Kastilier, die ihre aussichtslose Lage erkannten, flohen in völliger Auflösung. Niemand hörte mehr auf das Signalhorn, niemand folgte einem Banner, niemand gehorchte den Anführern, schrieb der Chronist. Die Mauren verfolgten sie unerbittlich, trennten die Befehlshaber von ihren Truppen und trieben sie in tödliche Schluchten. Das einst stolze christliche Heer wurde fast vollständig vernichtet, eine Niederlage, die als die Höhen des Gemetzels in die Geschichte einging. Der Meister des Santiago-Ordens entkam nur knapp unter dem Schutz der Dunkelheit und erklärte: Ich wende nicht den Mauren den Rücken zu, sondern einem Land, das sich gegen uns gewandt hat. Auch der Marquis von Cádiz und Don Alonso de Aguilar überlebten, doch zu einem hohen Preis. Der Marquis verlor 3 Brüder und 2 Neffen. Nahezu 1000 Christen, darunter der Graf von Cifuentes, wurden gefangen genommen und nach Malaga verschleppt. Der Pfarrer von Los Palacios schrieb: Diese Katastrophe war eine Strafe Gottes, denn viele suchten nur Reichtum, nicht den Dienst am heiligen katholischen Glauben. Die Niederlage von Ayacuía war ein schwerer Schlag für Kastilien, doch für die Mauren war es ein Grund zum Jubel, insbesondere für Muli-Harzen und seinen Bruder El-Sagal. Unterdessen versuchte Boabdil, sich als Anführer zu beweisen. Im April des Jahres 1483 stellte er ein Heer auf und marschierte in Richtung Lucena. Doch obwohl sein Feldzug zunächst erfolgreich schien, deuteten unheilvolle Zeichen auf sein kommendes Schicksal hin. Sein Pferd stolperte vor den Toren Granadas und ein Fuchs huschte unbeschadet durch seine Truppen. Düstere Omen für seine abergläubischen Gefolgsleute. Noch beunruhigender war jedoch die entschlossene Haltung von Don Diego Fernández de Córdoba, dem Statthalter von Lucena. Die Mauren rechneten mit einem leichten Sieg, doch während sie plündernd durch die umliegende Landschaft zogen, tauchten plötzlich christliche Banner am Horizont auf. Der Graf von Cabra rückte mit nur 200 Reitern und 400 Infanteristen heran, doch die Klänge der Trompeten und die verschlungene Straße ließen seine Streitmacht weit größer erscheinen. Die maurische Infanterie geriet in Panik und floh. Die Kavallerie kämpfte weiter, doch als Verstärkungen aus Antequera unter Don Alonso de Aguilar eintrafen und ihr Anführer Aliator fiel, war ihre Niederlage besiegelt. Viele Mauren ertranken im überfluteten Fluss, andere ergaben sich und einige wenige erreichten Loja, doch nicht Boabdil. Der junge Sultan, der fortan als Boabdil der Unglückliche bekannt wurde versteckt in einem Gebüsch entdeckt, sein Krummsäbel verloren. Gefangen genommen und gedemütigt wurde er nach Lucena gebracht, der Stadt, die er eigentlich erobern wollte. Sein Schicksal wurde in Kastilien heftig diskutiert. Einige forderten seine Inhaftierung, doch der Marquis von Cádiz argumentierte, dass es klüger sei, ihn als Vasallen der christlichen Herrscher zurückzuschicken, um die Mauren weiterzuspalten. So wurde Boabdils Unglück Teil von Kastiliens Strategie. Ferdinand und Isabella stimmten diesem Plan zu, und bald wurden die erniedrigenden Bedingungen für Boabdils Freilassung festgelegt. Er schwor Kastilien die Treue und verpflichtete sich, einen jährlichen Tribut von 12.000 goldenen Doblas zu zahlen sowie 400 christliche Gefangene freizulassen. Noch demütigender war seine Zusage, jederzeit am kastilischen Hof zu erscheinen, wenn er gerufen wurde, und den christlichen Armeen freien Durchzug durch sein Gebiet zu gewähren, um gegen Muley-Harzen und El-Sagal zu kämpfen. Als Garantie für seine Loyalität übergab er seinen Sohn sowie die Söhne seiner Adligen als Geiseln. Obwohl er seine Freiheit wiedererlangte, hatte Boabdil unwissentlich sein eigenes Schicksal besiegelt und damit den Verlust seines Reiches und eine Zukunft in Unterwerfung. Kapitel 4 –
Das Ende des muslimischen Spaniens. Trotz der Schwächung durch Krieg und innere Unruhen blieb Granada trotzig, sehr zum Frust von Königin Isabella. Doch sie weigerte sich, ein Scheitern als unvermeidlich hinzunehmen und betrachtete es stattdessen als Zeichen von Inkompetenz. Ihre Überzeugung, dass nur Beharrlichkeit den Sieg bringen würde, inspirierte eine tiefe Loyalität unter ihren Anhängern. Im Jahr 1484 drängte Ferdinand sie, sich stattdessen auf die Rückeroberung von Roussillon und Cerdagne von Frankreich zu konzentrieren, da der Tod von Ludwig XI. Dessen Herrschaft geschwächt hatte. Isabella erkannte die strategische Bedeutung, argumentierte jedoch, dass es unklug wäre, den kostspieligen und bereits weit fortgeschrittenen Krieg gegen Granada aufzugeben. Sie reiste in den Süden, um die nächste Kampagne zu planen, während Ferdinand nach einigem Nachdenken seine Pläne im Norden zurückstellte und sich ihr wieder anschloss. Ihr gegenseitiger Respekt ermöglichte eine einheitliche Entscheidungsfindung. Inzwischen hatten sich die militärischen Taktiken weiterentwickelt. Frühere Überraschungsangriffe wie die auf Alhama und Loja hatten sich als unzuverlässig erwiesen. Granadas fruchtbare Ländereien erholten sich rasch von Zerstörungen, so dass Hunger als Kriegsstrategie unwirksam blieb. Die maurischen Festungen, die sich in unwegsamem Gelände befanden, gaben den Verteidigern zudem einen entscheidenden Vorteil bei Hinterhalten. Anstatt auf riskante Angriffe zu setzen, würde die Eroberung Granadas Geduld und systematische Vorstöße erfordern. Über die nächsten 8 Jahre hinweg würden die christlichen Streitkräfte eine Festung nach der anderen erobern, bis die Hauptstadt schließlich nicht durch rohe Gewalt, sondern durch unaufhaltsame Beharrlichkeit fiel. In dieser Zeit wandelte sich die kastilische Armee von einer feudalen Streitmacht zu einer modernen Kriegsmaschine, eine Entwicklung, die später in Italien unter Gonsalvo de Córdoba perfektioniert werden sollte. Während Adelsaufgebote in früheren Kriegen auch gegen Portugal eine wesentliche Rolle gespielt hatten, stellte ihre Unabhängigkeit eine Herausforderung dar. Einige Adlige, wie der Herzog von Medina Sidonia, weigerten sich, Befehle zu befolgen und bestanden darauf, dass ihre Truppen nur unter ihrem eigenen Kommando dienten. Um der Macht des Adels entgegenzuwirken, erweiterten die Herrscher ihre eigenen Streitkräfte. Sie stationierten dauerhafte Truppen in Galizien, um die königliche Justiz durchzusetzen, und setzten die bewaffneten Banden der Heiligen Bruderschaft im Krieg ein. Verbrechern wurde eine Möglichkeit zur Rehabilitierung geboten. Sie erhielten Straferlass, wenn sie sich dem Kreuzzug gegen Granada anschlossen. Doch strenge Disziplin sorgte dafür, dass sie nicht in ihre frühere Gesetzlosigkeit zurückfielen. Ferdinand unterhielt eine persönliche Armee von 3000 Mann, darunter Vasallen aus königlichen Ländereien, eine Eskorte von Rittern und eine Garde aus 1000 Reitern. Mit der Intensivierung des Krieges wurden ausländische Söldner, insbesondere Schweizer Infanteristen, hinzugezogen. Diese für ihre Disziplin und Effektivität gegen Kavallerie bekannten Soldaten sollten später die berühmte spanische Militärtaktik unter Gonsalvo de Ayora beeinflussen. Die Artillerie wurde zunehmend entscheidend und Königin Isabella nahm sich ihrer Entwicklung persönlich an. Sie erkannte, dass Belagerungskriege den Ausgang des Konflikts bestimmen würden und rekrutierte daher Experten aus Deutschland und Flandern. Francisco Ramírez, später bekannt als El Artillero, wurde zum Leiter dieses Bereichs ernannt. Diese Modernisierung sollte sich letztlich als ausschlaggebend für die Eroberung Granadas erweisen. Während der Feldzüge gegen die Mauren gewann die Artillerie zunehmend an Bedeutung. Unter Isabellas Vater, Johann II., hatte das Heer lediglich 5 Lombarden besessen. Doch beim zweiten Feldzug gegen Loja im Jahr 1486 waren es bereits 20 und 11 weitere belagerten Malaga. Diese schweren Kanonen, aus Eisenstangen gefertigt und mit Ringen verstärkt, waren im Vergleich zur modernen Artillerie noch primitiv,
Doch sie revolutionierten die Kriegsführung. Isabellas Armee feuerte bis zu 140 Schüsse pro Tag ab, eine beispiellose Leistung in der europäischen Kriegsgeschichte. Doch das bergige Terrain Granadas stellte eine enorme Herausforderung dar. Die Mauren verspotteten die Idee, dass diese massiven Waffen über steile Schluchten und felsige Pfade transportiert werden könnten, um ihre hochgelegenen Festungen anzugreifen. Isabella ließ sich nicht beirren und mobilisierte ein Heer aus Ingenieuren, Schmieden und Zimmerleuten, um Straßen, Brücken und Durchgänge zu errichten. Unter ihrem Befehl wurde in nur 12 Tagen eine Straße von über 3 Meilen Länge gebaut. 2000 von Ochsen gezogene Geschützwagen wurden über die Grenze gebracht, eine logistische Meisterleistung, die selbst die Chronisten in Staunen versetzte. Königin Isabella erklärte: Seid willkommen, edelste Geister dieses Reiches, geschickteste Handwerker und entschlossenste Arbeiter. Ich rufe euch auf, das zu vollbringen, was andere für unmöglich halten. Wenn ihr ein Wunder verlangt, könnt ihr nicht, wie die anderen, einfach darauf warten, dass Gott es euch gewährt. Ihr müsst opfern, was er euch bereits gegeben hat, im Dienst einer höheren Sache. Räumt den Weg vor mir frei, ebnet die Hügel, baut die Brücken und pflastert die Straßen, die meine Kriegsmaschinen auf das von fremden Händen besetzte Land tragen werden. Man sagt, Alexanders Verstand sei unerreicht gewesen, Hannibal Barkas Mut unvergleichlich und Xerxes Ingenieure göttlich. Dann erwarte ich nun ein Wunder von euch, eines, das meinen Namen unsterblich macht. Doch Isabella kümmerte sich nicht nur um militärische Strategien, sie sorgte auch für ihre Soldaten. Sie ließ 4 große Lazarettzelte direkt an der Front errichten, die mit Ärzten, Chirurgen und medizinischen Vorräten ausgestattet waren und den berühmten Krankenhäusern von Mailand in nichts nachstanden. Der italienische Gelehrte Peter Martyr bewunderte ihre Organisation und Fürsorge und schrieb, dass sie für jede Notwendigkeit vorgesorgt habe. Während Ferdinand Städten, die sich ergaben, faire Bedingungen bot, ihre Bewohner durften mit ihrem Besitz auswandern oder unter seiner Herrschaft bleiben, war seine Vergeltung gegen Rebellen erbarmungslos. Orte wie Benemarques wurden dem Erdboden gleichgemacht. Über 100 Männer wurden hingerichtet, ihre Familien versklavt und die Siedlung niedergebrannt. Isabella und Ferdinands Kriegsstrategie kombinierte militärische Innovation, Logistik und unerbittliche Entschlossenheit, Faktoren, die den endgültigen Sieg über Granada bestimmten. Die christliche Armee setzte eine gnadenlose Strategie um, indem sie ganzjährig Invasionen startete, um Granadas Land zu verwüsten. 30.000 Plünderer breiteten sich über das gesamte Gebiet aus, zerstörten Felder, Obstgärten und Mühlen, um die Mauren auszuhungern. Diese langsame, aber systematische Zermürbungstaktik, unterstützt durch die gesamten Ressourcen Kastiliens und Aragoniens, sicherte letztendlich den Sieg. Währenddessen wurde Granada durch interne Konflikte weiter geschwächt. Boabdils Freilassung entfachte den Bürgerkrieg erneut. Sein Vater, Muli Hazen, eroberte Granada zurück, während Boabdil zwar die Alcazaba-Festung in seine Gewalt brachte, es ihm jedoch nicht gelang, seinen Vater aus der Alhambra zu vertreiben. Ein vorläufiger Waffenstillstand sicherte Muli Hazen die Kontrolle über Granada, während Boabdil sich nach Almeria zurückzog. Doch ohne Initiative blieb er untätig, bis ein gescheiterter Anschlag auf ihn zur Flucht nach Cordoba zwang, wo ihn die katholischen Könige unter Schutz nahmen und ihn als machtlosen Spielball behandelten. Doch auch Muley Hazen hatte mit Problemen zu kämpfen. Im Jahr 1483 erlitt sein Heer, das größtenteils aus kampferprobten Berbern aus den Bergen von Ronda bestand, eine verheerende Niederlage bei Lopera. Die christlichen Streitkräfte, darunter andalusische Truppen und die Heilige Bruderschaft, überwältigten sie. Viele maurische Generäle wurden getötet oder gefangen genommen und Hamed el-Zegri,
einer der gefürchtetsten Anführer der Mauren, entkam nur knapp. Die spanischen Monarchen feierten den Sieg mit prächtigen Prozessionen in Vitoria und zahlreiche maurische Festungen fielen bald darauf. Ein bedeutender Erfolg war die Rückeroberung von Sahara, jener Stadt, deren Fall den Krieg ursprünglich ausgelöst hatte. Der Marquis von Cadiz, der Befreier der Stadt, erhielt den Titel Herzog von Sahara, behielt jedoch seinen bisherigen Titel bei und nannte sich fortan Marquis Herzog von Cadiz. Der Höhepunkt der Feldzüge kam im Mai des Jahres 1485 mit der Einnahme von Ronda, einer als uneinnehmbar geltenden Festungsstadt. Hoch über einer 600 Fuß tiefen Schlucht erbaut, schienen ihre Mauern mit den steilen Felsen zu verschmelzen. Doch selbst diese gewaltige Festung konnte dem stetigen Vormarsch der christlichen Streitkräfte nicht standhalten. Nach seiner Niederlage bei Lopera hatte Hamed el-Zegri die Verteidigung von Ronda geschwächt, indem er Teile seiner Garnison nach Loja entsandte, während er selbst einen Angriff auf Medina Sidonia führte. Ferdinand und seine Generäle nutzten diese Gelegenheit und täuschten einen Angriff auf Loja vor, während sie ihre Artillerie heimlich nach Ronda brachten. Unter schwerem Beschuss begannen die Mauern der Stadt bald zu bröckeln, sodass kastilische Ritter durch die Breschen stürmten. Als ein Ritter sein Banner auf der Hauptmoschee hisste, war das Schicksal der Stadt besiegelt. Die Bewohner ergaben sich und Hamed kehrte von seinem Feldzug zurück, nur um die bereits tobende Schlacht mit anzusehen. Obwohl er in einem verzweifelten nächtlichen Angriff versuchte, die Stadt zurückzuerobern, wurde er zurückgeschlagen. Ronda war gefallen und mit ihr die westliche Grenze des maurischen Königreichs. Die Niederlage schwächte Muley Hazens Herrschaft weiter. Er wurde als zu alt angesehen, um zu regieren oder eine Armee zu führen, und trat aus Angst vor dem Zorn des Volkes zurück. Sein Bruder Abdallah el-Sagal ergriff die Macht und errang auf seinem Weg nach Granada einen überraschenden Sieg über die christlichen Ritter des Ordens von Calatrava, wodurch er seinen Ruf stärkte. Er zog triumphierend in die Hauptstadt ein, begleitet von Gefangenen und den abgetrennten Köpfen seiner Feinde, die an den Sätteln seiner Krieger befestigt waren. Doch noch im selben Jahr starb Muley Hazen, und Gerüchte machten die Runde, dass el-Sagal ihn vergiftet habe. Währenddessen beanspruchte Boabdil, der sich in Cordoba im Exil befand, mit kastilischer Unterstützung erneut den Thron und entfachte den Bürgerkrieg erneut. Schließlich führte der Konflikt zu einem Kompromiss. El-Sagal behielt die Küstenstädte Almería, Malaga und Vélez sowie die Hälfte Granadas, einschließlich der Alhambra. Boabdil hingegen herrschte über die Alcazaba und die nördlichen Gebiete an der Grenze zu Andalusien. Diese Spaltung verschärfte die Instabilität des Maurischen Reiches weiter, ein Vorteil für die Christen. Boabdil, zufrieden damit, wieder über eigene Ländereien zu herrschen, bat Ferdinand und Isabella, seine Gebiete zu verschonen, doch sie lehnten ab. Stattdessen erklärte Ferdinand ihn zum Verräter und marschierte auf Loja, eine der wichtigsten maurischen Festungen. Boabdil versuchte, die Stadt zu verteidigen, doch trotz heldenhafter Bemühungen wurden er und sein General Hamed el-Zegri verwundet. Am 29. Mai des Jahres 1486 fiel Loja. Boabdil wurde seines Titels als König von Granada enthoben und zum Herzog von Guadix herabgestuft, unter der Bedingung, dass er gegen seinen Onkel el-Sagal kämpfen würde. Den Einwohnern der Stadt wurde erlaubt, mit ihrem Besitz auszuwandern. Mit der Eroberung von Loja fiel eine Reihe weiterer maurischer Festungen in christliche Hände. Königin Isabella reiste zum Lager vor Moclin, um den Sieg mit dem Heer zu feiern, begleitet von ihrer Tochter, der Infantin Isabella. Chronisten beschrieben das königliche Treffen in allen Einzelheiten und hielten die ehrerbietigen Verbeugungen und formellen Begrüßungen fest. Die Königin blieb für den Rest des Feldzugs bei der Armee.
Im darauffolgenden Frühjahr versammelten Ferdinand und Isabella in Córdoba ein neues Heer, um Vélez Málaga anzugreifen, einen strategisch wichtigen Hafen nahe Malaga. Seine Eroberung würde El-Zagal weiter schwächen, indem sie seine Verbindung zur Hauptstadt abschnitt. Währenddessen eskalierte die Rivalität zwischen Boabdil und El-Zagal, nachdem ein Giftanschlag gescheitert war. Boabdil suchte christliche Unterstützung, doch anstatt ihm direkt zu helfen, ermutigte Ferdinand die maurischen Fraktionen, sich gegenseitig zu bekämpfen und Granada weiter zu destabilisieren. Als die christliche Armee Vélez Málaga belagerte, stand El-Zagal vor einem Dilemma. Sollte er die Stadt verteidigen oder seinen Thron in Granada gegen Boabdil schützen? Er entschied sich für die Schlacht und zog nach Vélez Málaga, wurde jedoch nach erbitterten Kämpfen geschlagen, so wie zuvor Hamed el-Zegri bei Ronda. Die Stadt ergab sich im April des Jahres 1487 und die Christen rückten auf den bedeutenden Hafen von Malaga vor. Ferdinand inspirierte seine Truppen durch seine Tapferkeit und führte persönlich Angriffe an, um sich zurückziehenden Soldaten anzuschließen. Währenddessen schwor Malaga unter der Führung des entschlossenen Hamed el-Zegri bis zum letzten Mann zu kämpfen. Die Stadt setzte christlicher Artillerie mit eigenen Kanonen Widerstand entgegen, begegnete Minen mit Gegenminen und startete brutale Nachtangriffe. Als der Sommer voranschritt, wurden die Verteidiger von Hunger und Seuchen heimgesucht, doch sie weigerten sich zu kapitulieren, im Glauben, dass der kommende Regen die Christen zum Rückzug zwingen würde. Königin Isabella traf im Lager ein und stärkte die Moral der Christen. Die Mauren, verzweifelt auf ein Wunder hoffend, setzten ihr Vertrauen in Abraham el-Gerbi, einen Derwisch, der göttlichen Schutz versprach. Er führte einen kleinen Trupp in einen gescheiterten Angriff und geriet in Gefangenschaft. Angeblich im Besitz von geheimen Informationen über Malagas Schwachstellen wurde er in das christliche Lager gebracht. Während er auf eine Audienz bei den Monarchen wartete, griff er plötzlich einen portugiesischen Prinzen und die Markgräfin von Moya an, wurde jedoch sofort getötet. In jener Nacht wurde sein Leichnam als grausame Warnung an die Verteidiger in die Stadt katapultiert. Malagas Glaube an göttlichen Beistand blieb unerschütterlich, und ein weiterer Prophet trat auf, der unter einem heiligen Banner einen verzweifelten Angriff anführte. Anfangs gewannen die Mauren an Boden, doch die Christen sammelten sich erneut. Als ein Katapult den Propheten traf und das Banner fiel, wich der Kampfgeist der Mauren der Verzweiflung. Sie zogen sich in die Festung zurück. Erkennend, dass die Stadt verloren war, zog sich Hamed el-Zegri in die Festung von Gibralfaro zurück. Doch eine Kapitulation war nicht mehr möglich. Das christliche Heer, nun von fanatischem Eifer ergriffen, wies jedes Gnadengesuch zurück. Der Oberbefehlshaber von Leon antwortete kühl: Da euch nicht guter Wille, sondern der Hunger zur Kapitulation treibt, kämpft oder unterwerft euch dem Willen des Königs und der Königin, den Tod für die einen, die Sklaverei für die anderen. Am 20. August fiel Malaga und die Monarchen hielten ihren triumphalen Einzug. Hamed el-Zegri wurde von seinen eigenen Männern verraten und das Schicksal der Stadt war besiegelt. Abtrünnige wurden hingerichtet, während die übrige Bevölkerung in die Sklaverei verbannt wurde. Einige wurden an Adlige vergeben, andere für königliche Einnahmen verkauft oder gegen christliche Gefangene eingelöst. Eine Gruppe von 180 Kriegern wurde dem Papst überstellt, während die Königinnen von Portugal und Neapel jeweils 50 maurische Jungfrauen als Geschenk erhielten. Prescott bemerkte: Der Fall Malagas besiegelte das Schicksal Granadas. Die Stadt war nun von ihren westlichen Ressourcen abgeschnitten und von Feinden umgeben. Gleichzeitig erschütterten innere Konflikte ihre Herrscher. Als El-Zagal von seinem gescheiterten Verteidigungsversuch in Vélez Málaga zurückkehrte, fand er die Tore Granadas gegen sich verschlossen.
Boabdil hatte sowohl das Albaicin als auch die Alhambra unter seine Kontrolle gebracht. Verraten und verlassen zog sich El-Sagal nach Osten zurück, um Guadix, Baza und Almeria zu verteidigen, während Ferdinand und Isabella ihren nächsten Angriff planten. Die Monarchen verbrachten den Beginn des Jahres 1488 in Aragonien, um die Anerkennung von Prinz Johann als Erben zu sichern. Im Juni startete Ferdinand einen Feldzug von Murcia aus, doch im Gegensatz zu früheren Siegen stieß er diesmal auf erbitterten Widerstand. El-Sagal und sein General Chethaya nutzten ihr Wissen über das Terrain geschickt aus. Zwar konnte die kastilische Artillerie einige Festungen niederreißen, doch die Christen erlitten schwere Rückschläge, darunter ein gescheiterter Angriff auf Almeria sowie ein verlustreicher Hinterhalt, der beinahe die gesamte Streitmacht des Marquis-Herzogs von Cadiz vernichtet hätte. Ferdinand, außerstande weiter vorzurücken, zog sich für den Winter nach Valladolid zurück. Doch im Frühjahr kehrten er und Königin Isabella nach Jaén zurück, entschlossen, Baza einzunehmen, den Schlüssel zum östlichen Granada. Die Belagerung war herausfordernd. Das Gelände war tückisch, die Stadt stark befestigt und die Mauren leisteten erbitterten Widerstand. Nahrungsknappheit und Seuchen breiteten sich im christlichen Lager aus, was viele Generäle dazu veranlasste, den Rückzug zu empfehlen. Don Gutierre de Cárdenas, Oberbefehlshaber von León, war der einzige, der sich gegen einen Rückzug aussprach. Ein solcher Schritt würde die enormen Investitionen an Arbeit und Geld zunichte machen. Er fand eine entschlossene Verbündete in der Königin, die aus Jaén heraus ihren Ehemann drängte, sich dem feigen und irrgeleiteten Rat seiner Offiziere zu widersetzen. Isabella versprach, dass, falls Ferdinand den Feldzug fortsetze, sie eine ununterbrochene Versorgungslinie aufrechterhalten werde, um das Lager täglich mit Nahrung und Munition auszustatten. Als die königlichen Kassen knapp wurden, verpfändete sie sogar ihre eigenen Juwelen, um den Krieg zu finanzieren. Mit neuem Rückhalt errichteten Ferdinands Truppen halbpermanente Unterkünfte und Händler strömten herbei, sodass das Lager sich bald in eine geschäftige Siedlung verwandelte. Unter den Besuchern waren auch Franziskanermönche aus dem Heiligen Land, die eine Warnung vom Sultan von Ägypten überbrachten. Er drohte mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die Christen in Palästina, sollten die Angriffe auf Granada nicht aufhören. Die Monarchen rechtfertigten ihre Eroberung als Wiederherstellung der rechtmäßigen Herrschaft ihrer Vorfahren, sicherten jedoch zu, dass die Mauren, die sich unterwarfen, fair behandelt würden. Im November des Jahres 1489 besuchte Isabella die Front, was den maurischen Befehlshaber Chethaya dazu bewegte, eine vorübergehende Waffenruhe zu gewähren, damit sie die Schützengräben persönlich inspizieren konnte. Ihre Anwesenheit besänftigte die Kämpfe, und da er den Krieg als verloren betrachtete, suchte Chethaya Verhandlungen. Im Dezember kapitulierte Baza unter der Bedingung, dass seine Bewohner als kastilische Untertanen in der Stadt bleiben durften. Ihre Religion und Bräuche wurden ihnen zugesichert. Von den Monarchen geehrt, trat Chethaya später zum Christentum über und heiratete eine Hofdame Isabellas. Sein erster Akt der Loyalität war, seinen Schwager El-Sagal zur Kapitulation von Guadix zu überreden. Da Almeria bereits gefallen war, stand nur noch Granada selbst, allein gegen das Unvermeidliche. Zur Kapitulation gezwungen, akzeptierte El-Sagal den Titel eines Königs von Andaraz mit Landbesitz und einer großzügigen Rente. Doch das Leben unter christlicher Herrschaft war für ihn unerträglich, und er verkaufte seine Ländereien an Ferdinand, bevor er nach Afrika floh. Dort wurde er vom König von Fez beraubt und eingekerkert, schließlich erblindet und auf die Straßen zum Betteln verbannt. Mit der Eroberung des östlichen Granadas war Boabdil nun alleiniger Herrscher des gesamten Königreichs.
Doch als er dazu aufgefordert wurde, seine Vereinbarung einzuhalten und den Thron im Austausch für das Herzogtum Guadix abzutreten, weigerte er sich. Er war durch jene maurischen Krieger gestärkt, die sich der christlichen Herrschaft nicht unterworfen hatten. Ferdinand und Isabella nutzten dies als Rechtfertigung, den Krieg fortzusetzen. Im Jahr 1490, nach der Feier der Verlobung ihrer Tochter Isabella in Sevilla, starteten sie ihre letzte Offensive. Boabdils Truppen versuchten, verlorene Festungen zurückzuerobern und in bereits unterworfenen Städten wie Guadix und Baza Aufstände zu entfachen. Einige Mauren, die von El-Zagals Anwesenheit im christlichen Lager enttäuscht waren, stellten sich auf Boabdils Seite. Doch es war zu spät. Ferdinand schlug die Erhebungen nieder und stellte die Einwohner vor eine Wahl: Exil oder ein Gerichtsverfahren unter christlicher Herrschaft. Viele fürchteten ein voreingenommenes Urteil und flohen nach Afrika, wodurch ihre Heimat in die Hände kastilischer Siedler fiel. Mit der Unterwerfung der Alpujarras stand Granada nun isoliert da. Das christliche Europa, das immer noch um den Fall Konstantinopels trauerte, beobachtete gespannt, wie die letzte muslimische Bastion in Spanien ihrem Ende entgegenging. Beide Seiten kämpften mit unerschütterlichem Mut. Die letzte Phase des Krieges wurde zu einem Wettstreit von Tapferkeit und Entschlossenheit. Zu den christlichen Helden der Belagerung zählte Hernando de Pulgar, bekannt für seine furchtlosen Taten. In einem waghalsigen nächtlichen Überfall drang er mit 15 Gefährten in Granada ein, befestigte ein Pergament mit den Worten Ave Maria an der Tür der Moschee und entkam durch die Straßen. Sein Mut inspirierte die christlichen Truppen. Doch die Monarchen wussten, dass nicht verwegene Einzelaktion, sondern Geduld den endgültigen Sieg bringen würde. Als im Sommer des Jahres 1491 ein Feuer große Teile des christlichen Lagers zerstörte, beschlossen Ferdinand und Isabella, eine dauerhafte Siedlung zu errichten. Innerhalb von nur 80 Tagen entstand eine Stadt aus Stein, Santa Fe, heiliger Glaube, ein unmissverständliches Zeichen für die belagerten Mauren, dass die Christen nicht weichen würden. Als Boabdil erkannte, dass seine Stadt bald durch Hunger fallen würde, nahm er im Oktober des Jahres 1491 Verhandlungen zur Kapitulation auf. Die vereinbarten Bedingungen gewährten den Bürgern Granadas die Beibehaltung ihres Eigentums, ihrer Religion, Sprache und Bräuche sowie eine 3-jährige Steuerbefreiung. Den Juden wurden dieselben Rechte zugesichert, während christliche Gefangene gegen maurische Sklaven ausgetauscht wurden. Doch viele maurische Krieger misstrauten dem Vertrag und sagten einen christlichen Verrat voraus. Empörung breitete sich in den Straßen aus und Rufe nach Verrat und Feigheit hallten durch die Stadt. Aus Angst vor einer gewaltsamen Revolte ersuchte Boabdil Ferdinand und Isabella heimlich, Granada früher als geplant einzunehmen. Sein persönlicher Vertrag mit den Monarchen sicherte ihm Ländereien in den Alpujarras, eine Pension und 30.000 Castellanos bei seiner Kapitulation. Mit diesen letzten Vereinbarungen bereitete sich die letzte muslimische Festung Spaniens auf ihr Ende vor. Boabdil wollte den Frieden bewahren und sein unglückseliges Schicksal als König hinter sich lassen, indem er eine neue Rolle als Adliger annahm. Am 2. Januar des Jahres 1492, auf das Signal eines Kanonenschusses aus der Alhambra, verließ er seinen Palast für immer. Zur gleichen Zeit marschierte das christliche Heer, festlich gekleidet, triumphierend von Santa Fe aus, angeführt vom Kardinal von Spanien und Don Gutierre de Cárdenas. Am Ufer des Genil begegnete Boabdil Ferdinand und wollte sich kniend unterwerfen, doch der christliche König hinderte ihn mit höflicher Geste daran. »Nehmt dies, Señor, denn ich und ganz Granada gehören euch«, sagte Boabdil voller Kummer und übergab die Schlüssel der Stadt. Während er davonzog, zogen die christlichen Streitkräfte in die Alhambra ein.
Vor ihren Toren sahen Ferdinand und Isabella zu, wie das in Rom gesegnete silberne Kreuz auf dem Turm von Colmares gehisst wurde, gefolgt von der königlichen Standarte und dem Banner des Santiago-Ordens. Der Herold rief: »Granada, Granada«, für die Herrscher Don Fernando und Doña Isabel. Die Königin und ihr Hof knieten im Gebet nieder, während der feierliche Hymnus Te Deum durch die Luft hallte. Die Eroberung Granadas war vollendet. Ein 800 Jahre alter Traum hatte sich erfüllt. 4 Tage später, am 6. Januar des Jahres 1492, hielten die katholischen Könige ihren feierlichen Einzug in die Stadt. Kapitel 5 – Die spanische Inquisition. Die kastilische Kirche spielte eine entscheidende Rolle in der Geschichte Spaniens, indem sie sich päpstlichen Eingriffen widersetzte und politische Ereignisse beeinflusste. Sowohl Heinrich IV. Als auch seine Gegner suchten den Rat kirchlicher Würdenträger, und Königin Isabella wandte sich an die Kirche, um finanzielle Unterstützung im Krieg gegen Portugal zu erhalten. Eine der mächtigsten Figuren dieser Zeit war Pedro González de Mendoza, dessen Einfluss so groß war, dass er als der dritte König bezeichnet wurde. Geboren in eine Adelsfamilie, verlief Mendozas Aufstieg rasant. Bereits als Kind erhielt er eine Pfründe, mit 12 Jahren eine wohlhabende Benefizienstelle und stieg in den kirchlichen Rängen schnell auf, bis er Erzbischof von Toledo und Kardinal wurde. Trotz seiner geistlichen Stellung war er tief in Politik, Krieg und das höfische Leben eingebunden. Er war ein geschickter Diplomat, ein Förderer der Bildung und sogar ein Soldat. Seine Familie sicherte er durch strategische Heiraten ab, selbst seine unehelichen Kinder, deren Herkunft in jener Zeit kaum eine gesellschaftliche Belastung darstellte, wurden vorteilhaft verheiratet. Sein persönliches Leben spiegelte die moralischen Widersprüche jener Epoche wider, doch Königin Isabella schätzte ihn wegen seiner Weisheit und Loyalität. Peter Martyr schrieb, dass keine bedeutende Entscheidung ohne Mendozas Rat getroffen wurde. Sein Einfluss war so groß, dass selbst Isabella, die für ihren starken Willen bekannt war, ihm in bestimmten kirchlichen Fragen nachgab, etwa bei der königlichen Gerichtsbarkeit innerhalb seines Bistums. Mendoza blieb eine der angesehensten Persönlichkeiten Spaniens, nur die Monarchen standen über ihm. Königin Isabella bestand darauf, dass die königliche Gerechtigkeit auch gegen kirchliche Privilegien durchgesetzt wurde. Als ein Krimineller in Trujillo sich fälschlicherweise als Kleriker ausgab, um der weltlichen Justiz zu entgehen, provozierten seine Verwandten einen Aufstand und befreiten ihn. Doch die Revolte wurde rasch niedergeschlagen. Königliche Truppen stellten die Ordnung wieder her. Die weltlichen Aufrührer wurden hingerichtet, während die kirchlichen Redelsführer ins Exil geschickt wurden. Die Ereignisse machten deutlich, dass Isabella keinerlei Widerstand gegen die Krone duldete. Ihre Entschlossenheit erstreckte sich auch auf den Umgang mit dem Papsttum. Obwohl sie und König Ferdinand päpstliche Unterstützung für religiöse Angelegenheiten suchten und von Papst Alexander VI. Als die katholischen Könige geehrt wurden, widersetzten sie sich römischen Eingriffen in spanische Angelegenheiten. Ein bemerkenswerter Fall ereignete sich im Jahr 1491, als ein Gericht in Valladolid eine Berufung nach Rom in einer Angelegenheit zuließ, die in den Zuständigkeitsbereich der Krone fiel. Isabella reagierte entschlossen. Die beteiligten Richter wurden entlassen und durch loyale Beamte ersetzt. Die größte Herausforderung stellte sich jedoch im Jahr 1482, als Papst Sixtus IV. Seinen Neffen zum Bischof von Cuenca ernannte, einem der reichsten Bistümer Spaniens. Die Monarchen sahen darin eine Verletzung der spanischen Tradition und verweigerten die Anerkennung. Sie bestanden darauf, dass nur Spanier in solche Ämter berufen werden sollten, zumal viele Bischöfe auch über strategisch wichtige Festungen geboten. Sixtus beharrte auf seinem Recht,
kirchliche Ernennungen eigenständig vorzunehmen. Doch Ferdinand und Isabella eskalierten den Konflikt. Sie ordneten an, dass alle spanischen Untertanen Rom unverzüglich verlassen sollten. Angesichts wirtschaftlicher Konsequenzen und der Möglichkeit, dass Spanien ein allgemeines Konzil anrufen könnte, lenkte der Papst schließlich ein und ernannte stattdessen einen der königlichen Kaplanen. Dieser Sieg stärkte die Kontrolle der Krone über kirchliche Angelegenheiten in Spanien. Während ihrer gesamten Herrschaft setzten die Monarchen diesen Einfluss fort und blockierten päpstliche Ernennungen, indem sie kirchliche Einnahmen zurückhielten, bis Rom nachgab. Diese Strategie sicherte, dass die spanische Kirche eine nationale Institution blieb, die eher der Krone als einer ausländischen Autorität verpflichtet war. Obwohl Ferdinand und Isabella der katholischen Lehre treu blieben, ignorierten sie nicht die Korruption des römischen Hofes, besonders unter Papst Alexander VI., Rodrigo Borgia. Besorgt über seinen Einfluss drängten sie ihn heimlich, seine Hofhaltung zu reformieren und den Verkauf kirchlicher Ämter zu beenden. Ihr Reformwille erstreckte sich auch auf Spanien, wo frühere Versuche gescheitert waren. Das Konzil von Aranda im Jahr 1473 hatte weit verbreitetes Fehlverhalten des Klerus offengelegt, darunter Unmoral, Glücksspiel und übermäßige Eitelkeit. Die vorgeschlagenen Reformen waren bescheiden. Priester sollten nur 4-mal jährlich die Messe lesen, Bischöfe 3-mal und militärischer Dienst wurde lediglich nach Möglichkeit untersagt. Es sei denn, er diente der Krone. Isabella erkannte, dass echter Wandel nur durch moralische Vorbilder möglich war, nicht durch Bischöfe, die in Luxus schwelgten und sich mehr für Politik als für Seelsorge interessierten. Ihr Beichtvater, Fra Fernando de Talavera, war ein demütiger und frommer Priester. Ihre erste Begegnung offenbarte seinen Charakter. Als Isabella erwartete, dass er vor ihr niederkniete, um ihr die Beichte abzunehmen, bestand er darauf, dass sie als Sünderin vor dem Tribunal Gottes knien müsse. Beeindruckt erkannte sie in ihm den geistlichen Führer, den sie gesucht hatte. Sein Einfluss blieb stark, doch nach seiner Ernennung zum Erzbischof von Granada im Jahr 1492 nahm Isabella einen strengeren Beichtvater an. Ximénez de Cisneros, später eine der bedeutendsten Persönlichkeiten Spaniens, war ein Mann von unnachgiebiger Disziplin und tiefer Frömmigkeit. Trotz zahlreicher Chancen auf Reichtum und Ansehen entschied er sich für das Leben eines asketischen Franziskanermönchs. Er trat den Observanten bei, einer Reformbewegung, die sich der Wiederherstellung der ursprünglichen Werte des heiligen Franziskus verschrieben hatte und sich gegen die wohlhabenden und korrupten Konventualen stellte. Sein Ruf als Prediger und Anführer verbreitete sich rasch, obwohl er selbst keinen Wert auf Ruhm legte. Mit 55 Jahren wurde Cisneros als Beichtvater der Königin berufen, auf Empfehlung von Kardinal Mendoza, der seinen früheren Kaplan wegen seiner Strenge und Frömmigkeit empfahl. Isabella, beeindruckt von den Berichten über ihn, ließ ihn an den Hof rufen. Schon bald machte er einen tiefen Eindruck und sein Einfluss wuchs weiter, nachdem Kardinal Mendoza im Jahr 1495 verstarb. Vor seinem Tod riet Mendoza Isabella, als seinen Nachfolger keinen Adligen oder Wohlhabenden zu wählen, sondern einen Mann von Demut und Tugend. Er empfahl Cisneros. Isabella stimmte zu und wies Ferdinands Vorschlag zurück, das Amt seinem illegitimen Sohn Alfonso zu übertragen. Da Cisneros die Ernennung ablehnen würde, bat Isabella heimlich um eine päpstliche Bulle, die ihn als Erzbischof von Toledo bestätigte. Als ihm die Urkunde präsentiert wurde, weigerte er sich schockiert, verließ den Hof und versteckte sich. Erst als eine zweite Anweisung des Papstes ihn direkt zum Gehorsam aufforderte, akzeptierte er das Amt, doch nur widerwillig. Der Aufstieg von Cisneros, von einem bescheidenen Franziskaner zu einer der mächtigsten Persönlichkeiten der Christenheit, war bemerkenswert.
Als Erzbischof von Toledo verfügte er über ein Einkommen von mehr als 80.000 Dukaten jährlich, was ihn fast auf Augenhöhe mit Königen brachte. Trotz päpstlicher Ermahnungen, die Würde seines Amtes zu wahren, blieb Cisneros seinem einfachen Lebensstil treu. Er akzeptierte äußerlich die luxuriösen Insignien seiner neuen Position, doch unter seinen reichen Gewändern trug er weiterhin ein raues Wollhemd, ernährte sich bescheiden und schlief auf einer Strohmatratze. Er verweigerte es, Ämter aufgrund von Einfluss oder Gefälligkeiten zu vergeben. Als Diego Hurtado de Mendoza, der Bruder des verstorbenen Kardinals, seine militärische Stellung innerhalb des Bistums behalten wollte, holte er eine Empfehlung der Königin ein. Cisneros wies sie zurück und erklärte: Die Erzbischöfe von Toledo müssen frei handeln und nicht unter Druck. Meine Herrscher können mich zurück in meine Klosterzelle schicken, aber sie können mich nicht zwingen, gegen mein Gewissen und die Gesetze der Kirche zu handeln. Isabella nahm dies nicht als Beleidigung, sondern respektierte seine Entscheidung. Nachdem er Diego Hurtados Eignung persönlich geprüft hatte, bestätigte Cisneros schließlich seine Ernennung, allein aufgrund seiner Verdienste. Nachdem Cisneros Primas geworden war, verstärkten er und Königin Isabella ihre Bemühungen, die spanische Kirche zu reformieren. Die Herrscher hatten bereits lange versucht, die Geistlichkeit zu verbessern, indem sie Bischöfe nach Verdienst statt nach Status ernannten und strenge Gesetze gegen die Unmoral des Klerus durchsetzten, deren Einhaltung von königlichen Beamten überwacht wurde. Cisneros konzentrierte sich besonders auf die Reform der Mönchsorden. Im Jahr 1493 erhielten die Monarchen eine päpstliche Bulle, die ihnen erlaubte, Inspektoren zur Überprüfung und Korrektur von Missständen in den Klöstern zu entsenden. Viele Franziskaner widersetzten sich diesen Reformen und flohen sogar nach Afrika, wo sie angeblich zum Islam übertraten. Als Papst Alexander VI. Die Reformen stoppte, entsandte Isabella Botschafter nach Rom und überzeugte ihn, seine Entscheidung zurückzunehmen. Die Königin nahm persönlich an der Reformierung der Klöster teil, besuchte Nonnen und arbeitete mit ihnen zusammen, um die Frömmigkeit zu fördern. Währenddessen setzte Cisneros strengere Disziplin innerhalb der Franziskaner durch, sodass die meisten Klöster die strengen Observantenregeln annahmen. Doch die religiösen Reformen beschränkten sich nicht nur auf den Klerus. Um den katholischen Glauben zu schützen, trafen Ferdinand und Isabella extreme Maßnahmen, die zur Einrichtung der Inquisition führten. Häresie galt als tödliche Bedrohung, und die Monarchen waren überzeugt, dass religiöse Einheit für die nationale Stabilität unerlässlich sei. In Spanien hatten Christen, Juden und Mauren über Jahrhunderte nebeneinander gelebt, sodass trotz der Bemühungen der Kirche eine gewisse kulturelle und religiöse Durchmischung unvermeidlich war. Um die Glaubensgemeinschaften zu trennen, hatte die Kirche lange Zeit gemischte Ehen und enge soziale Kontakte verboten, doch diese Maßnahmen waren wirkungslos geblieben. Schließlich wurden Juden und Mauren in eigene Viertel, die Juderias und Morerias, verbannt und mussten Kennzeichen ihrer Herkunft tragen. Mit der Zeit entschieden sich viele für die Taufe, um der Diskriminierung, den Beschränkungen und der zunehmenden Gewalt zu entgehen. Bereits im späten 14. Jahrhundert führte eine Welle christlicher Fanatiker zu Massakern an Juden, woraufhin viele Überlebende sich in großer Zahl taufen ließen. Die sogenannten Neuchristen oder Conversos waren Juden, die zum Christentum übergetreten waren, oft unter massivem Druck. Während sie von der Kirche aufgenommen wurden, gewannen sie rasch Wohlstand und Einfluss, insbesondere in den Bereichen Finanzen und Verwaltung. Dies führte jedoch zu wachsendem Neid und Misstrauen seitens der Altchristen. Obwohl sie offiziell Christen waren, hielten viele Conversos weiterhin heimlich an jüdischen Bräuchen fest, was religiöse Spannungen verstärkte. Während der schwachen Herrschaften von Johann II. Und Heinrich IV. Von Kastilien wuchsen diese Spannungen weiter, da die Conversos immer wohlhabender wurden. In Städten wie Toledo,
Segovia, Córdoba und Sevilla brachen heftige Unruhen aus und es wurden strengere Maßnahmen gegen Häresie gefordert. Im Jahr 1477, als Ferdinand und Isabella Sevilla besuchten, forderten die lokalen Anführer sie auf, gegen Ketzerei vorzugehen. Eine Untersuchung bestätigte weit verbreitetes, geheimes Judentum, woraufhin empfohlen wurde, die Inquisition als einziges Mittel zur Bekämpfung dieser Gefahr einzusetzen. Zunächst widersetzten sich die Monarchen päpstlichen Versuchen, die Inquisition unter direkte römische Kontrolle zu stellen. Sie wollten die Aufsicht über ihre eigenen religiösen Angelegenheiten behalten. Im Jahr 1478 gab Papst Sixtus IV. Ihnen schließlich widerwillig das Recht, eigene Inquisitoren zu ernennen. Doch Ferdinand und Isabella verzögerten die Umsetzung zunächst, da Kardinal Mendoza versuchte, das Problem durch Bildung und Überzeugung zu lösen. Erst als diese Maßnahmen scheiterten, wurde das erste Inquisitionstribunal im Jahr 1488 in Sevilla eingerichtet. Bald breitete sich die Inquisition auf ganz Andalusien und Kastilien aus und erreichte Aragon im Jahr 1485. Wenn die Inquisitoren eine Stadt betraten, erließen sie ein Edikt der Gnade, das verdächtigen Ketzern eine Frist von 30 bis 40 Tagen einräumte, um sich freiwillig zu bekennen. Wer rechtzeitig gestand, musste lediglich eine Buße leisten und entging der Todesstrafe. Nach Ablauf dieser Frist begannen jedoch die eigentlichen Prozesse, mit der Grundannahme, dass der Angeklagte schuldig war, bis er seine Unschuld bewies. Die Angeklagten standen vor einer schrecklichen Prüfung. Wochen oder Monate lang in völliger Isolation gehalten, lebten sie in ständiger Angst, vor einen gnadenlosen Richter zitiert zu werden. Ohne Kontakt zur Außenwelt und ohne Verteidigung mussten sie jedes Wort abwägen, wissend, dass die gefürchtete Folterkammer immer eine Möglichkeit war. Die Strafen waren grausam. Wer als unbußfertiger Ketzer verurteilt wurde, musste mit dem Tod rechnen. Andere wurden lebenslang eingekerkert, öffentlich ausgepeitscht oder enteignet. Der Auto de fe, das feierliche Glaubensgericht, wurde zu einem furchterregenden Spektakel, das die Bevölkerung einschüchtern sollte. Oft wurde es mit dem jüngsten Gericht verglichen. Die Verurteilten marschierten in Prozessionen ihrem Schicksal entgegen, gekleidet in Sanbenitos, grobe Wollgewänder, die ihre Schuld kennzeichneten. Wer bereut hatte, trug Kreuze, wer als unbelehrbar galt, trug Flammen als Zeichen der ewigen Verdammnis. Erschrockene Conversos suchten verzweifelt nach Sicherheit. Einige nutzten die Edikte der Gnade, doch in ihrer Angst, ihre Aufrichtigkeit zu beweisen, denunzierten sie Nachbarn und sogar eigene Familienmitglieder. Andere flohen aus ihren Häusern nach Portugal, Italien oder Frankreich. Chronisten berichten, dass mehr als 4000 Häuser in Sevilla, Córdoba und anderen Städten verlassen wurden. Königin Isabella, unbeeindruckt von wirtschaftlichen Bedenken, bestand darauf, das Land von Häresie zu reinigen. Sie betrachtete es als ihre göttliche Pflicht. Allein das Tribunal in Sevilla verbrannte in seinen ersten 8 Jahren 700 Menschen und verhängte harte Strafen über 5000 weitere. Selbst die Toten blieben nicht verschont. Verdächtige Ketzer wurden exhumiert und verbrannt, ihre Familien enteignet und ihrer Rechte beraubt. Isabella führte diese Kampagne mit derselben unerbittlichen Entschlossenheit, mit der sie bereits die Ordnung wiederhergestellt und Krieg gegen die Mauren geführt hatte. Ferdinand war ebenso engagiert und überwachte viele der Maßnahmen der Inquisition persönlich. Obwohl beide Monarchen die Heilige Inquisition gründeten und unterstützten, war sie nicht allein ihr Werk, sie entwickelte eine eigene, unaufhaltsame Dynamik. Im Mai des Jahres 1483 wurde Thomas de Torquemada zum Generalinquisitor von Kastilien ernannt, womit die Inquisition in die Hände eines Mannes gelegt wurde, dessen religiöser Eifer jegliches Mitgefühl überwog.
Der Dominikanermönch jüdischer Abstammung hatte einst als Beichtvater der Königin gedient und ihr Vertrauen durch seine strenge Askese gewonnen. Trotz seines hohen Amtes lehnte er jeden persönlichen Luxus ab, verweigerte sich jeglichem Komfort und weigerte sich sogar, seiner eigenen Schwester finanzielle Unterstützung zu gewähren, abgesehen von dem Nötigsten, das ihr den Eintritt in ein Kloster ermöglichte. Unter Torquemada erhielt die Inquisition eine formelle Struktur. Im Jahr 1484 wurde der Oberste Rat, später bekannt als La Suprema, gegründet und eine Reihe von Anweisungen legte ihre Arbeitsweise fest. Wie der Historiker Raphael Sabatini bemerkte, verkörperte das System eine paradoxe Selbstwahrnehmung. Es hielt sich für barmherzig, während es grausame Strafen verhängte. Barmherzigkeit bedeutete für Torquemada nicht Gnade für den Einzelnen, sondern die absolute Gewährleistung, dass kein Ketzer ungestraft blieb, selbst wenn Unschuldige darunter litten. Das San Benito, ursprünglich als Zeichen der Buße für ein Jahr getragen, wurde nun zu einem lebenslangen Stigma. Die Kinder von verurteilten Heretikern wurden gezwungen, die Namen ihrer Eltern in Kirchen auf Schautafeln zu sehen, eine öffentliche Demütigung, die sicherstellte, dass ihre Familien für immer geächtet blieben. Niemand war sicher vor der Reichweite der Heiligen Inquisition. Ihre Autorität erstreckte sich nicht nur auf religiöse Angelegenheiten, sondern auch auf zivile und kirchliche Gerichte. Sogar hochrangige Geistliche blieben nicht verschont. 2 Bischöfe jüdischer Abstammung wurden wegen der angeblichen Abtrünnigkeit ihrer Vorfahren verfolgt. Einer, der Bischof von Calahorra, verlor sein Amt und seinen Besitz, während der Bischof von Segovia nach Rom floh und dort starb, nachdem er sich erfolgreich vor dem Papst verteidigt hatte. Torquemadas extreme Maßnahmen führten zu wachsendem Widerstand. Im Jahr 1494 ernannte Papst Alexander VI. 4 weitere Generalinquisitoren, um seine unkontrollierte Macht einzuschränken. Doch Torquemada setzte seine unerbittliche Verfolgung fort, bis er im Jahr 1498 in dem Kloster starb, das er in Avila gegründet hatte, überzeugt davon, seine Pflicht erfüllt zu haben. Die genaue Zahl der unter seiner Herrschaft Hingerichteten bleibt ungewiss. Schätzungen reichen von 2000 bis über 8000, während bis zu 90.000 Menschen milderen Strafen unterworfen wurden. Doch das größte Erbe der Inquisition war nicht die Zahl der Toten, sondern die Angst, das Misstrauen und die Unterdrückung, die sie über die spanische Gesellschaft legte. Sie förderte Verrat, erstickte unabhängiges Denken und warf einen langen Schatten über den kulturellen und intellektuellen Fortschritt, den Ferdinand und Isabella in anderen Bereichen eigentlich voranbringen wollten. Kapitel 6 – Die Vertreibung der Juden und Muslime. Die Inquisition hatte keine direkte Autorität über ungetaufte Juden, doch in einem Land, in dem ihre konvertierten Glaubensgenossen gefoltert und hingerichtet wurden, war ihr Schicksal unsicher. Der Volkszorn gegen sie war tief verwurzelt, genährt durch Neid auf ihren Reichtum, ihre Fähigkeiten und ihren Einfluss. Sogar ihre herausragenden medizinischen Kenntnisse wurden ihnen zum Verhängnis, da man ihnen unterstellte, sie würden ihr Wissen nutzen, um Christen zu schaden. Im Jahr 1480 untersagten Ferdinand und Isabella jüdischen Ärzten, Christen zu behandeln. Eine Maßnahme, die später auf Wunsch der Dominikaner teilweise aufgehoben wurde, da es an fähigen christlichen Ärzten mangelte. Der Vater Ferdinands selbst hatte einst einem jüdischen Arzt sein Augenlicht zu verdanken. Doch keine Tätigkeit machte die Juden so verhasst wie der Geldverleih. Während die Kirche den Zins als Wucher verdammte, war der Handel auf Kredite angewiesen, so dass christliche Kaufleute und Herrscher sich jüdischer Finanziers bedienen mussten. Diese Abhängigkeit, gepaart mit hohen Zinsen, in Aragon erreichten sie bis zu 30%, schürte die Feindseligkeit.
Zunächst tolerierten die Monarchen die Juden aus politischen und wirtschaftlichen Gründen, da ihre Steuern und Kredite den Krieg gegen die Mauren finanzierten. Doch nach dem Fall Granadas gab es keinen Grund mehr, sie zu schützen. Nun, da der Halbmond besiegt war, konnte das Schwert der Verfolgung zuschlagen. Die Vertreibung der Juden aus Spanien im Jahr 1492 markierte den letzten Akt religiöser Verfolgung unter Ferdinand und Isabella. Am 30. März wurde das Edikt verkündet, das den Juden 5 Monate Zeit ließ, sich zwischen Taufe und Exil zu entscheiden. Sie durften ihren Besitz verkaufen und mitnehmen, was sie tragen konnten, doch weder Gold noch Silber, was faire Geschäfte unmöglich machte. Viele waren gezwungen, ihre Häuser für einen Esel oder ihre Weinberge für ein Stück Stoff zu verkaufen. Die meisten entschieden sich für das Exil, in der Hoffnung, dass Gott sie leiten würde, obwohl sie wussten, welch harte Prüfungen sie erwarteten. Torquemada sorgte dafür, dass ihr Leiden maximiert wurde. Christen durften ihnen ab dem 1. August weder Nahrung noch Unterkunft gewähren. Gleichzeitig wurden alte Anschuldigungen von Ritualmorden und Sakrilegien verbreitet, um Hass zu schüren. Wer versuchte, heimlich Geld zu verstecken, wurde oft beraubt, entweder vor der Abreise oder durch korrupte Beamte und Wachen auf dem Weg. Viele flohen nach Portugal, wo sie eine hohe Gebühr für vorübergehenden Schutz zahlen mussten, oder nach Nordafrika, wo sie häufig Opfer von Raub, Hunger und Versklavung wurden. Einige, völlig verzweifelt, kehrten nach Spanien zurück und ließen sich taufen. Doch selbst in Navarra und Italien begegnete ihnen Feindseligkeit. Gewalt, Krankheit und Elend begleiteten den Exodus der jüdischen Bevölkerung Spaniens. Die Vertreibung der Juden aus Spanien führte zu unsäglichem Leid. Viele verhungerten, starben an Krankheiten oder wurden auf hoher See über Bord geworfen. Einige wurden in Genua als Sklaven verkauft, andere mittellos an fremden Küsten ausgesetzt. Eine Chronik berichtet von einem Mann, der, um seinen hungernden Vater zu retten, seinen eigenen Sohn für ein Stück Brot verkaufte, nur um zurückzukehren und festzustellen, dass sein Vater gestorben war, während der Bäcker sich weigerte, das Kind zurückzugeben. Schätzungen zufolge ließen sich 50.000 Juden taufen, während 185.000 entweder emigrierten oder ums Leben kamen. Bayezid II., Sultan des Osmanischen Reiches, war der einzige europäische Herrscher, der die jüdischen Flüchtlinge mit offenen Armen empfing. Verwundert über die Kurzsichtigkeit der spanischen Krone fragte er: Nennt ihr diesen König einen Staatsmann? Durch seine törichten Entscheidungen hat er den Wohlstand und die Stärke seines eigenen Reiches geschwächt, während er meine Lande mit großem Reichtum, Wissen und geschickten Handwerkern bereichert. Welche Weisheit liegt darin, jene zu vertreiben, die Spaniens Größe weiter hätten fördern können, nur um sie anderen zu überlassen? Die Mauren oder Mudejares blieben zunächst von der Verfolgung verschont, und anders als die Juden erregten sie keinen tiefen Hass in der Bevölkerung. Nach dem Fall Granadas hielt der Frieden 8 Jahre lang an, vor allem dank des militärischen Statthalters, des Grafen von Tendilla und des Erzbischofs Fra Fernando de Talavera. Dieser war fest davon überzeugt, dass sich die Wahrheit des Christentums am besten durch Verständnis und nicht durch Gewalt verbreiten ließe. Er lernte Arabisch, ermutigte Priester, es ihm gleich zu tun, und ließ christliche Texte übersetzen, um kulturelle Brücken zu bauen. Zunächst begegneten die Mauren von Granada, die jahrhundertelang unter Tyrannei gelebt hatten, ihren christlichen Eroberern mit Misstrauen. Doch unter der Anleitung von Fra Fernando de Talavera, den sie ehrfürchtig den heiligen Priester nannten, kamen viele dazu, ihn zu respektieren und einige sogar zum Christentum zu konvertieren. Als Ferdinand und Isabella im Jahr 1499 Granada besuchten, waren sie zufrieden mit der Ordnung in der Stadt und nahmen sogar maurische Exilanten aus Portugal als wertvolle Bürger auf. Doch während Talavera den friedlichen Dialog suchte,
verfolgte Ximenes de Cisneros einen weit brutaleren Ansatz. Er glaubte, dass mit entschlossenen Maßnahmen die gesamte maurische Bevölkerung zum Christentum gebracht werden könnte. Er berief islamische Gelehrte, die Alfaquis, zu sich und setzte sie mit Reden und Geschenken unter Druck. Viele beugten sich dem Zwang oder ließen sich überzeugen, woraufhin Tausende ihrer Anhänger ebenfalls getauft wurden. An einem einzigen Tag wurden 3000 Mauren christlich getauft, zu viele für individuelle Zeremonien, sodass sie einfach mit Weihwasser besprengt wurden. Doch nicht alle ertrugen diese erzwungene Bekehrung schweigend. Einige protestierten und beriefen sich auf die Kapitulationsverträge, die ihnen Religionsfreiheit garantierten. Cisneros ließ den maurischen Anführer Zegri Azator verhaften und foltern, bis er sich beugte. Nach seiner Kapitulation sagte Azator düster: Wäre euer Christ Leon auf die Stadt losgelassen, würde kaum ein Mann Widerstand leisten. Ermutigt durch diesen Erfolg ließ Cisneros nun alle Zurückhaltung fallen. Er widersetzte sich Fra Fernandos Plan, die Bibel ins Arabische zu übersetzen, mit der Begründung, heilige Texte sollten nicht in die Hände Unwissender geraten. Stattdessen ordnete er die Vernichtung tausender arabischer Manuskripte an, darunter unersetzliche Werke der Literatur und Wissenschaft. Nur einige medizinische Texte wurden für die Bibliothek von Toledo gerettet. Die Politik von Cisneros rief sowohl bei Intellektuellen als auch bei einfachen Leuten Empörung hervor, insbesondere unter den christlichen Renegaten, jene, die zum Islam übergetreten und in den Diensten der Mauren gestanden hatten. Obwohl diese Konvertiten durch die Kapitulationsverträge geschützt waren, erklärte Cisneros, dass ihre Kinder als Nachkommen getaufter Christen zwangsweise zum Christentum bekehrt und der Inquisition unterstellt werden müssten. Diese Entscheidung bedeutete faktisch das Ende der religiösen Toleranz in Granada. Eines Tages stießen 2 königliche Beamte, die die Tochter eines Renegaten im Albaicin verhaften wollten, auf heftigen Widerstand. Als das Mädchen schrie, dass sie zur Taufe gezwungen werde, versammelte sich eine aufgebrachte Menge. Ein Stein, aus einem Fenster geworfen, tötete einen der Beamten, während der andere mit knapper Not entkam. Der Mob, nun in offener Rebellion, marschierte zur Alcazaba-Festung und verlangte den Tod von Erzbischof Cisneros. Der Graf von Tendilla, der in der Alhambra stationiert war, griff ein, um die Aufständischen zu zerstreuen, doch die Spannungen blieben hoch. In diesem kritischen Moment trat Fra Fernando de Talavera, nur mit einem Kreuz bewaffnet, der Menge entgegen. Seine bloße Anwesenheit besänftigte viele der Rebellen, die aus Respekt vor ihm niederknieten. Dies erkannte der Graf von Tendilla als Gelegenheit zur Deeskalation und bot an, seine Frau und Kinder als Geiseln zu stellen. Daraufhin legten die Aufständischen ihre Waffen nieder. Die Nachricht von den Unruhen erreichte rasch den König und die Königin in Sevilla. Zunächst erzürnt über Cisneros Vorgehen, verlangte Isabella eine Erklärung. Doch Cisneros, unbeirrt, reiste persönlich an den Hof, um seine Handlungen zu rechtfertigen. Er argumentierte, dass die Mauren die Kapitulationsverträge gebrochen hätten und dass die Herrscher alle Mittel einsetzen müssten, um den christlichen Glauben voranzutreiben. Trotz der Widersprüche seiner Argumentation überzeugte er die Monarchen, die durch Jahrzehnte religiöser Verfolgung beeinflusst waren. Cisneros kehrte in triumphaler Stimmung nach Granada zurück und überwachte die Zwangstaufe von 50.000 bis 70.000 Mauren. Während die Stadt äußerlich ruhig blieb, gärte der Widerstand in den Bergen der Alpujarras, wohin sich viele geflüchtet hatten, die die Konversion ablehnten. Besorgt über die wachsenden Spannungen erließen die Herrscher ein Schreiben, um die Mauren zu beruhigen, indem sie jegliche Zwangstaufe bestritten. Uns sind Berichte zu Ohren gekommen, wonach wir euch zur Annahme des Christentums zwingen wollen. Da es niemals unser Wille war, dass irgendein Maure gezwungen wird,
sich taufen zu lassen, versichern und geloben wir euch hiermit bei unserem königlichen Wort, dass wir weder zugestimmt noch erlaubt haben, dass so etwas geschieht. Wir wünschen, dass die Mauren, unsere Vasallen, in Sicherheit bleiben und mit Gerechtigkeit behandelt werden, so wie es ihren Rechten als unsere Untertanen und Diener entspricht. Datierte auf den 26. Januar, erschien diese Proklamation zunächst wohlwollend, doch die Mauren hatten wenig Grund, ihr zu vertrauen. Ferdinand stellte bereits ein Heer zusammen, und die Rebellen, die das Unvermeidliche erkannten, begannen Festungen zu erobern und Raubzüge in die Vega von Granada zu unternehmen. Der Graf von Tendilla und Gonsalvo de Córdoba führten einen Feldzug gegen die Rebellen in den Alpujarras. Trotz des schwierigen Geländes gelang es den Christen, die Festung Guejar einzunehmen. Die Ankunft von König Ferdinand verstärkte ihre Position, sodass weitere Festungen fielen. Oft begleiteten grausame Vergeltungsakte die Eroberung, wie die Sprengung einer mit Mauren gefüllten Moschee durch den Grafen von Lerín. Als die Rebellen ihre Niederlage erkannten, ersuchten sie um Frieden. Gonsalvo de Córdoba vermittelte die Bedingungen, und Ferdinand kehrte nach Sevilla zurück. Doch die Herrscher waren überzeugt, dass Spanien niemals sicher sein würde, solange die Mauren blieben. Deshalb entsandten sie Franziskanermissionare nach Baeza, Guadix, Almería und in die Alpujarras. Mit einer Mischung aus Überredung und Zwang erreichten die Mönche bis zum Jahresende die Massenbekehrung der Mauren. Unterdessen brach im Westen Granadas ein erneuter Aufstand aus. Die Berberstämme von Ronda und den umliegenden Bergen erhoben sich gegen die christliche Herrschaft. Um die Rebellion niederzuschlagen, führte Don Alonso de Aguilar im März des Jahres 1504 einen Strafzug an. Als er mit seinem Sohn Pedro aus Córdoba ritt, jubelte die Menge: »Seht den Adler, der seinen Jungen das Fliegen lehrt! Es lebe das ruhmreiche Geschlecht der Aguilar!« Viele Rebellen ergaben sich bei seiner Ankunft, doch andere unter Elferi ben Estepar zogen sich in die Sierra Vermella zurück. Die Christen verfolgten sie und stießen in der Nacht auf ein befestigtes Lager. In der Hoffnung, die Feinde im Schlaf zu überfallen, starteten sie einen unüberlegten Angriff. Es gelang ihnen, das Lager zu erobern, doch während sie es plünderten, löste ein Funke eine Pulverexplosion aus, die ihre verstreuten Reihen im Feuerschein sichtbar machte. Die Mauren, die das Geschehen von den Bergen aus beobachtet hatten, nutzten den Moment und starteten einen Gegenangriff. In der darauffolgenden Schlacht wurden die christlichen Truppen überwältigt. Don Alonso de Aguilar, von allen Seiten umzingelt, verweigerte die Flucht. Er erklärte: Niemals in unserer stolzen Geschichte ist das Banner des Hauses Aguilar auch nur einen Fuß breit vor dem Feind zurückgewichen. Und ich werde nicht der Erste sein, der diese Schande über unseren Namen bringt. Seinen schwer verwundeten Sohn schickte er fort, um sein Leben zu retten. Alonso sprach: Lebe, um deiner Mutter Trost und Ehre zu bringen, und bewahre das stolze Erbe unseres edlen Hauses. Sie soll in deiner Rettung Erleichterung finden und in deiner Treue neue Kraft schöpfen. Don Alonso kämpfte tapfer bis zum Schluss, doch schließlich wurde er von Elferi ben Estepar niedergestreckt. So endete das Leben von Don Alonso de Aguilar, einem legendären Krieger Andalusiens. 40 Jahre lang hatte er gegen die Mauren gekämpft, als General, Vizekönig von Andalusien und Anführer großer Siege. Sein Tod markierte das Ende einer Ära im langen Kampf um Spanien. Die Nachricht von Don Alonso de Aguilars Tod, ebenso wie die von Francisco Ramírez de Madrid, dem berühmten Artilleriekapitän, erschütterte ganz Spanien. Selbst die siegreichen Mauren waren von der Tragweite ihres Triumphs betroffen und fürchteten die unausweichliche Vergeltung. Sie ahnten ihr Schicksal und suchten schnell um Gnade nach. König Ferdinand, stets pragmatisch, gewährte ihnen eine Amnestie, jedoch unter einem letzten, unumstößlichen Ultimatum:
Taufe oder Exil. Wer gehen wollte, durfte nach Afrika auswandern, doch zu einem Preis von 10 Gold-Doblas pro Person, eine Summe, die sich die meisten nicht leisten konnten. So blieb ihnen nur die Taufe, und mit der Bekehrung dieser Moriscos war der mohammedanische Glaube offiziell aus Granada getilgt. Der letzte Schritt zur religiösen Einheit war die Konversion der Mudeyi Mudejares, der verbliebenen maurischen Bauern und Handwerker in Spanien. Im Februar des Jahres 1502 erließ das Königspaar ein Dekret, das alle Männer über 14 und alle Frauen über 12 Jahre vor die Wahl stellte: Taufe oder Auswanderung. Doch die strengen finanziellen und logistischen Hürden machten eine Flucht nahezu unmöglich, sodass die meisten schließlich zum Christentum übertraten. Während sich in Aragon Widerstand gegen das Dekret regte, wurde es in Kastilien mit aller Konsequenz durchgesetzt. Als Königin Isabella über ihr Reich blickte, konnte sie nun behaupten, dass ihre Vision vollendet war. In Kastilien existierte nur noch der katholische Glaube. Kapitel 7 – Christoph Kolumbus. Christoph Kolumbus, geboren in Genua und später von Kastilien gefördert, schenkte Spanien eine neue Welt. Seine Geschichte ist eine von Ausdauer, Vision und Kampf, insbesondere in seinem Bestreben, Königin Isabella für seine ehrgeizigen Pläne zu gewinnen. Die frühen Jahre von Kolumbus sind aufgrund widersprüchlicher Aufzeichnungen und Ausschmückungen unklar. Wahrscheinlich wurde er als Sohn eines Wollkämmers geboren und verließ das Handwerk im Alter von etwa 14 Jahren, um Seemann zu werden. Seine Reisen führten ihn bis nach England und möglicherweise nach Island, wo er von den nordischen Fahrten nach Grönland und darüber hinaus erfahren haben könnte. Im Jahr 1476 hielt er sich in Portugal auf, wo er heiratete und sich mit der Herstellung von Karten und Seekarten seinen Lebensunterhalt verdiente. Hier nahm seine Idee einer Westexpedition Gestalt an. Zu jener Zeit glaubten die gebildeten Europäer bereits an eine kugelförmige Erde. Doch einige Theologen lehnten diese Vorstellung ab, da sie meinten, dass die Existenz von Antipoden den christlichen Lehren widerspreche. Kolumbus ließ sich nicht beirren und machte sich daran zu beweisen, dass jenseits des Atlantiks neue Länder lagen. Früher fürchteten Seefahrer, zu weit nach Süden zu segeln, da sie glaubten, in eine Zone unerträglicher Hitze zu geraten. Doch die portugiesischen Entdecker widerlegten diese Annahme. Unter der Führung von Prinz Heinrich dem Seefahrer erkundeten sie die afrikanische Küste und entdeckten neue Gebiete wie Madeira, die Kanarischen Inseln und die Kapverdischen Inseln. Schließlich umsegelte im Jahr 1487 Bartolomeo Diaz gemeinsam mit Kolumbus' Bruder Bartolomeo Kolumbus das Kap der Guten Hoffnung. Trotz dieser Entdeckungen blieb der Atlantik für viele Seefahrer ein Meer der Finsternis. Manche glaubten, dass er am Rand der Welt endete und von schrecklichen Stürmen und Seeungeheuern bevölkert war. Doch es hielten sich auch Legenden, Geschichten von versunkenen Kontinenten, den Inseln der Seligen und Ländern voller unermesslicher Schätze. Kolumbus, überzeugt von der Kugelgestalt der Erde, glaubte, er könne die Reichtümer Asiens erreichen, indem er nach Westen segelte. Inspiriert von den Berichten Marco Polos über Katai und Chipango stellte er sich vor, dass jenseits des Meeres unermesslicher Wohlstand und Macht auf ihn warteten. Seine Überzeugung wurde durch die Berechnungen eines arabischen Kosmographen gestärkt, der den Erdumfang zu klein angesetzt hatte und die Reise damit kürzer erscheinen ließ, als sie tatsächlich war. Selbst biblische Texte, wie die Schriften des Propheten Esdras, schienen die Vorstellung zu stützen, dass der größte Teil der Welt aus Land bestand und die Meere befahrbar seien. Mit diesem Glauben begann Kolumbus seine Suche nach einer neuen Handelsroute zu den Indien. Seemannsgeschichten bestärkten ihn in seinem Glauben an Land jenseits des Atlantiks.
Berichte über bearbeitetes Treibholz, fremdartige Leichen und Kanus, die an den Azoren angespült wurden, überzeugten ihn weiter. Überzeugt von seiner Theorie stellte er seinen Plan König Johann von Portugal vor und forderte Schiffe sowie den Titel eines Admirals über alle neu entdeckten Gebiete. Der König, der auf den afrikanischen Handel fokussiert war, lehnte ab. Einige behaupten, dass er insgeheim eine Testexpedition entsandte, die scheiterte, wodurch Kolumbus' Ideen als unsinnig abgetan wurden. Frustriert schrieb Kolumbus später, dass er 14 Jahre in Portugal verbracht habe, um Unterstützung zu erhalten, doch niemand habe ihm Gehör geschenkt. Im Jahr 1485, nach dem Tod seiner Frau, zog er mit seinem Sohn Diego nach Spanien. Er ließ sich in Sevilla nieder, wo er das Interesse des Herzogs von Medina Celi weckte. Obwohl wohlhabende Adlige wie der Herzog oder der Kardinal von Spanien seine Reise hätten finanzieren können, wusste Kolumbus, dass nur die Unterstützung der Krone dauerhafte Kontrolle über seine Entdeckungen sichern konnte. Kolumbus schrieb später: Selbst wenn Indien mir gehörte, könnte ich es ohne die Hilfe eines Fürsten nicht erhalten. Der Herzog von Medina Celi empfahl Kolumbus Königin Isabella, die ihn im Jahr 1486 nach Cordoba an den Hof rief. Dort wurde er im Haus des Schatzmeisters Alonso de Quintanilla untergebracht, wo seine Erscheinung Eindruck hinterließ. Zeitgenössische Berichte beschreiben ihn als hochgewachsen, mit sonnengebräunter und sommersprossiger Haut, durchdringenden blauen Augen und rötlichem Haar, das bald unter der Last seiner Ambitionen weiß wurde. Königin Isabella betrachtete Kolumbus' Vorschlag mit vorsichtiger Neugier, während König Ferdinand ihn als unrealistisch abtat. Spanien war in einen kostspieligen Krieg gegen die Mauren verwickelt, sah sich Bedrohungen aus Frankreich gegenüber und kämpfte mit inneren Unruhen. Mit diesen dringenden Problemen konfrontiert, sah Ferdinand keinen Grund, ein riskantes Unternehmen zur Entdeckung neuer Länder oder einer Handelsroute nach China zu unterstützen. Isabella, die sich oft von Ferdinands Logik leiten ließ, besaß jedoch eine visionäre Intuition, die sie von ihm unterschied. Als Kastilierin sah sie die Möglichkeiten, die westliche Expansion bot, während Ferdinand sich weiterhin auf das Mittelmeer konzentrierte. Kolumbus schrieb später: Alle Männer zweifelten, doch der Königin, meiner Herrin, gab Gott den Geist des Verstehens und großen Mutes. Doch selbst sie zögerte. Der Krieg gegen Granada nahm ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch, und sie beauftragte Gelehrtenräte mit der Prüfung von Kolumbus' Plänen. Die meisten wiesen sie als absurd zurück. Einige erklärten sie sogar für ketzerisch. Nur wenige, wie der Marquis von Moya und seine Frau Beatrice de Bobadilla, unterstützten ihn. Doch, wie der Historiker Tacha feststellte, war Kolumbus' wahrer Unterstützer er selbst, ein Mann mit unerschütterlicher Überzeugung, der dem Hof von Stadt zu Stadt, von Belagerung zu Belagerung folgte, bis sein Traum Wirklichkeit wurde. Obwohl sie ihn zuvor abgewiesen hatte, hatte Königin Isabella Kolumbus nicht vergessen. Sie gewährte ihm eine kleine Pension und versprach, seinen Vorschlag zu gegebener Zeit erneut zu prüfen. Im Jahr 1491 wandte er sich erneut an den Hof, doch die Versammlung in Santa Fe war mit der Eroberung Granadas beschäftigt. Ein weiteres Gutachten der Gelehrten wies sein Vorhaben als unrealistisch und sogar gefährlich zurück. Frustriert verließ Kolumbus Santa Fe mit seinem Sohn Diego. Auf seinem Weg machte er Halt im Franziskanerkloster La Rábida, wo der Prior Juan Pérez, ein ehemaliger Beichtvater der Königin, aufmerksam seinen Ausführungen lauschte. Ergriffen von Kolumbus' Entschlossenheit, schrieb Juan Pérez direkt an Isabella. Ihre Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Sie ließ Kolumbus an den Hof zurückrufen und schickte ihm Geld für die Reise und neue Kleidung. »Unser Herr hat die Gebete seines Dieners erhört«, jubelte der Prior. Als Kolumbus erneut auf Isabella traf, stellte er fest, dass ihre Visionen mehr denn je übereinstimmten.
Nun sah er seine Reise nicht mehr nur als wirtschaftliches Unternehmen, sondern als religiöse Mission zur Verbreitung des Christentums jenseits des Atlantiks. In seinem Tagebuch beschrieb er sich sowohl als Entdecker als auch als Missionar, gesandt, um den katholischen Glauben in ferne Länder zu tragen. Er träumte sogar davon, mit den Reichtümern, die er im Osten zu finden hoffte, einen letzten Kreuzzug zur Rückeroberung des Heiligen Grabes zu finanzieren. Als er an den Hof zurückkehrte, war Kolumbus nicht mehr nur ein Bittsteller, sondern ein Mann, der sich seiner göttlichen Bestimmung sicher war. Die Krone, vorsichtig, aber fasziniert, war bereit, Verhandlungen aufzunehmen. Kolumbus blieb in seinen Forderungen unbeugsam und weigerte sich, sich mit weniger zufrieden zu geben, als er für gerecht hielt. Schließlich unterzeichneten Isabella und Ferdinand im April des Jahres 1492 das Abkommen. Kolumbus und seine Erben erhielten den erblichen Titel eines Admirals über alle von ihm entdeckten Länder sowie die Ämter des Vizekönigs und Generalgouverneurs. Ihm wurde ein Zehntel aller entdeckten Reichtümer zugesichert, sowie das Recht, in zukünftige Expeditionen zu investieren und an deren Gewinnen beteiligt zu werden. Mit diesen vertraglich gesicherten Bedingungen war Kolumbus bereit, seine große Reise anzutreten und das Unbekannte im Namen Kastiliens zu beanspruchen. Die Kosten für Kolumbus' Expedition waren bescheiden, weniger als 1000 Pfund in englischem Geld, wobei die Krone den Großteil übernahm. Seine Flotte bestand aus 3 kleinen Schiffen, der Santa Maria, seinem Flaggschiff, sowie der Pinta und der Niña, die von den Brüdern Pinzon kommandiert wurden. Die Bürger von Palos, die gezwungen wurden, die Schiffe als Strafe für ein Vergehen bereitzustellen, betrachteten die Reise mit Furcht und Unheilserwartung. Die Überfahrt über den Atlantik, die am 3. August des Jahres 1492 begann, war von Angst und Unruhe geprägt. Die Besatzung, verängstigt durch unbekannte Gewässer, seltsame Kompassabweichungen und die scheinbar endlose Weite des Ozeans, wurde zunehmend unruhig. Kolumbus, der seine eigenen Ängste verbarg, hielt die Moral mit aufmunternden Worten und gefälschten Routenangaben aufrecht. Mehrmals glaubten sie Land gesichtet zu haben, nur um von Wolken oder Treibgut getäuscht zu werden. Gerade als eine Meuterei unausweichlich schien, erschienen eindeutige Zeichen von Land, und am 12. Oktober ankerten sie vor Guanahani auf den Bahamas. Das Staunen der einheimischen Bevölkerung über die bewaffneten Europäer, die Erkundung neuer Inseln und der Bau einer Festung auf Hispaniola sind anderswo ausführlich dokumentiert. Was hier zählt, ist Kolumbus' triumphale Rückkehr. Die Nachricht von seiner Entdeckung verbreitete sich schnell, und Peter Martyr schrieb an den Erzbischof von Granada: Erinnert euch an Kolumbus, den Ligurier, der behauptete, man könne neue Länder erreichen, indem man nach Westen segelt? Er ist zurückgekehrt mit erstaunlichen Neuigkeiten. Seine Ankunft in Palos am 15. März des Jahres 1493 wurde von einer großen Empfangszeremonie in Barcelona gefolgt. Dort präsentierte er den Monarchen Gold, exotische Vögel, Baumwolle und Einheimische. Er kniete vor ihnen nieder, empfing ihr Lob und wurde zu ihrer Rechten erhoben. Ein Moment höchsten Ruhmes, bewundert in ganz Spanien und Europa. Doch Portugal, verbittert darüber, diese Gelegenheit verpasst zu haben, stellte Spaniens Anspruch in Frage. Um ihr neues Reich zu sichern, suchten Ferdinand und Isabella päpstliche Anerkennung von Alexander VI., um ihre Rechte an den neu entdeckten Gebieten zu festigen. Der Vertrag von Tordesillas im Jahr 1494 legte eine Grenze 370 Leguas westlich der Kapverdischen Inseln fest, wodurch die neue Welt zwischen Portugal und Kastilien aufgeteilt wurde. In der Zwischenzeit stach Kolumbus am 23. September des Jahres 1493 erneut in See, diesmal mit einer weit größeren Flotte von 14 Schiffen und zahlreichen abenteuerlustigen Rekruten, die nach Reichtum suchten.
Im Gegensatz zur ersten Reise zog diese Expedition Adlige und Glücksritter an, die von Gier angetrieben wurden, nicht von wahrer Entdeckerlust. Kolumbus hatte eine grandiose Vision von Ländern voller Gold gezeichnet, doch die Realität sah anders aus. Seine übertriebenen Versprechen führten zu Enttäuschung, und als der sofortige Reichtum ausblieb, wandten sich seine Männer gegen ihn. Als er Hispaniola erreichte, fand er die von ihm zurückgelassene Festung in Trümmern und die Garnison niedergemetzelt vor. Seine Anhänger, auf Rache sinnend, begannen die einheimische Bevölkerung zu unterdrücken und ersetzten anfängliche Großzügigkeit durch Tributforderungen. Das Vertrauen war gebrochen, und was als Kooperation begann, verwandelte sich in Ausbeutung. Bald zwangen die Spanier die Einheimischen zur Zwangsarbeit. Kolumbus, der darum kämpfte, seine Autorität zu bewahren und seine Versprechen an die Krone zu erfüllen, ließ diese Praktiken zu. Der Kreislauf von Eroberung und Unterwerfung verschärfte sich weiter, als die ersten 10 einheimischen Gefangenen nach Spanien geschickt wurden, wo sie in Barcelona als Trophäen präsentiert und mit königlichen Paten getauft wurden. Was einst Bewunderung für die indigene Bevölkerung war, wurde nun zur Versklavung. Kolumbus rechtfertigte die Versklavung der Einheimischen damit, dass es ihrer Bekehrung zum Christentum diene und schwächere Stämme vor den wilden Kariben schütze. Doch bald überwogen wirtschaftliche Zwänge alle moralischen Argumente, er hatte üppige Goldvorkommen versprochen, doch die Jahre vergingen, ohne dass große Schätze gefunden wurden. Währenddessen stiegen die Forderungen nach Versorgungsgütern, und er erkannte das lukrative Potenzial des europäischen Sklavenmarktes. Um seine unzufriedene Kolonie zu beruhigen und seine Unternehmungen zu finanzieren, begann Kolumbus, einheimische Gefangene an seine Männer zu verteilen und Hunderte nach Spanien zu schicken, wo sie in überfüllten Schiffen transportiert wurden, nicht besser behandelt als Vieh. Als Königin Isabella davon erfuhr, war sie empört. Mit welchem Recht maßt sich der Admiral an, meine Vasallen zu verschenken, als wären sie sein Eigentum? Dies sind meine Untertanen unter dem Schutz der Krone, keine bloßen Besitztümer, die nach Belieben gehandelt werden dürfen. Empörte sich Isabella und befahl sofort ihre Rückkehr, indem sie ein königliches Dekret erließ. Im Gegensatz zu Ferdinand, der mehr an Profit als an Gerechtigkeit interessiert war, lehnte Isabella die Sklaverei ab. In den späteren Jahren kämpfte sie fast allein gegen das brutale System, das in der neuen Welt eingeführt wurde. Währenddessen wuchsen die Beschwerden über Kolumbus' harte Herrschaft und seine Vetternwirtschaft. Sein größtes Vergehen in den Augen vieler war, dass er selbst Priester und Adlige zur Arbeit in der neu gegründeten Stadt Hispaniola zwang, die er zu Ehren der Königin, die er am meisten verehrte, Isabella nannte. Kolumbus errichtete eine Siedlung auf Hispaniola, doch das raue Klima, weit verbreitete Krankheiten und die brutale Zwangsarbeit führten zu bitterem Unmut unter den Kolonisten, die ihm die Schuld an ihrem Elend gaben. Obwohl er als Entdecker brillierte, erwies er sich als unfähiger Verwalter. Seine Führung schwankte zwischen übermäßiger Nachsicht und grausamer Strenge. Im Jahr 1500 erreichten Berichte über seine Misswirtschaft Spanien, und Francisco de Bobadilla wurde entsandt, um die Lage zu untersuchen. Entschlossen griff er durch, ließ Kolumbus und seine Brüder verhaften und in Ketten nach Spanien zurückschicken. Gedemütigt, aber trotzig weigerte sich Kolumbus, seine Fesseln abzulegen, bis er vor den Herrschern stand. Sein dramatisches Eintreffen in Cádiz erschütterte das Land, und Königin Isabella, tief bewegt von seinem Leid, empfing ihn mit Güte. Doch obwohl seine Gefangennahme als ungerecht angesehen wurde, waren seine Fehler als Verwalter unbestreitbar. Sein Einfluss schwand. König Ferdinand hegte wenig Sympathie für ihn und sah keine Notwendigkeit mehr, ihn weiter zu unterstützen. Im Jahr 1502 brach Kolumbus zu seiner 4. Reise auf, doch das Unglück verfolgte ihn.
Im Jahr 1504 kehrte er krank und gebrochen nach Spanien zurück, nur um zu erfahren, dass Königin Isabella, seine größte Unterstützerin, gestorben war. Ihr Testament erwähnte ihn nicht, und mit ihr starb auch seine letzte Hoffnung auf königliche Gunst. In einem Brief an seinen Sohn Diego schrieb Kolumbus: Das Wichtigste ist, mit großer Zuneigung und tiefer Hingabe die Seele der Königin, unserer Herrin, Gott anzuvertrauen. Ihr Leben war stets katholisch, heilig und bereit für alle Dinge in seinem heiligen Dienst, und deshalb kann man glauben, dass sie in seiner heiligen Herrlichkeit ist, jenseits der Sorgen dieser rauen und mühevollen Welt. Diese Worte spiegeln seine Desillusionierung wider. Die Welt, von der er einst träumte, war ihm zur Last geworden, und am 20. Mai im Jahr 1506 verschied er still, bekleidet mit dem Habit der Franziskaner. Sein Tod blieb weitgehend unbeachtet. Es gab keine große Trauerfeier, keine Lobpreisungen durch Hofchronisten. Selbst die von ihm entdeckten Länder trugen den Namen eines anderen, Amerigo Vespucci. Doch die Geschichte hat sein Vermächtnis wiederhergestellt. Und wie Tacher schrieb: Er war eine große Persönlichkeit, eine der größten, die je vor den Augen der Menschen wandelten. Kapitel 8: Die Kinder der Königin, die über alle herrschten. Königliche Gewänder, ebenso wie die Kutte eines Mönchs, können die wahre Persönlichkeit verbergen. Historiker zeichnen das Bild von Herrschern oft durch Politik, Moral oder Pracht, doch das wahre Interesse liegt in ihrer Menschlichkeit. Isabella von Kastilien bewahrte stets eine strenge königliche Würde. Als der Admiral von Kastilien Ferdinand mit »Neffe« ansprach, wies sie ihn scharf zurecht. Mein Herr, der König hat weder Verwandte noch Freunde an diesem Hof, denn alle, die vor ihm stehen, sind nichts anderes als seine treuen Diener und ergebenen Untertanen. Spanische Untertanen erwarteten von ihren Herrschern eine Demonstration königlicher Größe. Während andere europäische Monarchen bescheiden lebten, bewunderten die Kastilier königliche Pracht. Selbst der asketische Ximenes de Cisneros achtete auf das Prestige seines Amtes. Der englische Gesandte Roger Machado, der Kastilien im Jahr 1488 besuchte, war von der spanischen Gastfreundschaft beeindruckt. Botschafter wurden dort mit größerer Ehre empfangen als in England. Er beschrieb prächtige Zeremonien und die opulente Kleidung des Königs und der Königin, ihre mit Gold durchwobenen Gewänder, gesäumt mit Zobel und Hermelin, ein Abbild Kastiliens in all seiner königlichen Majestät. Roger Machado wäre heute wohl Modejournalist geworden, so fasziniert war er von Isabellas prächtigen Gewändern. Er rang nach Worten, um ihre extravaganten Juwelen zu beschreiben, goldene und mit Edelsteinen besetzte Rosen an ihrem Hals, ein Band mit Diamanten, Rubinen und Perlen sowie ein Rubin von der Größe eines Tennisballs an ihrem Gürtel. Er schätzte den Wert ihres Outfits auf 200.000 Goldkronen und gab zu, dass sein tatsächlicher Wert jede Vorstellungskraft überstieg. Nach einem glanzvollen Empfang für eine französische Gesandtschaft verbreiteten sich Berichte über ihre Pracht am ganzen Hof. Als Fra Fernando de Talavera, Erzbischof von Granada, sich veranlasst sah, sie zu tadeln, verteidigte Isabella sich entschieden. Sie wies darauf hin, dass ihr Kleid nicht neu sei und betonte ihre Bemühungen, übermäßige Ausgaben am Hof zu begrenzen. Sie hätte hinzufügen können, dass sie einst die Krönungsjuwelen verpfändet hatte, um den Krieg gegen die Mauren zu finanzieren. Ein klares Zeichen dafür, dass für sie Pflicht stets vor Luxus stand. Ihre Prachtentfaltung war ebenso bewusst gewählt wie ihre Strenge. Sie verabscheute Verschwendung und ließ nicht zu, dass mächtige Männer die königlichen Einkünfte missbrauchten. Isabella und Ferdinand führten eine Liste fähiger Höflinge und förderten Verdienste über Geburt. Während Ferdinand für seinen Geiz berüchtigt war, oft mit Heinrich VII. Von England verglichen,
zeigte Isabella mehr Großzügigkeit und erhöhte häufig die Beträge, die sie gemeinsam festgelegt hatten. Im Gegensatz zu ihren kalkulierten politischen Entscheidungen war ihr Glaube aufrichtig. Sowohl Isabella als auch Ferdinand waren strenge Katholiken. Ferdinand besuchte täglich die Messe, bevor er speiste, und am Gründonnerstag diente er 12 seiner ärmsten Untertanen ein Mahl und wusch ihnen die Füße. Isabella betete täglich, las die Stunden wie ein Priester und verband ihre weltlichen Aufgaben mit tiefer spiritueller Hingabe. Königin Isabella wandelte den spanischen Hof grundlegend, ersetzte die Unordnung der Herrschaft ihres Vorgängers durch Würde und Disziplin. Sie genoss höchste Achtung und selbst Höflinge gaben sich in ihrer Gegenwart fromm, obwohl sie zu klug war, sich von solchen Darstellungen täuschen zu lassen. Trotz ihrer tiefen Religiosität wollte sie den Hof nicht in ein Kloster verwandeln und stellte sogar den strengen Asketismus ihrer Berater, wie Fra Fernando de Talavera, in Frage. In einem Brief versicherte sie ihm, dass gesellschaftliche Sitten wie das gemeinsame Speisen von Männern und Frauen altehrwürdige Traditionen seien und keine Neuerungen ihrer Regentschaft. Obwohl sie Stierkämpfe missbilligte, erlaubte sie zunächst, bevor sie später schwor, nie wieder einen zu besuchen. Trotz ihrer Strenge hatte Isabella auch eine sportliche Seite. Sie nahm an der Jagd teil und erlegte einst einen Bären nahe Madrid. Ihre physische und mentale Stärke war legendär. Pulgar berichtete, dass sie selbst während der Geburt keinen Schmerz zeigte. Sie war zudem äußerst verschlossen und zeigte ihre Gefühle nur in Momenten größter Not. Als Ferdinand im Jahr 1492 in Barcelona niedergestochen wurde und zwischen Leben und Tod schwebte, war sie überwältigt von Angst und beschrieb eine Nacht der Sorge als eine Nacht der Hölle. Obwohl Ferdinands Popularität in Barcelona zu Forderungen nach einer grausamen Hinrichtung des Attentäters führte, zeigte Isabella Gnade und ordnete stattdessen eine schnelle Enthauptung an. Ihre Liebe zu Ferdinand wurde mit den Jahren tiefer. In ihrem Testament bat sie darum, in Granada bestattet zu werden, fügte jedoch hinzu, dass sie, sollte Ferdinand sich für eine andere Ruhestätte entscheiden, nach seinem Tod an seiner Seite liegen wolle. Isabella und Ferdinand ruhen gemeinsam in der königlichen Kapelle von Granada, wie sie es sich gewünscht hatte. Doch die tiefe Liebe, die sie ihm schenkte, wurde nie vollständig erwidert. Isabella war anmutig und würdevoll, mit kastanienbraunem Haar und blaugrünen Augen. Ferdinand hatte sie einst begehrt, doch er war eigensinnig und untreu und zeugte mehrere uneheliche Kinder. Isabellas Stolz und ihr starker Wille ließen sie tief unter seiner Untreue leiden, auch wenn die Jahre, die sie mit der Erziehung ihrer Kinder verbrachte, ihr große Freude bereiteten. Ihre größte Hoffnung setzte sie auf ihren einzigen Sohn, Prinz Juan, der im Jahr 1478 in Sevilla geboren wurde. Sie nannte ihn »Mein Engel« und formte seine Ausbildung gezielt auf seine künftige Regentschaft hin. Er hatte einen großen Hofstaat und leitete sogar einen Miniaturstaatsrat, in dem er von erfahrenen Beratern die Kunst der Politik lernte. Dennoch sorgte Isabella dafür, dass er auch eine unbeschwerte Kindheit hatte, indem sie ihn mit gleichaltrigen Jungen umgab, mit denen er lernte und spielte. Seine größte Leidenschaft galt der Musik, ein Erbe seines Großvaters, König Johann II. Von Kastilien. Oft spielte er Instrumente oder sang mit den Chorknaben der königlichen Kapelle. Doch nicht nur Prinz Juan stand im Mittelpunkt ihrer Fürsorge. Isabella widmete sich ebenso intensiv der Bildung ihrer Töchter. Sie verehrte das klassische Wissen und bedauerte, dass Ferdinands frühes Leben als Militär ihm kaum mehr als grundlegende Lesekenntnisse hinterlassen hatte. Während er nie Latein lernte, studierte Isabella die Sprache unter Beatriz de Galindo und gewann die Bewunderung von Gelehrten. Obwohl sie nie völlige Sprachbeherrschung erlangte, konnte sie lateinische Reden verstehen und sogar Briefe für ihren Ehemann übersetzen. Der italienische Diplomat Peter Martyr war von ihren Bemühungen beeindruckt und ermutigte sie,
überzeugt davon, dass sie die Sprache meistern könne, so wie sie es mit vielen anderen getan hatte. Isabella, voller Eifer, die klassische Renaissance nach Kastilien zu bringen, schätzte Gelehrte wie Peter Martyr und ernannte die italienischen Geraldino-Brüder zu Lehrern ihrer Töchter. Ihre zweite Tochter Johanna beeindruckte den flämischen Hof mit ihrer fließenden Beherrschung des Lateins, während ihre jüngste Katharina von Erasmus für ihre umfassende Bildung gelobt wurde. Dennoch umfasste ihre Ausbildung auch traditionelle Fertigkeiten wie Nähen, Spinnen und Stickerei, ein Spiegel von Isabellas eigenen Gewohnheiten. Sie selbst fertigte Ferdinands Hemden an und bewies damit ihre Hingabe sowohl an die königlichen Pflichten als auch an die häuslichen Aufgaben. Mittelalterliche Prinzessinnen waren keine bloßen Zierfiguren, sondern wurden auf politische Rollen vorbereitet. Ihre Ehen waren strategische Allianzen, die den Einfluss ihrer Familie stärken sollten. Ferdinand betrachtete seine Kinder als zentrale Figuren seiner diplomatischen Pläne und knüpfte ein Netz des Friedens, um Frankreich zu schwächen. Kastilien unterstützte seine antifranzösische Politik, verfolgte jedoch auch eigene Interessen: die Expansion nach Süden durch die Eroberung Granadas, die Konkurrenz mit Portugal in der Entdeckung neuer Gebiete und die Aufrechterhaltung der Stabilität im eigenen Reich. Eine fortwährende Herausforderung stellte Portugals Unterstützung für Johanna la Beltraneja dar, die trotz ihres Gelübdes, nach dem Vertrag von Lissabon im Jahr 1479 in ein Kloster einzutreten, immer wieder ihren Anspruch als Königin von Kastilien erneuerte. Obwohl Portugal sie nie offiziell als Herrscherin anerkannte, nutzten sie ihren Namen, um die spanische Politik zu destabilisieren. Da eine militärische Eroberung Portugals nicht möglich war, wandten sich Isabella und Ferdinand der Diplomatie zu und arrangierten im Jahr 1490 die Heirat ihrer ältesten Tochter, ebenfalls Isabella genannt, mit Prinz Alfonso von Portugal. Isabella, die Lieblingstochter des Königspaares, hatte ein sanftes, melancholisches Wesen, das die Königin an ihre eigene Mutter erinnerte. Ihre Ehe mit Alfonso versprach eine enge Verbindung zwischen Kastilien und Portugal und weckte Hoffnungen auf ein geeintes Spanien. Die prunkvollen Feierlichkeiten in Sevilla spiegelten die Freude ihrer Eltern wider, die in dieser Verbindung die Sicherung des Friedens und der Zukunft ihres Reiches sahen. Doch im Herbst des Jahres 1490, nachdem Prinzessin Isabella nach Portugal gereist war, wurde aus der Hoffnung auf Glück eine Tragödie. Nur wenige Monate nach der Hochzeit verstarb ihr Ehemann und sie kehrte nach Kastilien zurück, um in tiefer Trauer Trost in der Einsamkeit zu suchen. Als König Johann von Portugal im Jahr 1495 verstarb, begehrte sein Nachfolger, König Emanuel, ihre Hand. Trotz der Zustimmung ihrer Eltern weigerte sich Isabella standhaft und entschied sich, Witwe zu bleiben. Königin Isabella schrieb an ihren Botschafter in England: Wir müssen euch mitteilen, dass die Prinzessin, unsere Tochter, fest entschlossen ist, nicht wieder zu heiraten. Daher sind wir gezwungen, Doña Maria dem König von Portugal zur Ehe anzubieten. Doch Emanuel war nicht bereit, Maria zu heiraten, solange Isabella unverheiratet blieb. Letztlich würde das Schicksal darüber entscheiden. Während die Allianz mit Portugal ungewiss blieb, konzentrierten sich Ferdinand und Isabella darauf, eine Heirat für ihren Sohn und Thronfolger, Prinz Juan, zu arrangieren, stets mit dem Ziel, Frankreichs wachsenden Einfluss einzudämmen. Jahrelang wurde über Prinz Juans zukünftige Braut debattiert. Zunächst versuchten Ferdinand und Isabella, Navarra zu sichern, indem sie ihn mit Prinzessin Katharina, der jungen Königin des Reiches, vermählten. Doch ihre Mutter, Madeleine von Valois, bevorzugte eine französische Verbindung und Navarra geriet unter französischen Einfluss. Spanien musste warten. Doch Jahre später würde Ferdinand den südlichen Teil Navarras mit Gewalt nehmen.
Eine weitere Möglichkeit war Anne von Bretagne, die Erbin eines strategisch bedeutenden Herzogtums, das Frankreich seit langem beunruhigte. Spanien hoffte, sie gegen Frankreich einzusetzen, doch die französische Regentin Anne de Beaujeu arrangierte ihre Ehe mit König Karl von Frankreich, wodurch die Bretagne endgültig in französischen Besitz überging. Diese Niederlage brachte jedoch eine unerwartete Gelegenheit. Karl war mit Margarete von Habsburg, der Tochter von Kaiser Maximilian, verlobt gewesen, die seit ihrer Kindheit in Frankreich erzogen worden war. Als Karl die Verlobung löste, um Anne von Bretagne zu heiraten, wurde Margarete gedemütigt und nach Hause zurückgeschickt. Maximilian, entschlossen, Frankreich für diese Schmach zu bestrafen, begrüßte ein Bündnis mit Spanien. So wurde eine doppelte Hochzeit arrangiert. Prinz Juan sollte Margarete von Habsburg heiraten, während Johanna, die zweite Tochter der spanischen Monarchen, Philipp, den Erzherzog von Österreich und Erben Maximilians, ehelichen sollte. Diese Verbindungen stärkten Spaniens Bündnis mit den Habsburgern und formten die politische Zukunft Europas. Mit großer Sorge verabschiedete sich Königin Isabella von ihrer Tochter Johanna, die nach Flandern reiste, um Philipp, den Erzherzog von Österreich, zu heiraten. Johanna, trotz ihrer sorgfältigen Erziehung, hatte eine unberechenbare Natur, klug und schlagfertig, doch ebenso launenhaft und impulsiv. Isabella fragte sich, wie sie sich an einem ausländischen Hof voller Ausschweifung und politischer Intrigen behaupten würde. Würde sie in ihrem Glauben standhaft bleiben? Würde sie ihre Eifersucht bezähmen können, falls Philipp, bekannt für seinen Charme, untreu würde? Die Königin konnte nur hoffen. Wochen des bangen Wartens vergingen, bis schließlich Nachricht eintraf. Johanna hatte Flandern sicher erreicht, nachdem Stürme ihre Flotte gezwungen hatten, Zuflucht in England zu suchen, wobei mehrere Schiffe verloren gegangen waren. Kurz darauf, im März des Jahres 1497, erreichte Margarete von Österreich, Philipps Schwester und die zukünftige Braut von Prinz Juan, Spanien, ebenfalls nach einer gefährlichen Reise. Ihre lebhafte Art und ihre von Frankreich geprägten Umgangsformen standen in scharfem Kontrast zur strengen Etikette des spanischen Hofes, doch man hoffte, dass Jugend und Liebe die Unterschiede überbrücken würden. Das Königreich feierte, als Prinz Juan und Margarete ihre Hochzeitsreise antraten, eine prunkvolle Reise durch Spanien. Gleichzeitig hatte Prinzessin Isabella ihre Trauer endlich überwunden und willigte ein, König Emanuel von Portugal zu heiraten, unter der Bedingung, dass er die Juden aus seinem Reich vertrieb. Die Hochzeit fand in der Grenzstadt Alcántara statt, und für einen kurzen Moment schien Spanien auf dem Höhepunkt seiner Größe. Doch die Freude währte nicht lange. Mitten in den Feierlichkeiten erreichte eine schreckliche Nachricht den Hof. Prinz Juan war in Salamanca an einem schweren Fieber erkrankt. König Ferdinand eilte an sein Krankenbett, doch es war zu spät. Am 4. Oktober des Jahres 1497, im Alter von nur 19 Jahren, verstarb der Erbe Spaniens. Sein Tod war ein verheerender Schlag, sowohl persönlich als auch politisch. Spanien versank in Trauer, Kaufleute schlossen ihre Läden für 40 Tage und Adlige kleideten ihre Pferde in Schwarz. Die Hoffnungen auf einen Erben wurden endgültig zunichte gemacht, als seine junge Witwe, von Schmerz gebrochen, später eine totgeborene Tochter zur Welt brachte. Die Träume, die Isabella und Ferdinand für ihren Sohn und die Zukunft Spaniens gesponnen hatten, waren in einem einzigen Moment zerfallen. Mit dem Tod von Prinz Juan ging die Thronfolge auf seine Schwester, Königin Isabella von Portugal, über. Anfang des Jahres 1498 reisten sie und ihr Ehemann nach Toledo, um die Huldigung der kastilischen Cortés entgegenzunehmen. Doch die aragonesischen Cortés weigerten sich, ihren Anspruch anzuerkennen, da sie ihre Treue allein König Ferdinand und seinen männlichen Erben geschworen hatten. Der Konflikt wurde erst beigelegt,
als die junge Königin im August desselben Jahres einen Sohn, Miguel, zur Welt brachte. Ein Kind, in dessen kleinen Händen sich die Kronen von Kastilien, Aragon und Portugal vereinten. Für einen kurzen Moment schien Spaniens lange gehegter Traum von Einheit greifbar nahe. Doch diese Hoffnung wurde jäh zerstört, als Isabella, Königin von Portugal, kurz nach der Geburt verstarb und der kleine Miguel, schwach und kränklich, kaum 2 Jahre lebte. 3 verheerende Verluste innerhalb von 3 Jahren: ihr Sohn, ihre Tochter und der Enkel, in dem sie neuen Trost gefunden hatte. Bernaldez schrieb: Der erste Schmerz, der die Seele der Königin durchbohrte, war der Tod des Prinzen. Der zweite war der Tod Doña Isabellas, ihrer geliebten ältesten Tochter. Der dritte war der Tod ihres Enkels Don Miguel, in dem sie Hoffnung gefunden hatte. Von jenem Moment an lebte die tugendhafte Königin Isabella ohne Freude, und sowohl ihre Tage als auch ihre Gesundheit schwanden dahin. Kapitel 9: Der Kampf um Italien. Spanien trauerte um seine Verluste, doch sein Einfluss in Europa war stärker denn je. Die Vereinigung von Kastilien und Aragon, die Eroberung der Mauren, die Unterdrückung der Häresie und die Entdeckung neuer Länder hatten Spanien zur dominierenden Macht gemacht. Währenddessen prägte König Ferdinands Diplomatie weiterhin die Außenpolitik. In seinem frühen Kampf gegen Frankreich hatte Ferdinand versucht, Roussillon und Cerdagne zurückzuerobern und den französischen Einfluss in Navarra zu begrenzen, war jedoch vom gerissenen König Ludwig XI. Überlistet worden. Als Ludwigs Sohn, Karl VIII., den Thron bestieg, fehlte ihm das politische Geschick seines Vaters. Geistig und körperlich schwach, träumte Karl von einem großen Kreuzzug zur Rückeroberung Jerusalems und vernachlässigte dabei die praktischen Belange seines Königreichs. Diese Ambition wurde von Ludovico Sforza, dem Herrscher von Mailand, ausgenutzt, der einen Angriff aus Neapel fürchtete. Die italienischen Staaten Mailand, Neapel, Venedig, Florenz und das Papsttum hatten lange daran gearbeitet, ausländische Einmischung zu verhindern und ein Gleichgewicht der Kräfte zu wahren. Doch die Spannungen zwischen Mailand und Neapel eskalierten. Der rechtmäßige Herzog von Mailand, Gian Galeazzo Sforza, wurde von seinem Onkel Ludovico gefangen gehalten, während seine Ehefrau Isabella von Neapel verzweifelte Hilferufe an ihre Familie sandte. Ludovico, besorgt über einen möglichen Angriff Neapels, suchte Unterstützung aus Frankreich. Er ermutigte Karl VIII., den alten angevinischen Anspruch auf Neapel wiederzubeleben und das Königreich als entscheidenden Schritt für seinen Kreuzzug zu betrachten. Dies bereitete die Bühne für einen großen Konflikt in Italien, während Frankreich sich ahnungslos darauf vorbereitete, nach Süden zu marschieren. Unter den wachsamen Augen Ferdinands von Spanien, der auf seine Chance wartete, einzugreifen. Ludovico überzeugte Karl mit den Worten: Wenn ihr meinem Rat folgt, werde ich euch helfen, größer als Karl der Große zu werden, denn sobald ihr das Königreich Neapel erobert habt, werden wir leicht den Türken aus Konstantinopel vertreiben. König Karl VIII. Von Frankreich ignorierte die Warnungen erfahrener Berater und, getrieben von Ruhmessucht, begann er seinen Feldzug zur Eroberung Neapels. Um Frieden mit benachbarten Mächten zu sichern, machte er strategische Zugeständnisse, darunter die Rückgabe von Roussillon und Cerdagne an Spanien im Vertrag von Barcelona im Januar 1493. König Ferdinand von Spanien stimmte im Gegenzug einem vorübergehenden Bündnis zu, hielt aber seine Treue zum Papst aufrecht. Im September 1494 überschritt Karl die Alpen mit einer modernen, gut ausgerüsteten Armee, die Schweizer und deutsche Söldner sowie hochmobile Artillerie umfasste. Italien, das an langsame, veraltete Waffen gewöhnt war, war auf die Schnelligkeit und Feuerkraft der französischen Truppen nicht vorbereitet.
Zunächst wurde die Bedrohung durch Frankreich in Neapel nicht ernst genommen. Doch als Karl mühelos nach Süden vorrückte, brach Panik aus. König Alfons II. Erkannte zu spät, dass die Warnungen Mailands berechtigt waren und verbündete sich mit dem Papst und Florenz. Doch seine Bemühungen scheiterten. Innerhalb weniger Monate fegte Karl nahezu ungehindert durch Italien. Im Februar 1495 erreichte er Neapel, wo Alfons zugunsten seines Sohnes Ferrante II. Abdankte. Der Versuch des jungen Königs, Widerstand zu leisten, brach zusammen und er floh nach Sizilien. Am 22. Februar zog Karl triumphierend in Neapel ein, ließ sich zum König von Neapel und Jerusalem sowie zum Kaiser des Ostens krönen. Sein Sieg war beinahe mühelos errungen worden. Selbst Papst Alexander VI. Bemerkte, dass die Franzosen nur hölzerne Sporen und Kreide gebraucht hätten, um ihr neues Reich zu erobern, da die italienische Verteidigung ohne einen ernsthaften Kampf zusammengebrochen war. Das leichte Spiel, das König Karl VIII. Bei seiner Eroberung hatte, schockierte Italien. Doch Historiker wie Guicciardini und Machiavelli erkannten die Ursachen deutlich. Die italienischen Kriege waren zu reinen Strategiespielen verkommen, geführt von Söldnerheeren unter Condottieri, die ihre eigene Sicherheit über den Sieg stellten. Schlachten waren größtenteils blutlos, Belagerungen mangelhaft ausgeführt und Winterfeldzüge wurden grundsätzlich vermieden. Dadurch war Italien auf die gnadenlose und effiziente Kriegsführung der Franzosen nicht vorbereitet. Die Neapolitaner, die lange unter Tyrannen wie König Ferrante I. und König Alfons II. Gelitten hatten, hegten keine große Loyalität zu ihren Herrschern. Als Karl ankam, empfingen sie ihn als Befreier. Aus Angst vor ihrer eigenen Dynastie waren sie bereit, jede Veränderung zu akzeptieren. Doch die Franzosen verschwendeten ihren Erfolg rasch. Comines beobachtete, dass die Italiener die Franzosen zunächst für Heilige hielten, sie jedoch bald wegen ihrer Härte und ihres tyrannischen Auftretens verabscheuten. Karl gab sich dem Vergnügen hin, anstatt sein Reich zu sichern, während seine Soldaten die Bevölkerung mit hohen Steuern und Arroganz unterdrückten. Schon bald sehnten sich die Menschen nach Ferrante zurück, der im Exil auf Sizilien war. Die Furcht vor der französischen Expansion breitete sich über Neapel hinaus aus. Ludovico Sforza, der Karl ursprünglich nach Italien eingeladen hatte, betrachtete ihn nun als Bedrohung, insbesondere da Ludwig, Herzog von Orléans, aufgrund seiner Visconti-Abstammung einen Anspruch auf Mailand hatte. Ludovico erkannte seinen Fehler und schloss sich mit Venedig und dem Papst zusammen, um die Franzosen zu vertreiben. Während Kaiser Maximilian trotz seiner Bedenken gegenüber der französischen Dominanz zögerte, sich zu engagieren, trat Spanien als führende Macht des Widerstands auf. Ferdinand hatte nie ernsthaft vorgehabt, die Ambitionen Karls VIII. Zu unterstützen. Nachdem er Roussillon und Cerdagne gesichert hatte, hatte er keinen Grund mehr, seine Versprechen einzuhalten. Als der französische König ihn an ihre Vereinbarung erinnerte, distanzierte sich Ferdinand geschickt. Er lobte die Idee eines Kreuzzugs, verurteilte jedoch die Invasion Neapels als Angriff auf ein päpstliches Lehen, ein geschicktes Argument, mit dem er seine Allianz mit Frankreich aufkündigen konnte. Guicciardini bemerkte, dass Ferdinand die seltene Gabe besaß, selbstsüchtige Handlungen als edle Unternehmungen erscheinen zu lassen. Sein Widerstand gegen Frankreich verschaffte ihm die Gunst von Papst Alexander VI., der ihm und Königin Isabella den Titel katholische Könige verlieh, zusätzliche Einnahmen zusprach und ihnen die Souveränität über große Teile Nordafrikas gewährte. Im März 1495 spielte Ferdinand eine Schlüsselrolle bei der Gründung der Diga von Venedig, die das Heilige Römische Reich, Spanien, Rom, Mailand und Venedig gegen Karl vereinte. Der Plan sah spanische Verstärkungen für Ferrante II. In Sizilien,
einen venezianischen Angriff auf neapolitanische Küstenstädte und Mailands Blockade der Alpen vor, um weitere französische Invasionen zu verhindern. Karl, der in Neapel untätig verweilte, war von diesem Bündnis völlig überrascht. Seine Kreuzzugsträume aufgebend, floh er im Mai 1495 mit 10.000 Mann nach Norden und überließ dem Grafen von Montpensier und Stuart d'Aubigny die Verteidigung Neapels. Bei Fornovo entkam er nur knapp einem Angriff der Mailänder und Venezianer, doch seine gesamte Ausrüstung und Schatzkammer fielen in die Hände der Feinde. Seine einst glorreiche Eroberung zerfiel rasch. Ferrante, unterstützt von einem spanischen Heer unter Gonsalvo de Cordova, landete in Neapel und trotz des Widerstands von d'Aubigny eroberte er große Teile seines Königreichs zurück. Im Juli 1496 wurde Ferrante in Neapel wieder als König empfangen, während Montpensier, von Frankreich im Stich gelassen, zur Kapitulation gezwungen wurde. Die französische Invasion Italiens mag wie ein flüchtiges Ereignis gewirkt haben, doch ihre Folgen waren tiefgreifend. Obwohl das Gleichgewicht der Mächte unter den italienischen Staaten vorübergehend wiederhergestellt wurde, hatte die Invasion Italiens Verwundbarkeit offenbart. Von diesem Moment an sollten ausländische Mächte immer wieder in die italienischen Angelegenheiten eingreifen, womit die Epoche der modernen europäischen Geschichte begann. Ludovico Sforzas übertriebene Selbstsicherheit führte bald zu seinem eigenen Untergang. Im April 1498 starb König Karl VIII. Und sein Nachfolger, König Ludwig XII., erhob sofort Ansprüche auf sowohl Neapel als auch Mailand. Venedig, das auf territorialen Zugewinn hoffte, stellte sich auf die Seite Frankreichs, während Papst Alexander VI., der die Macht seiner Familie in der Romagna ausbauen wollte, sich ebenfalls mit den Franzosen verbündete. Infolgedessen wurde Ludovico im April 1500 gefangen genommen und verbrachte den Rest seines Lebens in französischer Haft. Unterdessen neigte sich auch die aragonesische Herrschaft in Neapel dem Ende zu. Ferrante II. Starb im Jahr 1496 und sein Onkel Federigo übernahm den Thron. Verzweifelt suchte er Unterstützung in Spanien, doch König Ferdinand erkannte seine Chance und verhandelte stattdessen direkt mit König Ludwig XII. Ferdinand betrachtete Neapel als sein rechtmäßiges Erbe, das ungerechtfertigt einer illegitimen Linie zugesprochen worden war. Seine frühere Unterstützung für Ferrante II. War nur ein taktischer Schachzug gewesen, um die französischen Truppen unter König Karl VIII. Zu vertreiben. Nun verfolgte er eine neue Strategie. Er schlug eine Teilung Neapels mit Frankreich vor. Im November 1500 unterzeichneten Spanien und Frankreich den Teilungsvertrag von Granada, der Federigos Schicksal besiegelte. Als dieser in seiner Verzweiflung die Osmanen um Hilfe bat, verurteilte Papst Alexander VI. Ihn als Verräter des Christentums. Der letzte Vorwand, um ihn endgültig abzusetzen. Der Vertrag von Granada teilte Neapel zwischen Frankreich und Spanien auf. König Ludwig XII. Erhielt den nördlichen Teil mit der Stadt Neapel, während König Ferdinand Kalabrien und Apulien kontrollierte. König Federigo, der sich der Übermacht nicht widersetzen konnte, ergab sich und zog sich mit dem Titel Herzog von Anjou nach Frankreich zurück. Machiavelli verspottete König Ludwig XII. Für seine Entscheidung, Neapel mit einem Rivalen zu teilen, und bezeichnete sie als törichte Handlung. Tatsächlich hatte Spanien in diesem Abkommen mehrere Vorteile, insbesondere seine starke Marinepräsenz im Mittelmeer und die Kontrolle über Sizilien, das als strategische Basis diente. Die Vereinbarung zerbrach schnell an Streitigkeiten über Grenzen, Steuern und lokale Rivalitäten. Bereits im Jahr 1502 befanden sich Spanien und Frankreich erneut im Krieg, und die Kämpfe in Neapel dauerten 2 Jahre lang an. Obwohl dieser Konflikt in erster Linie aragonesische Interessen verfolgte,
markierte er Spaniens zunehmende Rolle in den europäischen Machtkämpfen. Die spanischen Soldaten, die in den Guerillakriegen der Granada-Kampagne ausgebildet worden waren, kamen mit dem gebirgigen Terrain Neapels hervorragend zurecht. Der Schlüssel zum Sieg jedoch lag in der Führung von Gonzalvo de Córdoba, der als El Gran Capitán bekannt wurde. Während die Franzosen mit erfahrenen Kommandanten wie d'Aubigny und dem legendären Ritter Bayard aufwarteten, konnte keiner mit Gonsalvos militärischer Brillanz mithalten. Er verband traditionelle spanische Kampftaktiken mit neuen Infanteriemanövern, die von den Schweizern inspiriert waren, und formte so eines der effektivsten Heere Europas. Bis zum Jahr 1504 hatte Spanien die Franzosen vollständig aus Neapel vertrieben, was Ferdinands größten militärischen Triumph darstellte und den Grundstein für eine lang anhaltende Rivalität zwischen Spanien und Frankreich legte. Gonzalvo de Córdoba vereinte den Charme eines Höflings mit der Weisheit eines Staatsmannes und der Disziplin eines erfahrenen Feldherrn. Er war bekannt für seinen Mut und seine besonnene Urteilsfähigkeit, stets zwischen kühnen Angriffen und strategischer Vorsicht balancierend. Sein schnelles Denken und seine ritterliche Haltung, wie etwa das Angebot, die Garderobe seiner Frau Königin Isabella zu schenken, nachdem ihr Zelt durch ein Feuer zerstört worden war, machten ihn zu einem Vorbild der höfischen Etikette. Doch er war auch ein Pragmatiker, der glaubte, dass ein General den Sieg um jeden Preis erringen müsse und erst danach für mögliche Fehltritte Wiedergutmachung leisten könne. Gonsalvo äußerte einst: Ein Feldherr muss den Sieg erringen, gleich ob mit Recht oder Unrecht. Danach kann er den Schaden 10-fach wiedergutmachen. Obwohl Gonsalvo für seine Ehre bekannt war, brach er Versprechen, wenn es die Umstände erforderten. Während er einst Geschenke an ehemalige Verbündete zurückgab, bevor er gegen sie kämpfte, verletzte er sein Wort, als er den jungen Herzog von Kalabrien gefangen nahm, nachdem er ihm zuvor die Freiheit zugesichert hatte. Doch seine unerschütterliche Loyalität gegenüber König Ferdinand hob ihn in einer Zeit hervor, in der viele Generäle ihre Loyalität für Reichtum oder Macht wechselten. Ferdinand, stets vorsichtig und berechnend, vertraute auf Gonsalvos Fähigkeiten, fürchtete jedoch dessen wachsende Popularität. Er gewährte ihm nur minimale Verstärkungen und finanzielle Mittel, in der Überzeugung, dass sein General auch mit wenigen Ressourcen Siege erringen konnte. Dieses Misstrauen entsprang Ferdinands eigener Natur. Er war ein Meister der Täuschung und fürchtete ständig, selbst überlistet zu werden. Sein begrenzter Staatsschatz zwang ihn zur Sparsamkeit, so dass er jede Münze sorgfältig einsetzte, um Spaniens wachsenden Einfluss zu sichern. Mit Kriegen, Bündnissen und Entdeckungen, die seine ständige Aufmerksamkeit forderten, arbeitete Ferdinand unermüdlich daran, Spaniens Dominanz zu festigen. Er wusste, dass jeder Fehler seinen Rivalen, insbesondere Portugal und Frankreich, die Gelegenheit geben würde, Spanien in Macht und Einfluss zu überholen. Seine unermüdliche Diplomatie zielte darauf ab, Spanien an der Spitze der europäischen Politik zu halten, auch wenn die rasche Expansion des Reiches bald eigene Herausforderungen mit sich bringen würde. Im Jahr 1500 wurde das tragische Muster der portugiesischen Königsehen durchbrochen, als Maria, die dritte Tochter von Ferdinand und Isabella, König Emanuel heiratete. Ihre jüngste Tochter, Katharina, folgte ihr ein Jahr später und heiratete Arthur, Prinz von Wales. Seit ihrer Kindheit verlobt, wurde Katharina lange Zeit als Prinzessin von Wales bezeichnet und ihre Ehe war Teil des antifranzösischen Bündnisses zwischen England und Spanien. Nach endlosen Verhandlungen über ihre Mitgift und die Größe ihres Haushalts brach sie schließlich nach England auf. Heinrich VII. Versicherte ihren Eltern, dass sie in ihm einen zweiten Vater finden würde. Doch Arthurs plötzlicher Tod ließ die junge Katharina,
noch nicht einmal 17 Jahre alt, als Witwe in einem fremden Land zurück. Ihr weiteres Schicksal wurde Gegenstand finanzieller Auseinandersetzungen, doch bald wurde sie Arthurs jüngerem Bruder Heinrich versprochen. Hätte sie die Zukunft vorhergesehen, hätte sie sich womöglich anders entschieden. Währenddessen versuchte Spaniens Botschafter de Puebla, Schottland von Frankreich zu entfremden, indem er König Jakob IV. Eine spanische Braut anbot. Da jedoch alle königlichen Töchter bereits verheiratet oder versprochen waren, schlug er Ferdinands uneheliche Tochter vor und hoffte, ihre Geburt zu verschleiern. Ferdinand verwarf diesen Plan als unpraktisch und riet seinem Gesandten stattdessen, nur vage Andeutungen zu machen, um Spannungen zwischen Schottland und Frankreich zu schüren. Letztlich heiratete Jakob Margarete Tudor, die Schwägerin Katharinas von Aragon. Eine größere Herausforderung kam aus Ferdinands eigener Familie. Nach dem Tod von Prinz Miguel im Jahr 1500 fiel die Thronfolge an Johanna, Erzherzogin von Österreich. Die Geburt ihres Sohnes sicherte zwar kurzfristig die Stabilität, doch ihre neue politische Bedeutung brachte Schwierigkeiten mit sich. Johannas Ehe mit Philipp von Österreich war von Beginn an problematisch gewesen. Sein sorgloses, untreues Wesen kollidierte mit ihrer tiefen Eifersucht und emotionalen Ausbrüchen, sodass der flämische Hof bald von ständigen Spannungen geprägt war. Johannas heftige Emotionen und ihre schwierige Ehe hatten ernste politische Folgen. Sie war nicht nur Braut, sondern auch spanische Gesandte in Flandern, doch ihr unberechenbares Verhalten und Philipps wachsende Abneigung gegen Spanien verschärften die Spannungen. Philipp, der sich kaum für spanische Traditionen interessierte und stark vom französischen Einfluss geprägt war, distanzierte sich zunehmend von seinen Schwiegereltern. Fuensalida, Spaniens Botschafter, drängte darauf, dass Philipp und Johanna Kastilien besuchen sollten, bevor sich Philipps rücksichtslose Gewohnheiten endgültig verfestigten. Ferdinand und Isabella unterstützten diese Idee in der Hoffnung, Ordnung in die Situation zu bringen. Johanna, die mal sehnsüchtig an ihre Heimat dachte, mal gleichgültig oder trotzig auf spanische Gesandte reagierte, war eine unberechenbare Figur. Ihre Eifersucht und ihr verletzter Stolz schienen ihre gesamte Vernunft zu ersticken. Philipp und Johanna erreichten Spanien im Jahr 1502, um von den kastilischen Corts offiziell anerkannt zu werden. Nachdem dies geschehen war, drängte Philipp auf eine baldige Rückkehr nach Flandern, möglichst über Frankreich, wo er stets freundlich empfangen wurde. Seine politischen Ambitionen gerieten in Konflikt mit Ferdinands Interessen und Misstrauen vergiftete die Beziehungen innerhalb der königlichen Familie. Johanna, hochschwanger und nicht reisefähig, fürchtete, Philipp würde sie zurücklassen und fühlte sich in Kastilien gefangen. Trotz ihrer verzweifelten Bitten verließ Philipp das Land im Dezember desselben Jahres. Ihre Verzweiflung wuchs, und selbst die Geburt ihres Sohnes Ferdinand im März des darauffolgenden Jahres brachte ihr keinen Trost. Als Philipp später schrieb und sie zur Rückkehr nach Flandern drängte, befand sich Spanien im Krieg mit Frankreich, was die Reise gefährlich machte. Isabella, schwer krank in Segovia, flehte ihre Tochter an, nicht unüberlegt zu handeln. Doch Johanna, überzeugt davon, dass sie gefangen gehalten wurde, versuchte eines Abends zu Fuß zu fliehen, begleitet von verängstigten Hofdamen. Der Bischof von Burgos, der mit ihrer Bewachung beauftragt war, ließ die Stadttore verriegeln. Verzweifelt befahl Johanna, die Tore zu öffnen, doch als ihre Autorität nicht ausreichte, begann sie zu flehen. Als auch das nichts bewirkte, weigerte sie sich, in den Palast zurückzukehren und verbrachte die kalte Nacht im Freien. Erst als am nächsten Morgen königliche Boten eintrafen, stimmte sie zu, in einer nahegelegenen Hütte Zuflucht zu suchen, fest entschlossen, Spanien zu verlassen. Am zweiten Abend, trotz ihrer schweren Krankheit, reiste Königin Isabella nach Medina del Campo, um ihre Tochter zur Vernunft zu bringen. Johanna empfing sie mit Wut und Respektlosigkeit. Königin Isabella sagte: Sie sprach mit einer solchen Respektlosigkeit,
so ganz anders, als es einer Tochter gegenüber ihrer Mutter gebührt, dass ich, hätte ich ihren verwirrten Geisteszustand nicht erkannt, dies keinen Augenblick geduldet hätte. Schließlich kehrte Johanna in den Palast zurück, doch ihr Verhalten ließ keinen Zweifel an ihrem labilen Gemütszustand. Isabella, sich ihrer eigenen schwindenden Kräfte bewusst, fürchtete um die Zukunft Kastiliens unter einer so unberechenbaren Herrscherin. Peter Martyr schrieb: Verfluchte Frucht des Baumes, der sie trug, unheilvolles Saatgut des Landes, das sie gebar. Diese Tochter war der Fluch ihrer Mutter. Im Frühjahr des Jahres 1504 segelte Johanna nach Flandern, und Isabella, die die Skandale, die folgen würden, bereits erahnte, verabschiedete sich mit schwerem Herzen. Schwach und erschöpft wandte sie sich zunehmend dem Gebet zu, doch ihr Königreich blieb stets in ihren Gedanken. Kapitel 10 – Der letzte Wunsch der Königin, die die Zukunft prägte. Im Jahr 1503, als Ferdinand nach Norden zog, um die Grenzen zu verteidigen, erwachte Isabellas alter kämpferischer Geist. Sie organisierte Truppen in Segovia und sorgte für ihre Ausrüstung. Doch der Triumph über die Franzosen ließ ihr Gewissen nicht ruhen. Die fliehenden französischen Truppen. Es sind doch Christen, unsere Brüder im Glauben, die verzweifelt für das kämpfen, was sie als ihr rechtmäßiges Erbe betrachten. Wie können wir uns an ihrem Leid erfreuen? Sie drängte Ferdinand, das Blutvergießen zu beenden, und bald darauf stimmte Ludwig XII. Einem Waffenstillstand zu. Während Spanien die Siege in Neapel feierte, verschlechterte sich Isabellas Gesundheit. Sie und Ferdinand erkrankten im Sommer 1504, doch während er sich erholte, wurde sie schwächer. Peter Martyr schrieb: Wir sitzen den ganzen Tag voller Trauer im Palast und erwarten zitternd die Stunde, in der Religion und Tugend mit ihr von dieser Erde scheiden werden. Sich ihres nahenden Endes bewusst, bat Isabella ihre Untertanen, nicht für ihr Leben, sondern für ihre Seele zu beten. Am 12. Oktober unterzeichnete sie ihr Testament und ordnete ihre schlichte Bestattung in Granada an. Meine Zeit ist gekommen, doch meine Pflicht gegenüber Kastilien endet nicht mit meinem letzten Atemzug. Ich soll in Granada ruhen, ohne Pomp und Prunk, denn ich bedarf keiner irdischen Pracht im Tod. Das Geld, das mein Grab hätte schmücken können, soll stattdessen einem höheren Zweck dienen. 12 mittellose Mädchen erhalten eine Mitgift, um ihre Zukunft zu sichern, und christliche Gefangene in Afrika sollen aus der Knechtschaft befreit werden. Möge mein Tod ihnen Freiheit bringen. Meinem geliebten Ferdinand, meinem Gefährten in der Herrschaft und in der Liebe, hinterlasse ich nicht nur das Königreich, das wir gemeinsam aufgebaut haben, sondern auch ein Zeichen meiner Zuneigung, meine Juwelen als Symbol unseres gegenseitigen Vertrauens und unserer Treue. Erinnere dich meiner nicht in Trauer, sondern in den Triumphen, die wir für Spanien errungen haben. Ich erkläre meine Tochter Johanna zu meiner rechtmäßigen Nachfolgerin, doch sie und Philipp sollen Ferdinands Rat folgen. Sollte sie unfähig oder abwesend sein, so möge Ferdinand in ihrem Namen regieren, bis unser Enkel Karl mündig ist. Dies ist der Weg zur Stabilität Kastiliens. Es soll bekannt sein, dass Gibraltar niemals von der Krone getrennt werden darf, noch sollen fremde Macht in meinen Ländern ausüben. Die Alcabala-Steuer soll mit Gerechtigkeit geprüft werden und neue Gesetze müssen geschrieben werden, um die Würde und die Rechte der Ureinwohner in der neuen Welt zu schützen. Ich verlasse diese Welt nicht nur als Königin, sondern als Dienerin Gottes und als Hüterin Kastiliens. Möge mein letzter Wille mit derselben Entschlossenheit erfüllt werden, die mein Leben geformt hat, damit Kastilien stark und gerecht bleibt, lange nachdem ich gegangen bin. Selbst in ihren letzten Tagen blieb Isabella eine Herrscherin, die die Fäden der Regierung in ihren schwachen Händen hielt, um die Stabilität Kastiliens über ihren Tod hinaus zu sichern. Peter Martyr schrieb: Meine Hand zittert und fällt kraftlos an meiner Seite nieder, schwer vor Trauer.
Die Welt hat ihr edelstes Juwel verloren, ein Licht, das die Tugend in ihrer reinsten Form erleuchtete. Sie war der Spiegel jeder Tugend, der unerschütterliche Schild der Unschuldigen und das rächende Schwert gegen die Bösen. Mit ihrem Dahinscheiden gewinnt der Himmel, was die Erde verloren hat. Eine Herrscherin ohnegleichen, deren Gerechtigkeit und Gnade niemals ersetzt werden. Ferdinands Proklamation an die Bürger von Madrid. Es hat unserem Herrn gefallen, die erhabenste Königin Doña Isabella, meine innigst geliebte und geschätzte Gemahlin, zu sich zu rufen. Ihr Verlust ist der größte Schmerz, den mir diese Welt zufügen konnte. Doch in ihrem Tod, wie in ihrem Leben, blieb sie standhaft in ihrem Glauben, heilig und entschlossen in ihrer Hingabe. Und so, obwohl wir trauern, können wir auch glauben, dass sie in die ewige Herrlichkeit unseres Herrn aufgenommen wurde. Ein Reich, das weit größer und beständiger ist als jedes auf dieser Erde. Am Tag nach ihrem Tod verließ der Leichenzug Medina del Campo in Richtung Granada, begleitet von einem Sturm, wie ihn das Land noch nie erlebt hatte. Peter Martyr, der die Prozession begleitete, beschrieb, wie sich die Himmel öffneten und sintflutartige Regenfälle niedergingen, sodass Reiter in Straßengräben Schutz suchen mussten, während ihre Maultiere erschöpft und verängstigt zu Boden sanken. Nicht ein einziger Sonnenstrahl oder Stern durchbrach die Dunkelheit, bis am 25. Dezember, als der Trauerzug Granada erreichte, die Wolken endlich aufrissen. Dort, in der Stadt ihres größten Triumphes, im Franziskanerkloster der Alhambra, im Herzen des Reiches, das sie für das Christentum gewonnen hatte, wurde Isabella von Kastilien zur letzten Ruhe gebettet. Butler Clark schrieb: Isabellas Tod markiert den Beginn einer Periode der Anarchie. Ohne sie drohte Kastilien der Instabilität, verschärft durch Johannas Unfähigkeit und die Rivalität zwischen ihrem Ehemann Philipp und Ferdinand. Prescott beschrieb Isabella als Ferdinands guter Geist, und ohne sie traten seine Fehler, Misstrauen, Mangel an Glauben und kühle Berechnung stärker hervor. Die Kastilier, die einst seine militärische Tapferkeit bewundert hatten, begannen ihn zu verachten, besonders nach seiner schnellen Wiederverheiratung. Mit 53 Jahren wählte Ferdinand die 18-jährige Germaine de Foix, die Nichte von König Ludwig XII. Von Frankreich, als seine neue Gemahlin. Die Ehe, die im Oktober 1505 besiegelt wurde, war eine strategische Entscheidung, um das Bündnis zwischen Frankreich und Flandern zu schwächen, das ihn bedrohte. Doch das Risiko war groß. Sollte Germaine ihm einen Sohn gebären, könnte dies die Vereinigung von Kastilien und Aragon auflösen. Zudem stimmte Ferdinand einem gefährlichen Abkommen zu. Falls aus der Ehe kein Erbe hervorginge, sollte die südliche Hälfte Neapels an Frankreich zurückfallen. Da Philipp und Johanna die Durchreise durch Frankreich verweigert wurde, bis eine Einigung erzielt war, zwang Ferdinand seinen Schwiegersohn im November 1505 zum Vertrag von Salamanca. Dieser sicherte ihm die Mitregentschaft über Kastilien und die Hälfte der Einnahmen. Doch die Vereinbarung war hohl. Als Philipp und Johanna Kastilien erreichten, gewannen sie die öffentliche Meinung für sich und stellten Ferdinand ins Abseits. Ignoriert und frustriert zog er sich nach Neapel zurück. Doch das Schicksal wandte sich zu seinen Gunsten. Im Herbst 1506 starb Philipp in Burgos. Johanna, in tiefer Trauer versunken, überließ ihrem Vater die Herrschaft. Ferdinand kehrte im Juli 1507 nach Spanien zurück und regierte Kastilien als Regent bis zu seinem Tod im Januar 1516. Seine Ehe mit Germaine de Foix brachte keinen überlebenden Erben hervor, wodurch Spanien unter Johanna und ihrem Sohn, dem zukünftigen Kaiser Karl V., geeint blieb. Ferdinands Loyalität zum Papst sicherte ihm zudem eine päpstliche Dispens, die es ihm erlaubte, Neapel zu behalten, obwohl er es zuvor Frankreich zugesichert hatte.
Ferdinands letzte Jahre waren von Siegen in Nordafrika und der Eroberung von Süd-Navarra geprägt, wodurch er sein Vermächtnis festigte. Er wurde neben Isabella in Granada zur letzten Ruhe gebettet und von den Aragonesen als ihr letzter König betrauert. Mit seinem Tod blieb Spanien geeint. Guicciardini schrieb: Man kann ihm keinen Fehler vorwerfen, außer seiner Geizigkeit und seiner Neigung, Versprechen zu brechen. Peter Martyr, der Ferdinands Finanzgeschäfte während seiner gesamten Regierungszeit genau verfolgt hatte, machte eine bemerkenswerte Feststellung, die das gängige Bild von ihm in Frage stellte. Entgegen der öffentlichen Meinung und seines Rufes als königlicher Schatzhorter starb er relativ arm, da er seinen Reichtum nicht für persönliche Luxusgüter, sondern für die endlosen Anforderungen des Staates und der Kriege ausgegeben hatte. Wie König Heinrich VII. Von England war Ferdinand sparsam. Er häufte Vermögen an, doch er investierte es in seine politischen und militärischen Ambitionen, anstatt es für sich selbst zu bewahren. Spanien zahlte den Preis in Geld und Menschenleben, doch sie ging gestärkt daraus hervor. Die Wirtschaft wuchs, die Bevölkerung nahm zu und der Handel mit der neuen Welt versprach großen Reichtum.